Geht. Ob da was geht, habe ich gefragt. Das geht auf alle Fälle schon einmal. Schmiedi, Bussi aufs Nussi, merci dir. Ich muss halt die ganze Zeit behindert nach links schauen. Was steht da? Schmiedi. Erika! Da, jetzt passen wir auf. Jetzt warten wir erst einmal, ob da alles so funktioniert. Da, jetzt passen wir auf. Jetzt warten wir erst einmal, ob da alles so... Da. Himmel, Hacker, Zackel, Zement, Kriminalfeier. Hoffentlich funktioniert der scheiß Chat, aber sonst kriege ich eh schon wieder einen kompletten Schlaganfall. Wo sind wir denn? Grüß Gott beieinander. Heute her ich mich nicht selber, das ist ein bisschen ungewohnt. Doppelcam-Setup, voll von diesem Topstreamer Dampfexpress geklaut, das sicherlich. Grüße an die Erika, die habe ich, ja, scheint zu funktionieren, alles klar. Die haben wir so als das passen. Hobby! Oh, leck ist die Scheißtröte laut, wenn ich keine verfickten Ohrwaschel-Dinger drauf habe. Ich krieg einen Vogel. Ah! Das darf man nicht nochmal. Habe ich die Ebens, Birger. Samstag hätte ich fast gesagt. Micke, was ist da los? Baby Boy, schöne Grüße zu dir nach heim. So schaut's aus. Das mit den Donations ist halt ein bisschen schwieriger, aber ihr werdet es schon wissen. So, grüßen wir mal einen Haufen rein. Ich habe die Ehre an! Den Herrn! Ich kann es nicht lesen. Es ist zu weit weg. Verdammt, ich bin blind. Habe die Ehre an den Bloodruns, an den Meister, an den Nikos, an den Baum, an den Herrn Köbel, an den Link, an den Bugel, an den Wölfchen, an den Rest der Mods, an die Eva, an den Julian, an den Damax, an den Thomas, an den Staudi, an den Schattenkirn, an den Firefighter, an den Steffi. Richtig, an den Steffi. Ist ja sowieso klar. Wie gefällt euch das Pinkheit? Nehme mir ein Nütchen raus, aus der Nütchenbox, nom nom, lecker, ein Nütchen, Haha! Nightbot nicht vergessen. Ist der Nightbot überhaupt da? Ist der, ich weiß nicht, arbeitet der am Freitag? Ich weiß nicht, was der tut. Was ist da wieder los? Dragonfly! Alter. Das war der Löwensepp. Kruzifix ist echt da schon wieder. Ein Traum wird wahr. Bürger und Nippelklötze Stream als nächstes Kind Bruchtal du Host schon 10% Finanzierung. D. Und der Bonzer ist wieder herin. Löwensepp, merci der Dragon Cry, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist oft. Stonks. Wir müssen jetzt dienstags und donnerstags müssen wir auch noch streamen, dann geht's, dann eskaliert's komplett. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Merci dir, ich bin jetzt auf alle Fälle schon wieder. Wo ist mein Getränk? Wo ist mein Getränk? Da ist nicht mein Getränk. Wo ist mein Getränk? Verdammt, ich hab mein Getränk vergessen! Ich hab mein Getränk vergessen. So, hab ich da eine Uhr? Ja, tatsächlich. So, um 10 nach 8 fahren wir mir Nippelklötze zusammen zum Bauen. Vielleicht einmal generell. Was zur Hölle ist das hier? Schluss jetzt! Schluss jetzt! Marc, merci, Wolfi, merci, Hauptmann, merci, Dragon, merci, Stolzer Löwensepp, merci dir. Phase 1, wenn irgendwas mit dem Mikrofon nicht funktioniert, ich höre mich leider Gottes nicht selber und hab da nicht mein Setup vor mir, dann müsst ihr es meinen Chat einschreiben. Den kann ich halbwegs lesen. Wie weit kann ich den einziehen, ohne dass ihr den seht? So weit. Ja, so ungefähr. RRRT. Passt. Das ist schon gut. Vielleicht hätte ich ihn aber einfach da hin tun sollen, dann würde ich euch vielleicht anschauen beim Lesen. Ich weiß nicht. Das ist zum ersten Mal, dass wir das heute machen. Halt dein Maul jetzt. Birger, brauchst entweder einen Pausescreen oder er schreibt der Birgerin in WhatsApp. Was? Wie war das? Du hast eh schon alles hergekriegt. Sicher habe ich alles hergekriegt. Hallo? Wir haben einen Panzer, das muss gelingen. Oh, Katzel, merci dir. Kriegst nix, merci dir. Schluss. Ja, Chef. Alles hergerichtet. Nee, Erinnerungssquad ist enttäuscht. Da steht nichts drin von dritter Monitor, vierter Monitor, zweite Kamera, nichts steht drin. Nichts steht drin. Mein Maike. Ich bin enttäuscht vom Erinnerungssquad. Also, jetzt einmal erstmal merci. Zweitens, erst einmal, für die Leute, die es da gerade einschwappt. Heute, ihr wollt einen Nippelklötze-Stream. Ihr kriegt einen Nippelklötze-Stream. Dieses gute Stück hier habe ich mir gegönnt. Ist jetzt auch nicht der Teufel, um Gottes Willen. Wir fangen mal klar an. Wer weiß, wo das noch hier eskaliert. Haben wir schon mehrere Sachen gemacht und ist es umeinander eskaliert. Was ist da wieder? Nasenmann! Schönen Abend und viel Spaß. Machst du am Montag Osterurlaub oder können wir uns auf einen Stream freuen? Das ist eine richtig gute Frage. Wahrscheinlich könnt ihr euch auf einen Stream freuen. Weißt du eh, was es ist? Ich habe eigentlich, wenn du schon so direkt fragst, ich habe eigentlich in meinen super tollen Streamkalender eingeschrieben, dass ich Schluss jetzt! Ich verzeih was! Schnauze! Grütze in Alva! Wieso heißt der No Tiger Tank? Es ist definitely not the Tiger Tank. Wahrscheinlich dürfen sie es nicht draufschreiben, keine Ahnung. Können wir wahrscheinlich im Laufe des Abends einmal kurz dazu. Vielleicht haben wir auch ein paar Experten hierin, die sich ein bisschen besser auskennen.
Held der Steine soll ein Begriff sein, der macht ja den ganzen Tag nichts anderes wie sowas. Der hat mit Sicherheit Ahnung, mir ist doch das alles wurscht. Außerdem kann man sich einen Tigerpanzer, muss man sich den lizenzieren, weiß ich nicht. Muss man da beim Hitler anfragen und fragen so, hey Alter, Gute wie schaut es Nachricht. so mal aus? Ich bekomme endlich den obersten Knopf meiner super engen Jeans zu. Schlechte Nachricht. Habe sie leider nicht an. Jetzt kommt sie mit einem schlechten Witz daher. Evel, merci dir, Schluss! Warum nicht Kobi? Also, das ist mal das allererste. Der Johnny schreibt, warum nicht Kobi? Niemand fängt hier jetzt eine Scheißdiskussion an. Oh, der Chinesen-Kobi ist viel besser wie der Chinesen-Mold King. Nein, ist er nicht. Nein, ist er schon. Na, Lego ist viel besser. Sei froh, dass es kein Lego ist, okay? Einigen wir uns da einmal drauf. Für 850 Teile zahlst du bei Lego wahrscheinlich 150 Euro. Und dann kann er nicht fahren, er kann einen Turm nicht drehen und er kann absolut gar nichts. So, das ist das Holz jetzt einmal! Kruzifix noch mal! Rucki, merci dir! Mike, merci dir! Evel, merci dir. Frodo, merci dir. Schluss jetzt, Kruzifix. Beim Audi nicht, aber beim Porsche kannst du fragen. Ist der Tigerpanzer vom, wie soll ich sagen? Ist der von Porsche? Hat Porsche einen Tigerpanzer beim Motor wahrscheinlich, oder? Kruzifix. Ich weiß, ich kenne sie ja schon am Ton, wenn ich mich nach links drehe und die Zahl lese. Ja, natürlich ist der Austrian, wer weiß es sonst. Heckelstream. Witz. Die letzten Worte des Sprengmeisters? Ja. Es ist der rote Draht. Ja, hab ich kurz braucht. Ich hab kurz braucht. Kurz über Austrian, Bus, ich hab's noch so mehr zu dir. Zu dir sage ich schon nichts mehr. Zum Dragon Cry sage ich noch ein bisschen was. Zum ganzen Rest sage ich schon gleich auch 5-mal nichts mehr. Schluss jetzt. Leute, ich mag nicht. Schluss. Schluss jetzt. Kein Schluss, natürlich nicht. Biermann, merci dir. Was ist rot und schlecht für C? Zielschluss. Sehr schön. So, ihr seid Porsche und Henschel. Ja, wir haben einen Experten dabei. Porsche und Henschel haben einen Tigerpanzer gebaut. Okay, haben wir wieder was gelernt. Also, ihr seid nochmal. Es ist ein Mold King Bausatz, nennen wir es jetzt auch. Sagt man der Bausatz? Keine Ahnung, ich bin ja total ahnungsloser. Ja, das letzte Mal, wo ich Lego-Klemmbausteine zusammengebaut habe, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Es ist unfasslich lang her. Unfasslich lang her. Also als Kind das letzte Mal. Und im Podcast habe ich gesagt, so, ich tat das gerne mal. Und irgendwie steht es schon seit 3-4 Jahren auf dem Streamplan, das heute sein Maule 2 ausflippen. Hashtag Geldgeiler Wichser. Merci dir. Steht's auf dem Plan drauf, dass wir das einmal machen. Und dann hat, wann war es? Ich glaube am Montag vor einer Woche hat irgendjemand gefragt per Donation und dann ist der Chat dermaßen ausgeflippt. Ja, das machen wir, ja, das machen wir. Ja, und jetzt sitzen wir da und machen wir es. Ihr kennt's einfach das Maul nicht halten, ist unfassbar. Ich hab kein Wort verstanden, aber irgendwas mit Voidhaut. Christi zurück. Merci dir! Schluss jetzt! Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der Eselsbein voll bis Gott. Okay. Memo an mich. Das müssen wir beim nächsten Mal anders lösen. Müssen wir beim nächsten Mal anders lösen, dass ich nicht da umschauen muss. Okay? Memo an mich, Zukunftsbürger, anders lösen. Schnauze halten jetzt. So, also. Will jetzt seit 2 Jahren auch wieder dabei sein und jetzt fuck it. Was? Black Creeper, das ist kein ganzer Satz, ich hab keine Ahnung. Der Chassis vom Porsche Tiger ist genutzt worden, um den Jagdpanzer Ferdinand Elefant zu bauen. Okay, es ist ununterbar, ich schalte jetzt Donations aus. Ich hab mir eigentlich, ich sag das, was ist, ich hab mir heute eigentlich gedacht, so, hey, vielleicht kannst du heute einmal die scheiß Alerts anlassen, weil es ist ein gemütlicher Stream. Ja? Im Hintergrund läuft da, hört sie die Musi eigentlich? Ich nehme mir ein Nütchen raus aus der Nütchenbox, nom nom, lecker Haselnuss, Erdnuss. Ich leg mir jetzt dabei einmal ein paar Minuten also her und schauen wir uns auf jetzt. Irgendjemand schreibt keine Musik. Ganz leise, also perfekt. Das wollte ich hören. Wunderbar. So, jetzt Fresse halten. Flachwitz. Ich bin laktoseintolerant. So, ist schon vorbei. So, also. Schnauze halten jetzt. Merci.
Freunde der Sonne, wir bauen heute einen kleinen Panzer. Das ist ein Mold King Panzer. Da ist auch ein Motor drin, den kann man mit dem Handy steuern und es ist ja, glaube ich, eine kleine Fernbedienung dabei. Was wir da heute machen, das ist das erste Mal, dass wir das heute machen und es wird ein ganz gemütlicher Stream. Wer also den üblichen Bullshit erwartet, der ist vielleicht am Nippelklötze Freitag falsch. Wenn uns das Spaß macht, wenn euch das Spaß macht, Like nicht vergessen, dann machen wir das öfter. Vielleicht machen wir einmal im Monat oder einmal im Quartal oder was weiß ich, wo soll ich die ganze Scheiße hin tun? Ich weiß ja gar nicht. Aber der ist schön klein und handlich, habe ich mir gedacht, und mit dem können wir anfangen. Freunde in der Sonne. Und genau das werden wir jetzt da tun. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie lange braucht man für sowas? Weiß man das? Ich predikte trotzdem Rage durch Nippelklötze. Wir werden sehen. Also jetzt passt so auf. Ich habe das Ding noch nicht aufgemacht. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja von hinten. Der Held der Steine pflegt zu sagen, nicht so, wie man sich fürchten müsste. Und ansonsten, ja, was hat er mir gekostet? Ein 50er. Mir hat ein 50er gekostet. Mittlerweile, glaube ich, kostet 60. Ich glaube, der war obergesetzt. Egal. So, drei schnell ein Messer. Voll vergessen. Wie gesagt, ich habe alles hergerichtet. Weißt du, was es ist? Ich habe alles hergerichtet. So, Unboxing. Anuta, merci dir! Maxi, merci dir! Wulfric, merci dir! Schluss jetzt! Da natürlich was vorbereitet. Schönes Grüß Gott. Da sind wir. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Könnt ihr was sehen? Ja, ich glaube schon. So, dann werden wir das Ding jetzt einmal fachmännisch öffnen. Wir haben ja eine Babywerkstatt da. Ich hoffe, das ist einigermaßen erkennbar. Bitte ab in den Chat. Rage, wenn das erste Teil fehlt. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich werd eine ehrliche Meinung abgeben. Man, diese China-Bomber, nenne ich es jetzt einfach einmal. China-Klötze, die haben ja volle Kanone am Kämmer. Weil irgendwie, glaube, um Gottes Willen, berichtigt mich im Chat, Lego hat sein Patent nicht verloren, aber das ist halt irgendwie ausgelaufen und seitdem ist es erlaubt. Es ist übrigens da gerade keine Werbung. Ich werde da weder zahlt dafür noch irgendwas, aber ich habe das Ding da und deswegen verzeihe ich irgendwas. Das Teil ist übrigens laut, ihr seht es da um, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Knapp 25 cm lang mit Rohr, 13 cm breit und 11 cm hoch. Also das werden wir schon hinkriegen. Ich bin jetzt gespannt, was das für ein absolutes Chaos ist da drin. Schauen wir mal. Okay, ja, es ist in Tüttel verbackelt, das kriegen wir hin. Was ist denn das? What the fuck, das ist in einem Gussrahmen drin? Bist du besoffen? Okay. Da haben wir schon beim ersten. Keine Ahnung, habe ich nicht damit gerechnet. Dann haben wir da ein kleines USB-Kabel, ein kleiner Schraubenzieher, für was wir immer einen Schraubenzieher brauchen. Und ich hoffe, ich habe Batterien dafür da, aber sonst kriege ich einen Schlaganfall. Natürlich hat der Bürger nicht gelesen, was für scheiß Batterien das wir brauchen. Ich habe einfach gehofft, ich habe Ich sag, du bist in 1,5 Stunden fertig. 1,5 Stunden? Nein, das glaube ich gar nicht. Das ist ja noch nicht alles. Dann haben wir natürlich eine Anleitung in Form eines Buches. Das ist schon mal gut und keine scheiß Handy-Anleitung, nicht? Wunderbar, es spiegelt alles ein wenig in den Tüten drin. Das ist nix. Und das werden wir mal fachmännisch da verteilen, weil das interessiert euch ja am wenigsten. Das werden wir mir dann da her. Dann haben wir da noch eine Tüte. Ja, da habe ich mir schon gedacht, das wird wahrscheinlich der allergrößte Spaß, nämlich die Freier! Hört jetzt nicht auf! Ich ignoriere es einfach weg, weil ich Donations halt einfach nicht sehe! Ich flippe aus! Chris, Hanuta, Maxi, Schluss jetzt! Freier! Irgendwie spinnt mein Dono. Gibt's halt einen Zwilling. Du bist besoffen, Alter. Ich weiß nicht, was mit dir ist, Alter. Ich war bei der Panzerketten, merci dir. Schluss jetzt, Bitchen! Der echte Mann braucht keine Anleitung. Alter, wenn wir irgendwann einmal so weit sind, dass wir diese mal... Das sind ja bloß, jetzt da ist ein Nordrum-Tüten drin. Also, ist wirklich vollgestopft. Vollgestopft mit Scheiß. Oh, da ist der Motor. Ich glaube, das deckt man wahrscheinlich 3 CDs Ding da oder an der Seite. Und er macht sogar Sounds. Da bin ich gespannt. Wir hören nicht auf mit dem Stream, bevor das Teil fährt. So viel dazu. So, Schachtel ist leer. Die war wirklich vollgestopft von oben bis unten. Schaut gut aus. Die stellen wir jetzt. Was ich jetzt auch nicht. Alles runtergefallen. Alles runtergefallen. Der kann von allein fahren. Ja, der sicher kann der von allein fahren. Das ist ein Tigerpanzer. So, da haben wir Tütel. Das erste, was mir da auffällt, die haben alle nummeriert. Sehr schön. Grau 1. Warum habe ich jetzt da schon wieder 2 Tüten, wo ein 2 oben ist? Kann man das irgendwie erklären? Warum habe ich da 2 Tüten, wo ein 2 oben ist? Ich weiß es nicht. Chillig, bisschen Bürger schauen und Factorio spulen, so lobe ich mir meinen Freitag. Sehr natural, sagst das. Und ich sitze da und baue Nippelklötze zum ersten Mal seit 25 Jahren, glaube ich. So, jetzt passen wir an, dann haben wir da. Ah ja gut, die haben nochmal unternummeriert mit Bindestrich 1, Bindestrich 1.
und lauter so ein Cast. Das ist ein kleines Tüterl in einem Gussrahmen. Warum das noch in einem Gussrahmen drin ist, das weiß absolut keine Sau, aber das werden wir dann schon hinkriegen. Ja, dann sortieren. Das sehen wir da, den haben wir da. Ja, schaut gut aus. Was ist da drin? Was ist da drin? Tu mir aufmachen. Was ist da drin? Grütze in Allweier, da muss ich einstehen. Bauschritt, weil das beides für den Bauschritt 2 benötigt wird. Ja, super, dann hätten wir es gleich noch eine Tüten rein können. Ja, das sehen wir jetzt gleich, was in der Anleitung drin steht. Ich hoffe mal, ihr könnt das anständig lesen. Was haben wir da? Oh, das ist ein wie soll ich sagen, das ist ein Held der Steine, bis ein Endboss, so ein bisschen. Nämlich Aufkleber. Aber gut, es ist ein Chinesen-Ding, es ist für einen 50er, Alter, ein Haufen Klump da, das was du normalerweise woanders nicht kriegst. Mir ist das wurscht. Was ist denn da eigentlich genau das Problem, wenn da Aufkleber dabei sind? Da wird halt einfach wahrscheinlich an der Produktion gespart und deswegen regt man sich auf. Ist das so? Ich bin ja kein absoluter, ich bin Nippelfreak, ja, aber Nippelklötze-Freak bin ich mit Sicherheit nicht. Gut, vielleicht wären wir noch einer, wer weiß das schon. Und irgendwann in 2 Jahren steht da hinten die Burg Blaustein mit alle DLCs, wer weiß das schon. Aber, ja. Sehr fix, YouTube fast ins River passt, weil keine Nachricht gekommen ist. Scheiß YouTube. Die werden alt und lösen sich dann ab. Ja, gut. Okay, und der Druck nicht. Ja, gut, it is what it is. Wir werden es im Auge behalten. So, die kommen wahrscheinlich erstmal ganz zum Schluss auf. Dann haben wir da eine lustige kleine Mini-Anleitung. Was haben wir da? Okay, das ist alles chinesisch. On-Off, das kriege ich gerade noch selber hin. Remote Control, Operation, Link Operation, Charging Operation. Ja, da brauche ich keine Anleitung dafür, glaube ich, weiß ich jetzt halt auch nicht. Was haben wir da? App Operational Instruction. Gut, mit der App dann vielleicht schon. Also du kannst es entweder mit dieser kleinen Fernbedienung, weiß ich nicht, ob die Funk hat, wahrscheinlich dann schon, oder ob man das dann anstecken muss, das war ein bisschen behindert. Und mit dem Handy geht es halt dann schnurlos und dann kannst du halt den Panzer steuern und einen Turm drehen und so. Da bin ich gespannt. Sag ich dir, was ist, der mal aufzeiten. So, den Scheißdreck der wir unten in den Wichskiwi rein und dann passt es. So. Breyer, was machst denn du? Schluss jetzt! Galaxy Panda, merci, Schluss jetzt mit Donations, Leute, ich kann's nicht sehen. Das nächste Mal habe ich nur mein Handy noch daneben liegen. Wo liegt denn das überhaupt? Ich nehme mein Handy nicht her, keine Ahnung. Irgendwo in der Tastatur drin, das hätte ich auch noch herbauen können, dann darf ich es sehen. Beim nächsten Mal dann. Was ich allerdings schon wieder geil finde, ist kleine, kompakte Anleitung und wenn du aufmachst, kommt das Battle. ich hab instant, auf der Heide steht ein kleines So. Ja, lustige Super Instructions Open 012, das kriegen wir gerade noch hin. Machen wir so. 1 ist gleich die. Der ganze Unterbau ist aus Bauschritt 1, oder wie sage ich das? Okay, dann brauchen wir das und dann machen wir Stickerl für Stickerl. Deckt ihr das anständig? Ist das ausreichend hell für euch? Ist das okay? Bitte ab in den Chat, ich hoffe. Wir räumen jetzt da doch ein wenig zusammen, weil den ganzen Schund, da brauchen wir nicht. Ist ja doch das erste Mal, dass wir das machen. Ist ja doch ein bisschen ein provisorisches Setup. Ich hoffe, dass der Sound da einigermaßen passt. Ein bisschen eine geschmeidige Hintergrundmusik. Und dann der ich sagen, weiß ich jetzt halt auch nicht. Die Frage ist halt, mit was fängt man da jetzt an? Ich habe jetzt da, das ist Tüte 2. Tüte 2. Haben wir da Tüte 1 und da haben wir Tüte 1. Das ist 1, 2... Und das ist 1-1. Also gehe ich mir schwer davon aus, dass das unsere erste Tüte ist. Sehe ich das richtig? Ich denke schon. Und der Motorklotz. Was steht da um? Da steht überhaupt nichts um. Ja, gut. Dann, Achtung, ein bisschen ASMR. Ist das schön? Weiß ich nicht. Weiß nicht, Brudi, weiß nicht. So, weg mit dem Schund. So, wir werden sehen. Gut, und falls wir irgendeinen Drum nicht finden, dann machen wir einfach die zweite Tüte auch noch auf, die liegt gleich da. So, wunderschön. So, nochmal ASMR. Was tust du jetzt mit dem Ständer? So, aufgerissen den Schund. Aufgerissen, jawohl. Wer hätte das gedacht? Die Tüte ist nochmal in einer Tüte. Da unten einer. Okay. Wir nehmen mal, okay, da haben wir da, das ist irgend so ein
Ding, der wir mal alles da so einigermaßen her, damit wir uns auskennen. Es ist vielleicht nicht ganz schlau, dass das dunkelgraue Stornteil auf einem schwarzen Untergrund sind, aber ist ja wurscht. Das sind 4 mal irgendwas, das sind gleich, die sind gleich. Ja, haben wir einen Haufen Platten, die haben wir mal alles da so schön her. 3 Platten da, 3 Platten da. Das ist ein Haufen Glasschrund mit den ersten Zahnradeln und so. Aber so wie mir das anschaut, brauchen wir jetzt erst einmal den fetten Block da und 6 so blaue kleine Dinge. Pass auf. Pass auf. Oh mein Gott, ich sehe geil. Brengi, du hast absolut recht. Achtung. Liegt's am Licht oder? Ich glaube, es liegt am Licht, Sprengi. Du hast recht gehabt. Der da hat eine leicht andere Farbe, gell? Kann jetzt aber sein, dass ich da herinnen mittlerweile nur noch LEDs hängen habe mit Farbe drauf. So, jetzt pass auf. Ich habe gerade übrigens das erste Ding zusammengesteckt, obwohl ich es gar nicht machen wollte. So, Chlorklump. Da sollten wir uns vielleicht also kleine Schüssel herrichten. Das glaube ich da auch überhaupt nicht schon, merke ich gerade. Schaut mal das ganze Chlorklump da. Da, genau 5 Minuten, da liegt's irgendwo unterm Tisch und scheiß Klump angeschissen, das klang jetzt schon wieder. Tu mir das aussifahren. Die Kettenteile, die kommen ganz zum Schluss, das wird der größte Spaß wahrscheinlich. Ja. Andy Bar, weder Lego noch Blue Bricks. Es ist Mold King. Ich habe keine Ahnung, bis jetzt, also ganz ehrlich, der erste Eindruck, wenn ich die Dinger angelangt, ich habe jetzt seit keine Ahnung wann nicht mehr Lego in der Hand gehabt. Man seht ihr das? Wahrscheinlich nicht gescheit, ohne Fokus. Es ist halt da, ist ein kleiner Gussrahmen, Moldline dort. Ansonsten feiert halt auf die Nippel der Logo-Aufdruck und das ist alles. Und die Sachen sind übrigens auch mit Lego kompatibel. Mal so by the way. Okay, wir bauen. Fangen wir an, Kinder. So müssen wir das Ding hier tun und dann kehren die kurzen Seiten das blaue Drum da rein. Und ja. Fühlt sich gut an. Die ersten Steckerl sind drin, schon. Haben wir schon mittendrin. Wer hätte das gedacht? Dass ich im Stream herin und mir Nippelklötze zusammenstipselt. So, 6 Stück drin, passt. Nächste Seite. Müssen wir ein bisschen Meter machen, ist ja klar. So, was brauchen wir jetzt da? Schritt 2. So ein komisches Dreiecksding. Seht ihr das? Ja, ich hoffe, das reicht. Grau ist das neue Schwanz. Birger ist schon falsch. Was hab ich gesagt? Was falsch gebaut? Was hab ich falsch gebaut? Halt dein Maul! Was ist falsch gebaut? Scheiße, ist tatsächlich falsch gebaut. Hoppala. Ja, gut, ich soll vielleicht weniger labern und gescheit schauen. Gut, safe. Sie haben nichts gesehen. Aber wenigstens ein paar passen auf. So, jetzt brauchen wir das andere drum. Jetzt ist die Frage, wo das drin ist. Das wird wahrscheinlich überall irgendwo verteilt sein und nicht da. Wir machen jetzt da 3 Haufen. Das sagt der wie es ist. Und zwar Haufen 1, Haufen 2, Haufen 3. Wobei mir das da nicht so anschaut, als darf man es demnächst schon brauchen. Sag ich dir auch, wie es ist. Ist da drin. Ein bisschen ASMR produzieren. Oder ist tatsächlich in der zweiten noch eine Schachtel drin? Nein, ist nicht. Da ist drin! Haben wir schon gefunden. Achtung! Stapelt man da herum. Brauchen wir mehr Platz. Für den ganzen Klarschund. Hopp, außer. Außer mit dir. Hopp. Raus! Raus muss er! Jetzt komm. Langsam. Oh, sehr schön. Pass auf, ich habe nur einen ASMR-Move, aber ich hoffe, dass mein Mikrofon... Oh. Und ist schon fort. Hört mal was? Kriegen wir schon. Ich hab da einen riesen Schreibtisch, also der Platz müsste gelangen. Also, wir brauchen, jetzt pass auf, wir brauchen das Ding. Und zwar 4-mal, nicht bloß 2-mal. 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen wir so kleine blaue Stickerl, aber kurze, und zwar 2. Die Frage ist, wohin mit dem Schund? Das heißt, das Ding halten wir so. Nein, das ist das Falsche. Nehmen wir das kurze. Schaut gut aus, das schaut doch gut aus. Dann machen wir es so, das gehört ganz außen in dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Technikkreuz. Dann gehört da das zweite gehört noch mit ohne.
Diesen hier. Sehr schön und das werden wir wahrscheinlich zweimal bauen müssen. So. Oder vielleicht auch irgendwas erkennen. Okay. Und dann gehört das Ding. Wie gehört jetzt das da aufgesteckt? So, müssen wir schauen. Ins Warte Lächerlein. Da so. Nein, so geht's nicht. Warum gehört es so nicht? Warum gehört nicht so? Let me have eins look. Ja, genau da so dazwischen. Was ist denn das für Blödsinn? Ach so, muss das da so ein bisschen wegstehen. Das ist doch ein totaler Kass. Das ist ein totaler Kass! Gehört das so? Ich bin mir nicht sicher. Sag ich dir, was ist. Okay, Flucherei geht gleich los. Flucherei in 3, 2. Das gehört doch niemals so. Das ist doch totaler Schwachsinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Das muss ganz sein. Ja, das funktioniert aber nicht. This doesn't make any fucking sense. Gut, dann muss ich nochmal schnell was schauen. Dann muss ich nochmal etwas gucken. Geht einfach andersrum rein, du Vollidiot. Birger, du Vollidiot! So geht's rein. Zack, und das muss durchgesteckt werden und dann passt es. Wundervoll, haben wir es schon. Kann sich nur um 48 Stunden handeln. So, wollen wir jetzt das auch noch nicht rum, das hängt dran. Machen wir so. Muss der dann unten ausschauen oder oben? Schau mal. So rumgehört. Ist das schon wieder falsch da? Nein, ist nicht. Pintel. So, so. Doch, ist schon. Die Anleitung hat mich angelangt. Außer mit dir. Einmal durchgeschissen. Auch wieder falsch rum. Da jetzt eingeschissen. Wundervoll. Hey, ich hab das schon eine Zeit nicht mehr gemacht. Also, Schnauze. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Und da stimmt auch nicht zusammen. Moment, das muss man, für was haben wir 10? Yeah, this is not how it works. This is not how it works. Grütze, fix, sag einmal. Also zusammenhalten dieren's gut. So viel weiß ich schon einmal. So viel weiß ich schon einmal. Wunderbar. Schau her, Anleitung, das hätte man viel einfacher machen können. Indem, dass wir einfach die 2 Dinger da einstecken. Dann steckt man das Ding rein, wie es gehört. So gehört es auf alle Fälle nicht rein. So gehört es rein. Und dann gehört das da so rein. Ja. Dann geht das nächste nochmal drüber. Und dann geht das kurze Ding da rein. Achtung. Und finally haben wir es beieinander. Um Gottes Willen. Kann er bloß noch 28 Stunden dauern. Okay. Ist kein wertvoller Teiletrenner dabei. Es ist leider kein wertvoller. Und wenn, dann habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich glaube nämlich eigentlich schon, dass ich einen gesehen habe. Aber für das gibt es ja sowieso keinen Teiletrenner nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich gehe jetzt einmal ein bisschen weiter da rechts auf, damit ihr da mehr seht und ich da nicht mein Kämpfer dick. So schaut's aus. So. Blub. Machen wir so. Weiter auf, weiter auf. Wunderschön. Jetzt brauchen wir so ein L. L wo? L da drin. Dritter Haufen. Sag es hier. L1, L2. Den Rest lassen wir dabei in der Tüten drin. 2 Ls und dann brauchen wir 2 schwarze Stecker. Aber nicht mit X dran. Satz mit X, das war wohl nix. Geht der Teufel einmal da rein. Und auf der anderen Seite halt wahrscheinlich wieder andersrum. Das heißt, diesen hier, L geht da oben. So. Und dann geht da, na, Schalt, Stopp, falsch Steckerl. Da der eine. Ja. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis das Ding so und so. Das macht doch schon mal was her. So, nächster Bauschritt. Jetzt brauchen wir zweimal so einen langen 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit Simlöcher und so ein, was weiß ich, schaut aus wie ein Knochen. Ist wahrscheinlich auch da drin. So. Ja, haben wir schon 2 verschiedene. Ist das der richtige? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, tatsächlich. Ah, da steht sogar ein kleiner Simmer drüber. Bedeutet das, ist das Bauschritt 7 oder ist das mit Simlecher? Sag ich das richtig? Unten hast du einen. Ist das tatsächlich schon hin? Da ist sie tatsächlich. Was denkst du? Ist das in der Anleitung drin? Da kannst du es einfach drüber halten. Das ist genauso groß, wie es sein soll. Und der kleine Simmer daneben sagt, es ist einer mit Simlecher. Easy! Ja, der Chinesen-Sepp hat sich was ausdenkt. Chinesen-Sepp gibt von mir den Daumen nach oben. Ist ja auch kein Lego. Gibt schon Pluspunkte. Brauchst du nicht da wieder? Da haben wir den zweiten. Jawohl. Und jetzt brauchen wir noch dieses Stickel. Dieses T-Stickel habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Werden wir jetzt die zweite Tüten ausschenken müssen? Weil ich mir sicher bin, dass das. Lass mich gruschen. Warum ist da nicht drin? Warum ist die da nicht drin? Wo ist die drin? Wo? Es ist in der großen Tüten drin. Kruzifix, Alter. Okay. Memo an mich und an den Erinnerungssquad. Beim nächsten Mal 4, 5 Schüsseln da so her. Ich finde jetzt auf Anhieb sowieso nicht. Sag ich dir, wie es ist. 1. Das zweite. Achtung. Sehr schön. So, und 2 T-Stickel. Wunderbar. Im nächsten Schritt brauchen wir sogar auch einen so einen 15er. Sag ich das richtig? Kann der wieder drin sein? Ist der da? Wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Ha! Da ist er. Haben wir ihn schon. Und 5 so kleine schwarze. Und da gibt es auch verschiedene. Ich zeig das vielleicht einmal her. Für die auch schon lange kein Lego mehr gebaut haben. Es gibt 2 verschiedene von den schwarzen Steckerl. Wie nennt man die? Haben wir da, wird man wahrscheinlich nicht gescheit erkennen. Haben wir da Begriffe dafür? Schwarz, ich nenne es einfach mal schwarze kleine Steckerl. Bei dem einen ist so, die einen haben nicht flach rund und auf der anderen Seite so ein Kreuz dort. Und die haben beidseitig gleich glatt. Pin. Ja, Pin. Okay, nehmen wir es Pin, das ist okay, da lasse ich mich drauf ein, aber es sind 2 verschiedene. Die haben beidseitig glatt und das ist einmal glatt und einmal halt so ein Technik Schraubenzieher, Kreuz, Dingsbums drin. Und wir brauchen die 4 Stück, 5 Stück ohne. 1, 2, 3, 4, 5. Und weil wir die gerade in der Bratzen haben, können die da in jedes zweite Loch eingeschissen. Erst einmal ins Loch eingeschissen. Zack, zack, zack. Und dann 3 frei. 1, 2, 3. Bam. Und wo ist das letzte Steckerl hin? Wo letzte Stück? Da ist das letzte Stück. Schwarz auf schwarz ist einfach nicht gut. Aber ich wollt keinen weißen Untergrund nicht haben, weil sonst kriegt sie wieder Augenkrebs. Ja? Ich find die Lichtgebung heute sehr angenehm. Was sagt ihr? Ich würde schon sagen. Tiefer halten, sonst unscharf. Ja, maximal bis daher, oder? Da, ist bis daher okay. Nehmen wir als hellen Hintergrund, nehmen wir einfach die Anleitung. Ich glaube, das ist okay. So, passt. Das war jetzt eigentlich schon ein Bauschritt, der kommt als nächstes. Aber egal. So, jetzt brauchen wir da unsere. Was baut denn der da für einen Scheißdreck zusammen? Okay, die kehren da einfach ohne gesteckt, sehe ich das richtig. Da ist das T-Stück. T-Stück gehört so drauf. Oh, das geht gut. Also mal kurz einmal der Ersteindruck, also wirklich, also nochmal, unfassbar wichtig. Ich werde hier nicht bezahlt dafür. Das ist kein Product Placement oder sonst irgendeine Scheiße, sondern ich mache das hier, weil ich einfach Bock habe. War schwierig genug, dass ich den nicht schon letzte Woche zusammenbaue, aber ich wollte warten, dass ich eine anständige Ankündigung und so weiter machen kann. So, und den da aber. Und der erste Eindruck, also wenn ich positiv von dem Produkt rede, dann mache ich das aus eigenem Willen, okay? So. Alles ist schön grau. Das ist auch was, wo der Held der Steine gern sagt, das ist Farbseuche. Wenn innen in die Modelle, wo es das nicht sechst, dann lauter bunter Scheiß drin ist. Und es ist mir jetzt wurscht, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich bin ja kein Sammler in dem Sinn. Ich mag das fertige Ding haben, ich mag das irgendwo hinstellen und dann mag ich mich daran erfreuen, wenn ich zurückdenke, dass wir das miteinander irgendwo im Stream einmal gemacht haben. So. Jetzt haben wir den Teufel, den haben wir auch. Ich check nicht ganz, was das da herum ist. Da ist schon irgendwas zusammengesteckt mit weiteren Nippelklötzen.
Aber das wird noch nicht erklärt. Ich hoffe, das kommt auf der nächsten Seite. Jawohl, passt. So, haben wir schon in Bauschritt Nummer 6, glaube ich. Oh, jetzt brauchen wir einen Haufen Klump. Richten wir uns den Teufel einmal her, dann das mit Eck, das habe ich schon gesehen irgendwo. Brauchen wir einmal, das ist der Teufel. Haben wir. Dann brauchen wir einmal noch einen mit Sim. Oh, der scheint nicht mehr hier drin zu sein. Der Obilo schreibt, ist es von Lego? Nein, ist von Molking. Ich habe euch übrigens, so ehrlich muss ich dann aber auch sein, ich habe einen Link in der YouTube-Beschreibung drin. Das ist ein Amazon-Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr euch, mit Sicherheit kauft sie wieder irgendeiner von euch Pappnasen und Schwachköpfen das Ding. Dann, wenn ihr es über den Link macht, dann kriege ich einen kleinen Obolus dafür. Ja, so gesehen will ich eigentlich schon dafür zahlt, wenn man so will. Aber es ist mir doch scheißegal, ob du den scheiß Panzer kaufst oder nicht. Ich bin bis jetzt ganz zufrieden. Also die Steckerl fühlen sich alle gut an. Der Zusammenstecker fühlt sich gut an, fühlt sich nicht nach Billigschrott, der fühlt sich genauso an, wie sich früher Lego angefühlt hat. Fertig aus Amen. Da, wo ist jetzt das drum? Da haben wir sogar 2 von dem abknickten Ding. Feiert jetzt schon drum, haben wir soweit, oder was? Kruzifix. Der hat keine Sim. Das ist der kurze, den brauchen wir später, den wir dabei schon mit da her. Aber ich hab keinen. Ich hab den. Warte mal, wo ist denn? Ja, also den da mit 5 habe ich nicht mehr mit Sim legen. Das ist dumm. Das ist extrem dumm. Links im Bild liegt er. Was, ihr seht's den? Wo? Führe meinen Finger. Da? Bin ich blind? Da, tatsächlich. War der im Beitel da? Tatsächlich! Wie hast du das erkennen können? Was heißt denn hier? Jetzt lauter Narische. Jetzt lauter Narische. So, dann brauchen wir einmal diesen grauen Pin. Ist das der da? 3. Ist er das? Ja. Das ist der Pin. Das ist so ein grauer mit einer. Schaut aus wie ein Nagel mit einer glatten Kappe. Ich hab früher schon Lego-Technik gehabt. Auch. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ich kenn die Pins natürlich. Ich kenn die Technik. Nennt man die Technik-Bricks, keine Ahnung, mit den Löchern drin. Kenn ich natürlich. Aber gut, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Dann brauchen wir einen blauer langer und einen schwarzen kurzen Pin mit Kreuzdoten. Jawohl. Dann nehmen wir den Teufel. Der muss so laufen. Jawohl. Ich hoffe, ihr seht da auch anständig was. Das ist ja doch auch nicht ganz unwichtig, wenn wir es schon streamen. Und ein Zahnradl, ein kleines. Das habe ich noch übersehen. Wo waren die kleinen Zahnradl? Sind das die richtigen? Ich habe da eins. Das erinnert mich jetzt nicht so. Die haben anders wie die kleinen Technik-Zahnradl, die ich noch kenne von früher. Die schauen anders aus, aber das kann schon sein. Gell? Da brauchen wir 2 Stück. Dann nehmen wir den 5er-Pin. Der kehrt dann. Wo ist jetzt das Ding? Der jetzt in dem letzten Loch drin oder nicht? Wahrscheinlich schon. Der kehrt so. So. Dann kehrt der blaue Pin ganz durch zum Fixieren. Ja, wenn man es nicht genau macht, dann geht es natürlich streng. Aber ansonsten lässt sich das alles wunderbar zusammensteckeln. Sage ich dir, was ist. So, jetzt haben wir da ein Loch frei. Dann kommt der schwarze Pin. Dann kommt der graue Pin. Dann kommt das Zahnradl drauf. Dann kommt der schwarze Pin. Und dann kommt das zweite Zahnradl ohne. So, da sehen wir jetzt gleich. Und ja, geht wunderbar ineinander. Sieht man das? Wunderbar, da sperrt nichts, da ist einfach, gibt's überhaupt kein Radio nicht. Was man natürlich ein bisschen merkt, ist, wenn man die Steine ganz, das seht ihr nicht einmal in der Kamera. Was falsch? Nix falsch, James Siffy. Dein Mom ist falsch. Was ist da falsch? Überhaupt nichts ist falsch. Schnauze. Bringt's mir nicht durcheinander. So, jetzt haben wir das drum da. Das geht so. Und dann ist doch falsch. Warte mal, lass mich kurz überlegen. Wieso schaut denn bei ihm da das graue Ding aus? Ja, ist doch falsch. Tatsächlich ist falsch. Bringt's mir nicht durcheinander mit einem Scheiß. Und zwar gehört der graue Ding zuerst eine, damit er vorne weiter raus steht. Darum ist er auf der anderen Seite auch flach. Hey, ich hab das Steckerl hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich kenne dessen Funktion nicht. Schnauze halten, abhauen. Schnauze halten, abhauen. So, jetzt stimmt's. So. Ist mir wurscht. Backseat Lego Gamer. Das graue Stange muss raus. Ich hab's schon verstanden. Chillt's die Kniescheibe. So, so rum. So rum. Und dann kehrt das Zahnradl-Ding da so rein.
und die schwarzen Pins da so rein. Hab schon verstanden, aber dazu müssen wir es ein wenig halt rein. Geht schon? So, geht schon. So, das darf wahrscheinlich nicht zu eng zusammen. Ah, dreht sich schon noch. Dreht sich schon noch. Wenn das nicht gut ausschaut, ja, nimmt die erste Form an. Ja, Alter, 10.000 Euro Lego-Stadt daheim muss gelangen. 10.000 Euro darf ich jetzt nicht dafür ausgeben, aber wer weiß, was wir mir da heute noch lostreten. Die Frage ist, muss ich das nicht auf der anderen Seite genauso bauen? Also einfach, es ist ja doch asymmetrischer Panzer, keine Ahnung. Hätte es da nicht auf der anderen Seite hinten genauso gemacht? Hätte jetzt da nix, keine Ahnung. Der wir nach Anleitung weiterbauen. Und das Ding, ja, da war es gestanden. Wenn man gescheit lesen darf, Birger, da war es gestanden. Weiß das eh, wie es ist. Das bauen wir ein paar Mal. So, da ist das Kringelding. Dann brauchen wir 4 sichere langer blauer Stab. Und 2 kurze blaue Pins mit glatt und... Ich nenne es ab jetzt als Schraubenzieher-Pins. So schaut's aus. Kurze Schraubenzieher-Pins. Easy, easy. So, da gehört einer mitten hinten. Voll. Dann kehren die kurz da einer. Kurz da einer. Mal schauen, ob wir es schon richtig rumhalten, sonst verdienen wir uns wieder 25 Mal. Nö, passt schon. Der kurze wieder da einer. 2. Schneuzen auch schön rein, also rasten schön rein, haben nicht locker, haben nix. Wunderbar. Haben wir's. Dann brauchen wir 2-mal die 5er, die kurzen. Seht ihr, die zufällig wieder irgendwo umeinander liegen. Da haben wir noch ein langes Simmer, den wir gleich. Ja. Da haben wir noch einen kurzen. Ich habe auch einen kurzen. Dann haben wir noch einen mit L-Form. Das darf der sein. Und dann müssen wir umeinander liegen. Jawohl. Haben wir da und da. Das heißt, der kleine Grippe, der gehört da rein. Ja, weiß nicht, was das tut, aber es bewegt sich auf alle Fälle. Passt auch. Und der Teufel gehört da aufgesteckt. Hat der ganz durchgesteckt oder bloß halbert? Werden wir auf der nächsten Seite sehen. Seite 6, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, deswegen haben wir das andere parallele Teil noch nicht hingebaut, weil das muss ganz ohne. Jawohl. Das muss wahrscheinlich auch ganz ohne. Jawohl. Dann kehrt es so rum. So rum. Und da dazwischen eine. Kannst du das hingehen so? Kannst du? Ja, schaut gut aus. Das schaut gut aus und jetzt müssen wir das andere Ding bauen, was wir vorher schon mal gehabt haben. Bloß in die andere Richtung. Da brauchen wir wahrscheinlich das Ding wieder. Das Ding brauchen wir. Wo liegt jetzt der 15er? Der zweite 15er, der liegt da. 5 schwarze Schraubenzieher-Pins. Wir nennen die ab jetzt so. So schaut's aus. Wir machen das wieder genau so nach Anleitung der. Halt, stopp. Haben keine Schraubenzieher-Pins. Bier, du Vollidiot! Sind keine Schraubenzieher-Pins. Sind die glatten Pins. 1, 2. Wo ist mehr Pins? Ich brauche mehr Pins. Würstelt mir die schon mehr rein da. 3. 4. Einer geht noch ab. Einer geht noch ab. Haben wir schon. Dann haben 3 Löcher frei und dann kommt der. Wunderbar. So, wie viele Donations habe ich jetzt mittlerweile übersehen? Herr Geizig, merci dir. Herr Lauer, merci für den Zwickel. Tobi, merci für den Zwickel. Herr Brunner, welcome to the squad. Andal, welcome to the squad. Ich habe übersehen. Freier, ich weiß nicht, was das schon wieder soll. Burg Blaustein, bin ich dabei. Da frage ich schon mal an, Lull. Next Step, Burg Blaustein. Wer ist dafür? Bussi aufs Nussi, dankeschön. Freier, zusammenreißen, Kruzifix. Gibt's einen Arthur-Kopfpin? Den verstehen nur absolute Pro-Gamer. Sag ich dir, was ist, den verstehen nur absolute Pro-Gamer. So, jetzt müssen wir das Teil, haben wir da herum, genau wieder andersrum bauen. Vielleicht machen wir diesmal nicht den gleichen Fehler. Wir werden sehen.
Und schon haben wir einen Fehler gemacht. Das ist nämlich komplett falsch rum. Du Vollidiot, du Vollidiot, du Vollidiot. Ist das jetzt noch richtig da? Nein, ist nicht. Was da oben? So rumkehrt's. Dann kehrt das Ding. Da so eine. Ist das mit 3 Pins angesteckt? Nein, ist nicht. Mein Gott, Birger, schau halt einmal. Schau halt einmal, bevor du irgendwas tust. Das ist ein Wahnsinn mit dir. Du bist ja total ahnungslos. Ja, bin ich ja! Ich hab seit 25 Jahren keine scheiß behinderte Dings da zusammengebaut. Das ist ein Wahnsinn. So, passt. Das passt wieder nicht. Da brauchen wir Zahnradl. Zahnradl 1, Zahnradl 2. Dann brauchen wir wieder den kurzen grauen Pin. Jawohl. Ein blauer langer. Ein Schraubenzieher-Pin. Haben wir alles da. Haben wir alles da. Das kommt genau in die Mitte durch. Dann tun wir mir den Teufel da rein. Jawohl. Dann tun wir ein kleines Zahnradl drauf. Dann die zweite Zahnradl. Oh, das geht nicht ganz. Jetzt. Zweite Zahnradl drauf. Dann tun wir das blaue Klump da rein. Aha. Und dann müssen wir das nach Adam Riese. So. Ah, mit einem Platz dazwischen. Oh. Digga, du Behinderte. So. Oder? So richtig? Nein, ist nicht. Warum ist das so nicht richtig? Weil das da weiter oben gehört. So geht's ja. Das darf richtig sein. Und es dreht sich. Das sehen wir jetzt gleich, wie wir es im Band einstecken. So, du Mistviech kommst jetzt quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, genau auf die andere Seite noch mehr. Nämlich so. Und es passt perfekt. Perfekt! Wenn das nicht, wie nennt man das? Unterwand! Drehen Sie die Zahnradl. Jawohl, Zahnradl drehen Sie. Wunderbar. Ja, Bruder, Preserve for Respect. Haben wir schon ziemlich weit gekommen. Wie spät ist es überhaupt? 3:9. Hey, wir machen die Ultrameter. Haben bloß noch 10-mal so viele Seiten. So, next step. Oh, jetzt kommen die ersten Zahnradl. An die erinnere ich mich auch noch. Die schauen wirklich fast genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat sich an denen jemals irgendwas geändert? Glaube ich nicht, oder? So, 4-mal Zahnrad. Jawohl. Dann 2-mal Stangerl. Das wird wahrscheinlich das Stangerl sein, hä? Ist das Stangerl? Ein 6er Stangerl. Woher soll ich nie wissen, was ein 6er Stangerl ist, guter Mann? Was ist mit dir? Und die 2 Brode Stupsal. 1. Haben wir jetzt da noch eins? Wo haben wir jetzt da noch eins? Da ist das zweite. Und die erinnert ich mich auch noch. Da habe ich früher so Gummibandel eingespannt von Motor zu Zahnrad und so weiter. Unten ist ein 1:1. Ist das da? Also bedeutet das 1:1 immer, dass das zum Messen da ist? Oder wie sehen das? Ah, okay. Ah, da kann man quasi das ganze Ding ohne halten und dann weiß man, okay, passt. Das werden wir gleich mal testen. Da habt ihr eine bessere Sicht als ich. Achtung. 1:1, da ich sagen. Wunderbar. Und so wie mir das so schaut, müssen wir das Ding zweimal zusammenbauen. Das ist richtig. Wunderschön. Auf welche Seiten, dass wir das einstecken, darf halt normalerweise wurscht sein. Aber das Ding kommt jetzt da rein. Kommt das ins Zahn, weil das kann sich dann ja nicht mehr bewegen. Kommt da rein und dann kommt das außen hin. Oder? Hat die Zahnradl außen drauf gesteckt. Das wird halt die Aufhängung für die Ketten sein, oder? Aber wenn sie das nicht dran kann, das ist ein totaler Kass. Warte mal. Lass mich mal schauen. Lass mich mal schauen. In was für ein Loch tut denn das eine? Das ist total falsch. Ja, du bist ja total behindert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was du tust. Macht überhaupt keinen Sinn. Freund der Sonne, das macht überhaupt keinen Sinn. So gehört es eine. Wo ist das andere? Das geht so eine. Und dann müssen wir drauf. Dann gehört es drauf gespackst. Du musst ja dran kennen, wenn er fahren kann. Hallo! Müsst ihr mir sagen, ich schieb das jetzt einmal ganz zu. Schauen wir mal. Ah. Und schon funzt. Und schon funzt die Gaudi. Ja. Okay. Wunderbar. So. Auf Leichtgängigkeit der Zahnräder ist zu achten. Das habe ich mir schon gedacht.
Achtung, Zahnradtest. Achtung, dass ihr auch was seht. Jawohl. Jawohl. Auf Leichtgängigkeit der Zahnräder ist zu achten. So, jetzt brauchen wir 100.000 brauchen wir nur mehr ein Zahnrad. Zahnrad 1, groß, wo? Wahrscheinlich werden wir es aber heute zweimal brauchen, wenn wir das wieder links und rechts machen müssen. Die haben wir gleich mal da her. Und dann kommen 9 von den kleinen Schraubenzieher-Pins her. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Wunderbar. So, und die können in jedes zweite Loch eingeschoben vom Startweg, damit der Schraubenzieher-Teil vorn ausschaut. Macht Sinn. Da können wir mit Sicherheit noch die Radl dann drauf und dann kann er düsen. Kann er abdüsen! Ob man den Soundblock editieren kann, damit er Erika spielt, das war eigentlich schon geil. War eigentlich schon geil. Da läuft Ketten drüber. Ja, das denke ich mir schon. Das denke ich mir schon. Also ich glaube, wenn die einzigen Antriebsräder, die fordern halt, weil da ist auch eine kleine Übersetzung drin von kleiner Zahnradl aufs Große. Nennt man das Übersetzung? Ich habe doch keine Ahnung. Schau aus wie Ingenieur, ich bin keiner. So, und dann brauchen wir noch einen. Halt, stopp. Halt, stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann brauchen wir noch den 9. Der geht da so rein. Und dann geht der ins zweite Loch da hinten rein. Ja. Achtung! Auf die Leichtgängigkeit der Zahnräder ist zu achten. Njau. 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 Wenn ich so raushalte, dann halt er ewig. So, das können wir beim zweiten Zahnrad wahrscheinlich auch gleich machen. Also auf der nächsten Seite geht's weiter. Achtung, Seite 10. Doch keine Erika-Sounddatei an Bord. Es soll sich bewegen, dann WD-40, wenn nicht, dann Panzertape. Ja, zur Not. Zur Not. Ah ja, geht schon los. Jetzt kommen die Scheiberl. Das sind diese Dinger da brauchen wir 4 Stück. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das alles die gleichen sind. Vor allem, da waren doch vorher welche im Gussrahmen drin. Da haben welche im Guss. Ich weiß noch nicht, was das für einen Sinn hatte mit dem Guss. Gut, das werden so Special-Teile sein. Da ist das Panzerreal. Ja, schauen wir uns nachher an. Schauen wir uns nachher an. So, 4 Stück. An jedes zweite gehört da so ein Scheiberlone. Nur für 6 und das muss man ganz durch da. Und dann kehren wahrscheinlich die nächsten 4 kehren oben drauf, damit die so überlappen. Damit es halt ausschaut am Schluss, wie es dann ausschauen soll. Nehme ich an. Ah ja, und da kommt schon das erste, das glaube ich ist das Teil aus dem Gussrahmen. Die 2 Zahnradl da drin. Dann haben wir nochmal 4 Stück Scheiben. 4 Scheibe, 4 Scheibe, 4 Scheibe, 4 Scheibe. Jawohl. Die kommen jetzt da oben drauf. So. Ich hoffe schon, dass ich es richtig rum aufgetue. Habe ich schon oder? Ja, haben schon richtig rum. Die haben auch einen leichten anderen Grauton. Habe ich das? Sagt man das? Die haben einen anderen Grauton. Die Scheiberl da. Das werden wahrscheinlich speziell gefertigte Scheiberl sein. Für genau das Modell oder für auch andere Panzermodelle in Grau. Deswegen, das merkst einfach irgendwie, die sind glatter, das ist irgendwie ein anderes Material. Keine Ahnung. Aber es ist jetzt nicht, es fällt nicht so krass auf, dass du sagst, was ist das für Scheiß. Aber es ist eine kleine Ungereimtheit. Vielleicht, aber mal warten, bis wir fertig sind. Vielleicht schaut es später nicht so schlimm aus. So, 1, 2, 3, 4 drauf. Und das Gussrahmen, gut, das ist ja, wie ich gesagt, speziell gefertigte Teile. Wir mal schauen, wie wir die da rauskriegen. Kann man es außer brechen oder muss ich sagen, nein, gingen super einfach außer, ohne dass irgendwas rückständig droh bleibt. Passt, da tun wir gleich beide raus. Ja, beide überhaupt nichts. Ist nicht so wie bei Warhammer oder bei Revell-Modellen oder sonst irgendwas, geht ziemlich easy. Und dann, jetzt müssen wir schon schauen, wo hinten und wo war vorne. So rum sind wir und das Ding gehört dann da aufgesteckt. Ja, es verdeckt im Prinzip das Technik-Zahnradl, das ausschaut wie das Zahnradl vom Modell. Sieht man das? Denke schon. Ja, gut. Das letzte Ding drüber passt. Und jetzt müssen wir das auf der anderen Seite, müssen wir das halt nochmal machen, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Gut, kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Was? Eins fehlt noch? Eins fehlt tatsächlich noch. Eins fehlt tatsächlich noch, nämlich das ganze erfordernde, das da. Fehlt noch. Das hätte ich auch sehen können, da haben sie absolut recht. Jetzt ist komplett. Tutto completo, bitte, danke, auf Wiedersehen. Ja, dann dasselbe Spielchen nochmal auf der anderen Seite. 1, da kehren 8 Stück eine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir das Zahnradl. No, wo geht's rein? In das zweite Lichern? Jawohl. Passt, wackelt und hat Luft. Dann brauchen wir wieder die Scheiberl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 müssen. Oder Hans? Hans 8 oder 7? Da ist das letzte. Passt. Dann geht das zweite zuerst drauf. Das liegt dahinter. 3, 4, 5. Ja, gut, welches, dass man da als erstes aufgesteckt ist, dann wurscht. Wenn die untere Reihe mal um ist. Wohl. Müssen sie die Dinger dran? Wahrscheinlich eher nicht. Also sie drehen sie schon, aber eher schwerfällig. Muss ich. Ja, obwohl, wenn man es sauber reinsteckt, dann drehen sie sich schon. Da fehlt nix. Da fehlt ihm nix. Wie ist das auf der anderen Seite? Da habe ich es nicht ausprobiert. Die unteren, die reimen ein wenig aneinander. Ich weiß nicht, ob sie die werden sie nicht dran müssen, nehme ich an. Okay! Okay, go! So, dann ist das jetzt halt einigermaßen parallel. Nein, das eine Zierzahnrad. Wenn wir noch ohne pumsen. Ob das ganz ohne gehört oder nicht, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ja, also da muss vorne nur ein kleiner schwarzer Zipfel. So, jetzt wird's dann lustig. 122 kleine Kettenteile. Ich glaub, dass ich gleich herscheiß. Da, 61 Mal. Das Ganze 2 Mal zusammenklipsen. Was der man da? Kannst du schon wieder da schießen gehen, ist ein Wahnsinn. So, das da, das haben wir schon gemacht, oder? Das ist einfach die anderen Seiten. Jawohl, haben wir schon alles um. Wunderbar. So rum geht's im Prinzip und wundervoll. So, wenn das nicht schon mal, das ist schon mal eine solide Basis. Solide Basis, einigermaßen schnell gegangen, wunderbar. Stellen wir mal den Teufel, stellen wir mal zur Seite. Stellen wir uns eine Haifall wieder zusammen. Wenn wir uns besser auskennen, den stellen wir da auf, damit. So, wunderbar. Wunderbar. 1:8 des Modells quasi. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Größenverhältnis ist. Steht auf der Schachtel. Auf 1:35. Ist zu klein, könnt ihr nicht lesen. Aber es ist ein Größenvergleich 1:35. So, jetzt wird's lustig und wahrscheinlich auch super spannend. Das hätte ich mir vorher denken können. Jetzt bin ich gespannt. Achtung. Jetzt müssen wir die Ketten zusammenstecken. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier hat. Wurstelt man es einfach einmal her da. Was? Das ist nicht symmetrisch gleich mit den Radl? Verfickte Scheiße ist es tatsächlich nicht. Verfickte Scheiße ist es tatsächlich nicht. Was euch für ein Scheißdreck auffällt? Was ist mit euch? Was ist mit euch? Dann steckt man es halt um. Leg mir am Arsch! Ich hab euch schon gelesen. Schluss. Los! Müssen wir mit denen zuerst anfangen. Hilft er nicht. Hilft nicht. Ist er gleich umbaut. Für was haben wir Zeit? Kinder, wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Heute ist Freitag. Es ist langes Wochenende. Möchtest du mehr im Leben? Frag ich dich. Möchtest du mehr im Leben? Außer dass jetzt, weiß ich nicht, der Willi unterm Tisch hockt und die anfaucht. Weiß es nicht. Helfen wollen wir. Das ist ja in Ordnung, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, für was habe ich denn eigentlich dabei? Jetzt ist das symmetrisch. Oder? So wollt ihr es haben. Ist das was? Zauberhaft.
Ja, für was hab ich euch? Ist ja klar, ist ja klar. So, jetzt wird's asozial. Jetzt bin ich gespannt, wie die Scheiße funktioniert. So, das Ding nach vorn und hinten dann das Ding einhakeln. Sag ich, das ist richtig. Von unten. Leck. Ja, okay. Ja, aber es geht relativ einfach. 3. Wie oft? 61 Mal. Okay. Könnt ihr euch dabei was zum Trinken holen? Ich lese dabei ein wenig in den Chat rein. So schaut's aus. Na, Tigeraugen. Was Tigeraugen? Was sie mehrer macht, am scheiß Ostersonntag nicht auf Muster. Was schreibt's nicht? Zeigt da. Zähl's am besten vorher ab. Ja, das stimmt. Sollte ich tun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Oder ich mache lauter so 10er-Dinger und miss einfach ab. Okay? Vielleicht schlauer. Hab ich euch gebackseatet. So schaut's aus. Lies doch noch mal vor, Alter. Was? Herr Marder! Merci für deinen Zwickel. Langs Wochenende wo? Ich will die ganze Zeit hackeln. Ja, Marder Sepp, das irgendwo, wer muss ja deine Donations finanzieren? Ich weiß jetzt auch nicht, was da... Weiß ich nicht, was mit dir schon wieder... Leute, also wirklich, wer übers Osterwochenende am Wochenende arbeiten muss, der hat irgendwas, weiß ich jetzt auch nicht. Dann musst du im Monat 6.000 Euro verdienen, aufwärts. Ansonsten sage ich, du hast die falsche Entscheidung getroffen. Das ist, so ist es, was ich sage. Marder, merci dir. So, haben das schon 10, nicht ansatzweise. Was haben wir noch? Austrian Lucky, der Chef, heute im Zuhör-Squad, weil ich mir nachschauen bald nicht mehr nachkomme. Die meine wird lästig, wenn ich nur noch YouTube schaue, Kopfhörer beim Nachtdienst regeln. Dann fühl dich GASMR grüßt. Merci für deinen Resub. Bratfettsepp, eine Legende besagt, dass lukrative Sausen beim Lego-Bauen hilft. Was? Lukrative Sausen? Was zur verfickten Hölle sind denn lukrative Sausen? Und heißt das wirklich lukrativ oder heißt das nicht lukrativ? Aber bin ich wieder behindert, kann das sein? Stimmt, soziale Berufe sind schon eine falsche Entscheidung. Das muss ja jeder selber wissen. Dann darf ich aber nicht jammern. Das ist der nächste Teil. Darf ich nicht jammern. Wenn man sich bewusst dazu entschieden hat. Alles, was ich dazu sagen kann. Und generell ist trotzdem eine schlechte Entscheidung, weil man da nicht gut bezahlt wird. Es ist einfach, muss man mengen. Ich sag's euch, was ist, ich jetzt nicht mengen. Bin ich so ehrlich? Gibt's auch asoziale Berufe? Ja, zum Beispiel Plastikflaschenhersteller bei Nestle sei. So, was haben wir noch? Giuseppe! Merci für den Euro. Bratenfett-Sepp übrigens auch nochmal merci. Ich hab den Panzer wegen dir auch und find den geil. Als nächstes kommt der Venator von Molking mit über 1 Meter Länge. Und ach ja, ich möchte einen Spendenaufruf sehen für mehr Nippelklötze. Das müsst ihr mir auch mal Special Greets an den Nachschau-Squad an dieser Stelle. Ich hab meinen Spaß da, es ist super gemütlich, es ist einfach mal was anderes, ja, was man halt sonst so tun. Und da ich für sicher nie Hobbygeschichten immer zum Haben bin, habe ich da gar kein Problem damit, wenn wir das öfter machen. So jetzt nicht ausarten, dass wir jeden Freitag so ein Ding zusammenbauen, weil dann wird es auch irgendwann langweilig. Aber einmal im Monat, einmal alle 2 Monate, irgend sowas, warum nicht? Lasset es mich wissen. Ab in die Kommentare, im Chat helft mir jetzt halt nichts sehen. Den kann ich im Nachhinein nicht mehr lesen, beziehungsweise das tue ich nicht. Ich schaue mir nicht 2 Stunden meines eigenen Streams so und lese mir dann den Chat nicht neu durch. Wann kommt der Klemmbau-Fend Bulldog? Gibt's? Gute Frage. Gibt's Klemmbausteine, Bulldogs? Vielleicht soll ich die da mal in die Hinter mal wieder her, damit ihr irgendwas seht. Das ist ein Wahnsinn. Wie schaut denn das sonst noch? Gibt's sowas? Ja, gibt's. Schickt's mir das gerne mal im Discord. Das würde mich interessieren, weil warum nicht? Also, wenn es einen Fend gibt, soll er bauen wir. Wenn er nicht 8.000 Euro kostet. Also, es soll sich halt auch finanziell einigermaßen im Rahmen halten. Das ist ja Irrsinn, was das Zeug kostet. Nur dazu weiß ich nicht, wo ich es hin tun soll. Aber ich sag das auch, wie es ist. Die Scheißburg Blaustein. Das war schon ein nettes Jahresprojekt. Wenn wir das öfter tun. Für nächstes Jahr vielleicht. Einmal ein paar einzelne kleine Modelle, wenn uns das Spaß macht und wenn sie das rentiert und
wenn es vor allem dauerhaft Spaß macht, dann, warum nicht? Da werden wir halt auch eine Zeit brauchen, das ist auch klar. Das ist auch klar. Nein, scheiße, ein Affiliate-Link da unten rein und wenn ihr die Modelle dann kauft, dann finanzieren sie die auch wieder und fertig. Außerdem, da brauchen wir nicht das Jammer noch fangen. So, jetzt stecken wir mal die Ketten zusammen. Wie viele Stückel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1. So, das sind 20, das sind 30, das sind 40, das sind 50, das sind 60 und dann noch 1. So, erste Ketten fertig. Und die, ganz ehrlich, die ist butterweich. Und genau so fällt es auch auseinander, wenn du es am falschen Eck nimmst wahrscheinlich. Aber, wenn die mal droh ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die halt... Ja, schaut gut aus. So, die legen wir jetzt einmal da her. Und weiter geht's. Habe ich sonst noch jemanden übersehen? Es tut mir leid. Herr Geizig, Philipp, merci für den Zwickel. Ich muss das Ding nochmal weg, kann ich nichts lesen. Merci für den Resub. Giuseppe Ferrari, ich hab den Panzer, habe ich schon gelesen. Free Frankie, mehr Nippelklötz. Ich brauche keinen, das ist vielleicht wahrscheinlich auch wieder ein bisschen falsch angekommen. Ich brauche keinen Spendenaufruf für Nippelklötze. Es ist ja nicht so, als hätte ich da keinen Spaß dabei. Schaut das, ich weiß nicht, was macht das für euch für einen Eindruck? Schaut das nach Arbeit aus, oder was ist denn das da? Das, was ich im Hintergrund gerade vorbereite, das ist Arbeit. Aber da können wir anders mal dazu. Sag euch, wenn es soweit ist. Hol dir mal einen Kobi-Panzer. Du, ich hab die Kobi-Sachen schon gesehen, aber da war kein elektrischer Motor dabei und so weiter. Darum habe ich mir gedacht, dann habe ich einfach den Mold King gesehen und der hat mir einfach am besten gefallen und dann habe ich gedacht, fangen wir einfach mal damit an. Ich bin herstellertechnisch, bin ich gern offen für alles, außer Lego, sage ich dir, was ist. So cool dieses Bruchtal vielleicht ausschauen will, 500 Euro zahle ich dafür nicht, das kannst du vergessen. Ich lasse mir schon eingehen, wenn so ein Modell 500 Euro kostet, aber dann muss es auch wert sein. Nicht weil Lego draufsteht und weil Herr der Ringe draufsteht, dann schreiben wir 500 Euro drauf. Muss nicht sein. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie gut das Bruchtal-Set wirklich ist. Vielleicht taugt es ja was, keine Ahnung. Teile technisch zu Preis-Leistungs-Verhältnis, bla. Der Herr der Steine hat es gereviewt. Ich habe mir aber das Video nicht angeschaut. Und ja, das säge ich mir jetzt schon wieder anfangen, hält der Steine an zum Schauen. Wenn man mir sie eine Sachen machen. Bratwetzepp, merci dir! Sollte Soßen heißen. Habe auch bald Schichtarbeit am Flughafen. In ein paar Wochen bald Nachschaussquad. Auwetzwack. Was für Flughafen? Bitte in den normalen Chat eine und nicht. Und bitte nicht per Donation. Mingerer Flughafen? Und was tust du da? Weil dann sehen wir uns vielleicht, wenn ich in Urlaub fliege. Darfst mir du an der Sicherheitskontrolle die Hosen halten, wenn ich meine Arme aufstrecken muss. Bluebricks hat auch Star Trek Modelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Star Trek Fan. Mir gefällt. Ich habe mir jetzt gedacht, was ist denn jetzt? Der Staubsauger zum Phono, bist du behindert, oder? Ob wieder zurück jetzt und gebe rüber unten. Bei Bruchtal geht hauptsächlich um die Minifiguren. Ja, okay. Das ist aber, ja, das ist halt mit den Minifiguren, das hat halt Sammler, spricht das halt an. Und das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so. Es muss schön ausschauen beim Hinstehen, wenn ich es halt hinstehe. Und der Tigerpanzer schaut einfach immer gut aus, ich möchte nichts anderes hören. Der kehrt die Teile zusammen, die runtergefallen sind. Wahrscheinlich haben jetzt die Hälfte Futter, wir werden es nie wieder finden. Obacht passen, Birger, es sind immer zu viele Kettenteile. Oh, okay. Ja, das findet man dann schon aus. Ich meine, die erste Ketten, die ich gebaut habe, die hat genau 61 Teile. Das messen wir dann einfach, wenn wir es aneinander halten, messen wir es aus. Und fertig. Wird schon. Wird schon. So, jetzt werden wir die da hinten noch mal ein bisschen vieren, damit die dann nicht wieder hinten runterfallen. Ja, aber es geht schon dahin. Ich glaube, ich habe die Hälften, ja, mehrere Hälften von der zweiten Ketten schon. Und ich glaube, das ist die einzige richtige Fließbandarbeit, die jetzt an dem Panzer zum Tor ist. Ansonsten muss man alles ein bisschen zweimal machen, weil er halt so symmetrisch ist. Was ich zuerst auch noch im Warenkorb gehabt habe, oder zumindest in der Beobachtungsliste, sagen wir es so, ein Corsair. Ich glaube, das war ein Kobi.
Ich glaube, das war ein Kobi-Modell, bin mir aber nicht mehr sicher. Und das waren in Anführungsstrichen bloß 300 Teile oder so oder 400. Und da habe ich mir gedacht, das sind vielleicht für den Stream ein bisschen zwing. Dauert nicht lang genug. Ja, ich soll ein so entspannter Stream, das ist auch der Plan. Das ist meine Abendgestaltung, auch meine hier, das ist ja klar. Ihr habt euch das gewünscht und wenn ihr euch hier das nochmal wünscht, dann bitte. Und da gleich schon wieder per Donation-Aufrufe machen, riech es bis daher. Aber lasset, Akku jetzt schon laden, das ist ein guter Punkt. Herr Vogel, das ist ein richtig guter Punkt. Das ist ein richtig guter Punkt. Wir haben da so eine Fernbedienung dabei. Das ist einmal die Frage. Warte mal. Da ist ein kleiner Schraubenzieher dabei. Haufen Plastikmüll ist halt. So, der 5000. USB-Stecker, den brauche ich nicht mehr. Da ist ein kleiner Baby-Schraubenzieher. Oh, den kann ich gleich in meine Baby-Werkstatt rein tun. Die Frage ist, was kann der? Was ist da drin? Da werden wir jetzt gleich mal reinschauen. Da werden wir jetzt einmal schnell reinluden. Lunzen, der wir da haben. Ist der magnetisiert? Nein, natürlich nicht. Was ist. Akku laden. Da kein Akku nicht drin. Warte mal, ich muss schnell mal schauen, ob ich hier eine kleine Batterien habe. Jawohl. Haben wir da. Die haben wir mit da. Der hat alles da, der gute Dude. Ich weiß zwar nicht, ob die noch voll sind, aber das. What? LOL! Wo kommt denn? Hä? Alter, der Ton kommt da raus. What the fuck? Absolut geil! Ja, aber wo kriegt denn das Ding einen Strom her? Ach so, dann müssen wir das. Oh. Der war die ganze Zeit eingeschaltet. Wie geht denn das? Na gut, dann müssen wir den dabei aufladen. Gut, dass du das sagst. Okay, alles klar. Ich komm gleich wieder. Der Chris aus Tirol, danke, jetzt habe ich mir wegen dir keiner haben wir für 190 Euro bestellen müssen, den was ich mir seit 2 Jahren einbaut. Merci für den Zwickel, viel Spaß beim Zusammenbauen. Passt merci für deine 25 Monate, extrem lame, das ist richtig passt das ist ein Wahnsinn. Timmy Boy, also ich bin Anlagenmechaniker und eigentlich voll zufrieden. Das Thema Beruf ist immer schwierig. Ist einfach immer schwierig. Habe ich da jetzt meine Kamera verkackt? Wahrscheinlich schon. Habe ich jetzt die Schrauben verloren? Nö, jetzt machen wir erst einmal das. Solange du wirklich mit deinem Beruf zufrieden bist, ist ja alles cool. Ich war es halt in meinem Fall einfach lang nicht. Und auch jeder da herin, glaube ich, liegt, wenn man ihm sagt, darfst du weiterarbeiten, wenn du das gleiche Geld fürs Nix da kriegen darfst. Und da glaube ich, da hat Freiwilliger jeder sagen, ja. Das ist der totaler Volldepp, wenn nicht. Das ist einem jedem bewusst. Das ist einfach ein Kass. Problem ist nur, wenn du den lädst, kannst du schlecht weiterbauen. Das stimmt, aber zumindest ein bisschen Strom geben, damit nichts passiert. Was ist jetzt da wieder? Bratenfettsepp! Bin dann tatsächlich am Flughafen München bei der Sicherheitskontrolle. Vielleicht kontrolliere ich die dann witzig. Da bin ich gespannt. Letztes Jahr, wenn wir erstmal merci dir, ich habe jetzt wieder nicht in den Chat eingeschaut, das hätte keine Donation sein müssen. Ab wann? Spam einen Chat zu, ich versuche es zum Lesen. Also ich fliege auf alle Fälle, ja, im Laufe des Jahres fliege ich und ja. Wir werden sehen. Letztes Jahr hat mir ein Sicherheitsbeauftragter meine Hosen halten müssen, weil es ansonsten einfach Adios gesagt hätte. So, jetzt kann man mal schnell eine kurze Kontrolle machen, wie lang die Ketten ist, wie viel das noch fehlt. Ja, viel fehlt nicht mehr. Seht ihr das? Ja. Schaut gut aus.
1, 2, 3 Teile fein noch. 1, 2, 3. Die stecken wir jetzt so einzeln zusammen und dann kommen. Gut, ob es die Ladephase da jetzt bringt, wenn wir jetzt mit dem Panzer wieder weitermachen müssen. Ich glaube das nicht. Na, jetzt halt mal. Scheiße, was war jetzt die richtige Ketten? Was waren jetzt die richtige Ketten? Die obere oder die untere? Fuck. Meinte vorhin übrigens, dass der Ketten quasi ein Achtel der Teile vom Modell sind, nicht 1:8. Okay. Die untere. Und er schreibt oben und die untere. Dann machen wir jetzt so. Dann machen wir es jetzt so. Tipp. Und jetzt sind es genau gleich lang. Und wenn die Ketten zu lang ist, dann merkt man das sofort, wenn wir die jetzt da rundherum deren. Und ja, es sind mehr Ketten, sehr viel mehr Kettenbauteile da. Ich meine, schaut mal die so, das sind ja 20 Die kehren wir jetzt da mal auf die Seiten. Wenn es wirklich ist und wir brauchen keinen mehr, dann schmeißt man es halt weg oder lässt man es in einem kleinen Tütel drin oder wie auch immer. So, jetzt drückt man da noch mal drauf, dass die alle sauber beieinander sind. Ja, ein paar Mal klipst schon noch. Okay. So, dann können wir den Panzer schon wieder abstecken. Ah, das hat es natürlich voll gebracht. Was ist denn mit dem scheiß Staubsauger? Jetzt bleib wieder mal da drin! Du Trottel! So, jetzt bei so. Und jetzt gehört die Ketten. So steht der Panzer. Ja, das seht ihr schlecht, weil es da so ein wenig herspiegelt. Ja, dann gehört das da. Wieder. Okay. Warte mal. Haben wir das da schon so drüber? Alter, das. Wie passt genau, dass das da einschnackelt? Ist vielleicht schon interessant. Ja, passt genau. Passt genau, würde ich sagen. So, jetzt klippst du mir das da unten zusammen. Das ist schlimmer wie ein BH auf und zu mal. Ist schon beieinander. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, als würde. Haben wir da mal. Habe jetzt nicht. Also ein wenig halt durchhängen muss die Ketten, ja. Ob so viel durchhängen muss, weiß ich nicht. Ist zu lang? Weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Weil die muss ja locker sein, damit sie sich drehen kann. Und jetzt drücken wir da mal an. Und das tut sie. Ziemlich gut sogar. So. Wieder sagen, das passt. Und wenn nicht, dann werden wir es schon herausfinden. 30 eine Glieder. Glieder. Da außer da ist jetzt nicht der große Stress, würde ich sagen. So, diesmal machen wir es andersrum. Die geht wahrscheinlich einfacher. Jawohl, ist schon dran. Ist schon dran. Und da ist in der Mitte von der Ketten haben so kleine Zahnradl halt dran und Lecherl und da fährt genau das eine Zahnradl rein und dann schaut es wieder so aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus! Sollen wir mal einen Drive-Test mal? Achtung. Achtung, Drive-Test. Absolut feierbar! Alter, wie geil! Das ist der 4000 km/h Erika Panzer. Aber man kann unterm Fahren nicht lenken. Also du musst in der Richtung zielen sozusagen und dann. Oh. Absolut geil. Das ging schnell. Alles klar, ich bin sofort wieder 6 Jahre alt und es ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Geil. So, ausschalten. Ausschalten, Batterien sparen, das müssen wir nachher. Ja, müssen wir nachher, wenn er fertig ist. Das da wieder umeinander gedüst. Ich bin gespannt, was. Ich bin gespannt, was. Was Hund dazu sagen. Hund oder Katzen. So, nächste Seite. Haben wir schon lange nicht mehr umbleibt. Das ist alles, was ich weiß. Alter, was müssen wir denn da jetzt für ein Konstrukt zusammenbauen? Was zur Hölle ist das denn? Ja, gut. Dann müssen wir wieder zusammensammeln. Wird nicht anders helfen. Der haben einen Panzer mal auf die Seiten. Der haben wir da her. So. Ja gut, es schaut aus, als hätten wir jetzt dann die Platten da brauchen. Hoppala, da hat es mir eine Kuppel rausgedroschen.
Baust du den im Stream komplett? Ja, sicher. Zumindest soweit der Plan. Wie spät ist es? Es ist viel noch 9. Also 2 Stunden. Ich hätte jetzt mal gesagt, so die Grenze ist so 11 ungefähr. Dann schauen wir mal, wie weit das wir sind. Wir werden sehen. Da machen wir schon ein paar Meter. So, das ist ein 2x12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ein 10er. Dann haben wir, da müssen irgendwo anders längere Platten sein. Müssen irgendwo anders längere Platten sein. Kann man damit schießen? Schießen kann man nicht. Stream ist gerade ein bisschen lags. Was? Stream lag? Weiß ich nicht, was da los ist. Hallo? OBS zeigt, oh, es ist alles gut. Und falls wir jetzt wirklich in 2 Stunden überhaupt nicht ansatzweise fertig sind, dann machen wir halt später irgendwann nochmal. So, ist dieser 12er Platten? Bin ich blöd oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, es ist gut. 12er Platten. Wo ist denn da noch 12er Platten? Diese 12er Platten. Diese 12er Platten? Nein, das ist auch keine 12er Platten. Der kurze? Ich finde die 12er Platten nicht. Aber was ist die im 2er Bagel drin? Und es sei denn, wo sehe ich denn, wann ich die 2er Platten brauche? Die 2er Packung brauche. Weiß man das? Weil da. Warte mal. Okay, halt dein Maul, Bürger. 1, dann brauchen wir ein 12er. Dieses 12er, nö, ist nicht. Dieses 12er, ja, das brauchen wir und das brauchen wir. Das heißt, wir bauen da jetzt das so. Dass oben und unten 2 Nippel ausschauen. Jawohl. Und das Ding so. Das schaut schon mal gut aus. Wunderbar. Dann brauchen wir einen Reihen-Dings. Der ist mit 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir. Dann 2 kleine 4er-Platten. Da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr kennen, was wir wollen. Die ist da. Und die zweite. So. Du, wenn wir heute nicht fertig werden, dann machen wir das nächste Mal weiter. Das ist ja mir wurscht. Das ist ja mir wurscht. Und zweimal mit so einem kleinen Henkel. Da immer der Henkel für einen Sinn hat, das werden wir wahrscheinlich gleich rausfinden. Bitte, danke. Bloß, er ist ein bisschen schwierig zu finden, der zweite Henkel. Henkelsepp! Henkelsepp, wo? Ich kann ihn nicht finden. Der Hallo Daso schreibt, macht Spaß bisher. Ja, super, awesome. Ich bin für so einen Scheiß immer zum Home. Es ist ja im Prinzip ähnlich wie Warhammer, bloß für euch auch viel leichter nachzuvollziehen. Also warum nicht? So, sagt irgendjemand das drum zufällig rumliegen? Linker Haufen ganz unten, tatsächlich da liegt's. Wer war das? Der Funktratzer. Gut gemacht, mein Herr. So, dann kehrt das Ding. Wie kehrt jetzt das? So. Oder? Naja, sechs schon. Dann kehrt das, der Vierer kehrt da auf. Der Vierer kehrt. Hoppala. Da, recht stabil ist das nicht, aber ich hoffe, das wird später dann noch besser miteinander verbaut, dass das wieder auf ein Level kommt da. So. So, dann haben wir da das Blatterl, jawohl. Dann brauchen wir nochmal einen flachen 12er. Ist der da, jawohl. Und 3 mal einen 6er. 5, 6. Haben wir es schon da. Und das kommt, ja, habe ich mir doch gedacht, das wird dann oben nochmal verstärkt, damit nichts sich runterbräseln kann. Und dann kommen die 2 6er so drauf. Hoppala. Ganz beieinander. Schön alles sauber zusammen, den werden wir mich nie wieder auseinanderbauen, sag ich dir, was ist. Nie fucking wieder. Haben wir, und dann der dritte, wo gehört der hier? Der gehört da mit da sein. Okay. Very good, very nice. Nächster Bauschritt. Dann haben wir einmal so ein glattes Viereck, dann das komische Ding da. Was zur Hölle ist das? So ein 2 auf 2 Ding mit einem Loch drin. Ist das die? Ah! Gefunden. Dann
2 auf 1 flach. 2 auf 1 flach sehen. Ich habe doch vorher schon mal gesehen. Da haben wir es. 3 Stück. 3 Stück haben wir da. Das ist ein Stickerl, das habe ich noch nie in meinem Leben nicht gesehen. Schaut aus wie so ein, wie die Straßenaufsichtkelle von der Polizei, die es für Lego-Figuren gibt. Und das so. Obwohl. Oh, das brauchen wir zweimal. Brauchen wir zweimal. Weiß nicht, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, diesen. Weder in einem Video noch sonst irgendwo. Zweimal, 2, 1, 1, 3, 2. Jawohl, Hammer. Dann. Okay. Dann muss man mal schauen. Let me have a look. Das geht wahrscheinlich genau da mitten rein. Jawohl. Da einer. Wenn, dann machen wir schon gescheit. Wenn, dann machen wir mir das schon gescheit. Dann können die Dinge an 2 Plots. Da bin ich gespannt, was die für eine Funktion haben. Oder mir jetzt gerade noch gar nicht ausmalen, was das ist. Vielleicht haben sie aber auch bloß Kanonen. Und sei, dass das die Front ist und das da vorne 2 Kanonen sind, die man dann sogar hin und her drehen kann. Nette Idee, nette Idee. Deswegen wahrscheinlich auch die flachen Bricks da hinter den Dingen, damit sie das bewegen kann. Haben wir es. Dann so eine Abschräge. Das ist aber eine kurze Abschräge. Wir brauchen, glaube ich, eine lange. Das ist die Frage. Na, zuerst haben wir da hier unten. Dann brauchen wir nochmal so ein 2 auf 2, 2 auf 2. Der kommt dann. Kommt denn dahin. Ja. Dann haben wir so. Hoppala. Ja, und schon brechen Kanonen ab. Was heißt abbrechen? Gehen nicht vom Nippelklotz, aber. Dann haben wir so komische Lüftungsschlitz. Wo immer die. Sagt man die später, oder was? Das? Ja. Schon, dass man das sehen kann. Wunderbar, wunderbar. Okay, und dann 2 Zweier. Einmal so um. Und. Hoppla. Und einmal so um. So, habe ich schon wieder irgendwelche Donations übersehen. Bratenfett-Sepp! Ab circa 1.6. habe ich keine Schulungen mehr, fahre aber circa eine Stunde mit dem Auto hin, kein Bock. Liest meine Chatnachrichten nicht. Es tut mir so leid. Bringt's ihm erst wieder den Zwickel. Bratenfett-Sepp, ich lese generell, ist ein bisschen schwierig, sich da gleichzeitig auf den Chat zu konzentrieren. Dann noch einen zweiten, dann gibt's Community Roboter Nippelklötze Battle. Irgendwie müsste man einbauen, dass er schießen kann. Ja! Dann bist du definitiv schon angestellt, wenn ich das nächste Mal am Flughafen bin. So, dann kommt da vorne das abgeflachte Ding. Danke dir übrigens. Schluss jetzt. Die guten MG, wo sie runterfliegen. Ja, das sind die guten deutschen MGs. Die fliegen halt runter. So, das sind jetzt ein paar so Sonderteile mit so einer Schräge. So ein Ding, das habe ich auch in meinem Lebtag noch nicht gesehen, mit so einer Spitze. Ich hab's schon gefunden, das drum. Gehört da auf den einzelnen auf. Ich weiß nicht, was das soll. Man kann das dann wahrscheinlich. Man darf gespannt sein, was auch immer das da ist. Keine Ahnung. Und dann so Einlinge mit. Warte mal. Ist Klump da. Da brauchen wir 4 Stück. Wo kommen denn die hin? Alter, wo kommen denn die überall? Kommt da eins auf. Kommt wahrscheinlich symmetrisch auf der gegenüberliegenden Seite eins auf. Da in der Mitte noch eins her. Und auf die Kanonen drauf. Offensichtlich. Auf die Kanonen drauf. Wo ist die an die letzten 2 Stickerl? Da an die letzten. Da an die letzten Stickerl. Und wo muss das hinzwang? Nach hinten. Nach hinten. Ja, gut aus. Schon haben wir wieder ein paar Meter gemacht. Das kurze Ding können wir dabei weg tun mit der Abrundung. Das werden wir wahrscheinlich gleich brauchen. So, und schon sind wir auf Seite 16. Freunde der Sonne. Mal Zwischenfrage. Wie findet ihr es so? Das ist einmal ganz was anderes. Ich weiß nicht, ob das in mein Stream-Konzept passt. Das müsst ihr mir sagen. Mir macht Spaß. Weil ich sitze da und spiele Lego. Also, darf ich nicht sagen, Entschuldigung. Ich sitze da und spiele Panzer bauen. Was soll ich sagen? Ich habe Spaß. Was sagt ihr? Ich finde es eigentlich nette Abwechslung. Darf man halt wahrscheinlich bloß wieder ja nicht so oft machen. Ja, nicht so oft machen, sonst weißt du das eh.
Dann biege ich wieder ab, ihr biegt ab. Gut, was heißt wieder abbiegen? Haben wir mir jemals groß von irgendwo abbogen? Ja, gut, von Videos, wenn man so will, nach 5 Jahren mal. Das ist aber auch okay, kommt auch wieder. Freddy, Bus bauen! Birger, Panzer bauen! So, und jetzt brauchen wir diese langen Dinge. Und da habe ich noch kein einziges, nicht sonst irgendwo. Doch, da haben wir weh. 1, 2, 3, 4. Und dann kann man sich beim nächsten Mal vielleicht auch ein bisschen überlegen, ein bisschen besser, wie dieses Setup da ist, mit Schüssel und so weiter. Dass ihr da vielleicht auch ein bisschen besser was seht. Ich bin übrigens auch sehr gerne offen für Vorschläge. Hey, mach das mit der Kamera doch so, mach doch so. Weil ich stecke ja nicht, wie soll ich sagen, ich schaue mir ja nicht selber zu, was euch stört, was gern besser gesehen hättet, was es ist, der Sound scheiße ist, ist die Hintergrundmusik scheiße. Alles, let me know. Für das machen wir die Gaudi da. So. Das schaut mir jetzt an, als wäre es das Heck hinten. Das sind so, was sind denn das? Sind das Tanks oder keine Ahnung? Ich hätte fast gefragt, ob ein Panzer Tanks hat. Natürlich hat er Tanks, wie soll denn sonst fahren? Ist mir schon klar. So, dann brauchen wir zweimal dieses Stück. Ein Stückle. Was schreibt Leute? Passt gut, mega das bauen. Am Bausteiner bauen ist immer gut. Das ist, ja, oder der Auspuff. Ja, Auspuff kann das nicht mal. Sprenge, haben sie wahrscheinlich wieder mal recht. Wie leider Gottes immer irgendwie zu oft. Dann brauchen wir das Ding da 4 mal. 2, 3, 4. Und dann brauchen wir die Ohrlinge mit so einem kleinen Stipsel drauf. Dann auch Steine, die schauen aus, als wären es speziell für dieses Modell gemacht. Die habe ich noch nie gesehen. Fuck, das ist ganz weit hinten runtergefallen. Das ist ganz weit hinten runter. Kinder, ich komme gleich wieder. Ich muss einmal kurz unter den Schreibtisch runter. Kann sein, dass Forever Gone ist. Komm gleich wieder. Ich hab's! Easy! Easy! So, wo geht der Schund jetzt hin? Ist die eigentliche Frage. Alter, was ist denn das für... Okay. Wie rum müssen wir es denn eigentlich halten? So rum müssen wir es halten. Dann kommt das. Kommt das? So da drauf. Da drauf die 2 kurzen Pipperl. Kommen da drauf. Das lange Pipperl gehört wahrscheinlich da so. Ja, haben wir es schon. Ja. Man ist wie Radlfahren, Lego bauen verlernt man nicht. Das Modell ist übrigens für 8-Jährige. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meinem 8-jährigen Buben einen Tigerpanzer bauen lassen darf. Ja, eigentlich schon. Gibt es da Probleme? Hätte da irgendjemand Probleme damit? Ich meine, mit 8. Mit 8 habe ich fast Resident Evil gespielt. Ich meine, mir stimmt sowieso was nicht. Aber weißt du sehr, was es ist. Aber nicht an den Kopf haben. Nichts passiert. Verbesserungsvorschlag, Doppelpunkt. Philipp der Flagge, da musst du was schreiben. Oder habe ich einen Witz nicht verstanden? Umso früher man damit anfängt, umso besser ist es eigentlich richtig. Umso früher, dass man mit Panzerbauen anfängt in Deutschland, desto besser! So, damit das gleich einmal klargestellt ist, ich mag keinen anderen Ton nicht hören. So, jetzt brauchen wir, wo haben wir überhaupt? Da haben wir, das schaut gut aus, da haben wir, das haben wir erledigt, das schaut auch ziemlich stabil aus und jetzt brauchen wir das da. Das ist eine 2x3 Platten, die oben glatt ist. Ich sehe aber nicht mehr. Gut, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ah ja, da haben wir eine, 2. Dann so ein L-Stück, ich nenne es jetzt einfach mal L-Stück, auch glatt und dann 2 mit so Figurarmen ohne Daumen. Und das gehört offensichtlich irgendwie so. Einmal. Wahrscheinlich dann zweimal, nehme ich an. Ah ja, und einmal oben. Okay, einmal. Und das L-Stück, wo gehört das drauf? Das gehört. Ah, das verdeckt das da wieder. Was man mit dem Ding auch alles bauen kann. Es ist so eine simple Scheißidee. Wo gehört diese hin? Ach, das Ding. Und auch alles bewegen und so.
Es ist so eine simple Scheiße und es ist so beruhigend und so angenehm. Und einfach auch einfacher als Warhammer. Ja, und dauert nicht ganz so lang. Eigentlich schon cool. Ich hoffe es schwer für euch, dass ihr diesen Scheiß-Stream mit fucking Likes und Comments zurscheißt, damit ich schon fast gezwungen bin, weiterzumachen. Was ist eben? Habe ich heute schon um Likes gebettelt? Eigentlich nicht. Ein deutscher Panzer mit Liebe, nicht mit Benzin, fährt mit Liebe, stimmt, und mit Sachen, die ich nicht sagen darf. Und er fährt auch ein bisschen mit Sachen, die ich nicht sagen darf. Ich hab gar nichts gesagt. So, da hier unten sind wir. So, die sind wahrscheinlich, was ist denn das da wahrscheinlich? Das sind halt, wie nennt man das? Drehschleiderschutz. So. Das komische, der Zweierstecker da mit so einem komischen kleinen Loch drin. Ist das der Teufel da? Ja, freilich ist der Teufel da. Da müssen wir das so machen. Jawohl. Wenn man das ein bisschen besser erkennt, wie das Ding ausschaut, tut man es eher leichter. So, das ist einmal das da. Dann brauchen wir zweimal den blauen Teufel und wieder so einen komischen Stecker, den ich auch noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß ja nicht, ich habe jetzt auch schon seit 25 Jahren kein Lego-Technik mehr in der Hand gehabt. Der ist Abgrund und hat unten Stufen, halb Plattenhöhe versetzte Dinge. Ding, alle. Mach mal Ding jetzt. Wo ist der zweite? Ich finde den zweiten nicht. Hallo? Zweiter. Da ist er. Haben wir ihn schon. So, dann können die Dinge eingepimmelt. Auseinandergefallen. Entschuldigung, ich hab's kaputt gemacht. Entschuldigung, hab's kaputt gemacht. Einmal so. Und einmal so. Wunderschön. Und dann, wir kennen die Dinge auf. Das check ich jetzt nicht ganz. Das check ich jetzt nicht ganz, wie der zweite Starter aufgeht. Ist eigentlich das da groß genug für euch, dass ihr was seht? Wie die Ärzte schon gesungen haben 1993. Friedenspanzer. Ja. Mich schaut es so an, als wäre das die Verstärkung, nur damit es nicht abhauen kann. Gehört es so? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Das ist halt nur die Befestigung. Ich glaube, das passt schon. Es spiegelt überhaupt nicht, ist hier nichts zur Pimmelung. Wie ist denn das, wenn der Tigerpanzer jetzt so klar ist? Ist das dann ein Handpanzer? Ihr seht gar nichts, das ist klar. Rentiert sich das? Es spiegelt so krass. Ich probieren. Weißer. Besser? Überhaupt kein Unterschied, oder? Schlechter! Okay, geh wieder. Tschüss. Okay, bye! Machen wir wieder so. Vielleicht, warte mal, da kommen wir ein bisschen dagegen, wenn da was unterlegt, hä? Wenn wir da mal was unterlegen. So? Besser? Jetzt ist es eigentlich wieder, es ist halt jetzt wie vorher, bloß dass man da was untergelegt hat, und jetzt glaube ich spiegelt es nicht mehr so stark. Kann es sein? Besser, das wollte ich lesen. Das wollte ich lesen, Kinder. So, Bauteile zur Seite. Zur Seite, Seite, Mitte, Breite, Seite, Mitte, raus. Was? Yo! Dann brauchen wir ein L-Stück. Und zweimal so ein Gitterteil, sonst habe ich auch noch gar nicht gesehen. Doch, da haben wir eins. Und da haben wir eins. Und dann brauchen wir das komische Tschernobyl-Ding mit dem Loch an der Seite. Brauchen wir nochmal zweimal. 1, 2. So. Und was ist jetzt das da? Ach, wir haben ja noch da hinten. Birger, du Vollidiot. Da machen wir so. Das muss 4er stehen. Mit dem wir zweimal die Gitter da verknipsen. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und dann durchs zweite Loch kommt das L-Stück. Aber nur eins, oder wie? Anscheinend schon. Oh, unser kleiner kurzer Pin. So einen kurzen grauer Pin brauchen wir noch. Den müssen wir. Jetzt ist die Frage, kommt der unten rein oder kommt der. Ah ja. Ja, passt schon.
Haben wir schon. Haben wir es schon. Dann haben wir das Ding. Ja. Das Quadratteil und 4 blaue Stecker. Jetzt gehen ja langsam die Pins aus. Also ich weiß gar nicht, was man da jetzt eigentlich, das geht jetzt ziemlich fix, wie das Zeug auf mir fortgeht. Das ist nicht richtig. Pin 1. Pin 2. Und Pin 3 und Pin 4. Haben wir. Ich hätte das Ding genommen. Oder eine. Haben wir schon jetzt ganz durchgeschoben? Ich glaube schon. So, und jetzt müssen sie das eigentlich rühren können ein bisschen. Das hat jetzt ein bisschen Spur und wird durch den dann gestoppt. Was auch immer es werden mag. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. So, kurzer Pin. Da kommen wieder da so eine. Selbe Spielchen. Das wird jetzt auf der anderen Seite wahrscheinlich einfach bloß zugemacht. So. Voll. Jetzt hat es wahrscheinlich. Ja, es hat ein bisschen. Ich weiß nicht, was das werden soll. Das kann man bloß. Weiß ich nicht. Dass wir im 10, 15 Grad Winkel abwinkeln. Was auch immer es werden mag. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Was haben wir jetzt das da eigentlich braucht? Habe ich das nicht braucht da? Habe ich irgendwas vergessen? Also ich bin für Überstund. Wer ist dabei? Der Schleudersitz. Ja, kann der Schleudersitz sein, ja. Da haben wir es braucht. 1. Nächster Bauschritt ist das da. Brauchen wir 1x3. 1x3. 2x3. Dann das da mit dem komischen kleinen Lecherl brauchen wir auch noch einmal. Und habe ich doch vorher schon in der Bratzen gehabt. Da ist. Jawohl! Wundervoll. Dann bauen wir die Dinger zusammen. Ja, das Lecherl gehört an die Außenseite. So und so. Und jetzt gehört das Ding irgendwie da reingesteckt. Sehe ich das richtig? Ja. Das sehen wir mir absolut richtig. Was auch immer das wird. Ich frage mich, wer sich diese Modelle ausdenkt. Das ist ja völlig gestörte Scheiße. 32 und 33 einfach übersprungen. Habe ich überhaupt nicht übersprungen. Da. Habe ich nicht. Habe ich nicht übersprungen. Wer hat das geschrieben? Der Dragon Cry. Habe ich nicht. Da ist fertig. Also was heißt fertig? Das ist genau, wie es sein soll. Warum steht jetzt an dem Stab nicht dort, wie viele Löcher das er hat? Aber ich glaube, es ist der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawohl, hoppala. Nehmen wir so. Dann gehört der in die oberen 2 da so reingesteckt. Und da so reingesteckt. Oh, sorry, habe ich nicht gesehen. Herr Dragoncry! Oh, müssen Sie aufpassen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das wird das, wo das Panzerrohr reinkommt. Ah. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn, dass sie das bloß, wenn das jetzt vorne da so aussteht, dass sie das bloß so weit neigen lässt. Das macht Sinn. Sehr schön beobachtet. Nächste Seite. Oh, jetzt geht das Ding schon ohne gebaut. Schau, einen Arsch haben wir gebaut. Einen Arsch haben wir gebaut. So, wie geht jetzt das so umdrehen, oder was? So und an unser etwas größeres Tankstück befestigt. Sehe ich das richtig? So. Und dann da so ohne. Das ist halt, da kommt doch nicht Kanon ohne, oder? Das ist doch der Arsch. Das ist doch der Arsch. Was ist denn das am Arsch? Oder? So rum geht's. Das Bild. Oder? Das ist der Tigerpopo. Das ist tatsächlich der Tigerpopo. Und jetzt geht das dann da an unser Gerät ohne baut. Aber warum kann sie das bewegen ein bisschen? So. Einfach weil es kann, oder was jetzt auch nicht? Okay. Wir bauen es jetzt an den Tank ohne. Ich nehme mal an, das sind genau diese 2 Aussparungen da. Ja, genau. Hoppla. Ja, ist nicht ganz genau. Oh, das fügt sich schon ziemlich krass genau da ein. Leckt mir am Arsch, okay? Jetzt halt. Wo ist dran? Da hat der Tiger einen Arsch! Hoppo! Da war ich komplett verkehrt. So, das ist der Trägschleiderschutz.
Drehschleiderschutz. Ich bin nur am überlegen, ob die Ketten nicht weiter reingehört, aber ich glaube nicht. Glaube nicht. Wenn ich das da so richtig sehe, dann laufen die Ketten tatsächlich auf den Radl. Na gut, wir werden sehen. Auf alle Fälle nimmt schon vor mir noch. Langsam sicher nimmt es vor mir noch. Die Tadeln sind doch falsch oder täusche ich mich? Was? Die Tadeln? Was für Tadeln? Also von hinten schaut es schon stabil aus. Hätte ich jetzt sagen. Die kann man halt bewegen da. Passt schon. Jetzt ist mir die Ketten gerissen. Scheißendreck! Ketten wieder zusammenbaut. Wundervoll! So, Bauschritt 37. Ich nehme mal an, das ist der eine ganz lange. 1, 2, 3, 4, 5 blaue Pins. Einen schwarzen Doppelpin. Dann nehmen wir den Grippe. Und dann kehrt in 1, 2. 2 kehren freilassen, schwarzer Pin. Und dann kehrt von der Seite eingegangen und durchgesteckt. Ja. Einer freilassen. Ja. Und noch einer freilassen. Schaut gut aus. Ja, aber so geht's. Dann haben wir einen kurzen. Das glaube ich ist ein Simmer. Wenn ich das richtig sehe, ist das der richtige. Jawohl. Und dann brauchen wir den wahrscheinlich auch zweimal. Richten wir gleich her. Und einen mit 3 Löchern. Da hinten. Der kehrt dann Achsen noch durchstecken. Was für Achsen noch durchstecken? Was für Achsen noch durchstecken? Ach, die. Oh, okay. Ja, ich schau gleich. Ich glaube, ich habe was vergessen. In dem Schritt da. Das Ding da. Die schwarzen. Ja, machen wir gleich. Schick gesehen. Hätte jetzt einfach gnadenlos übersehen, sag ich dir, was ist. Haben wir nicht Stäbel im Kruzifix? Da haben wir. Dann kehrt der Drilling da auf. Jawohl. Und der lange kehrt da oben. Und dann schaut das Ding aus, wie es ausschauen soll. Ist jetzt im Prinzip dieselbe Bauweise wieder, wie wir da angefangen haben. Beim Anschinden. Bloß ein bisschen größer. So, wir müssen diese Achsen da noch durchschirmen. Wo passen denn die eine? Ah, tatsächlich. Man sieht es wahrscheinlich nicht gescheit. Die Achsen, die da noch außen steht, wo wir jetzt da eine schirmen. Oh. Ah, dann braucht es ein bisschen Kraft. Da geht Ketten gern kaputt. Ja, auf alle Fälle kann sich der anspielen ein wenig. Ja, kann einfach ein wenig wackeln und das ist auch offensichtlich gewollt so, weil da Klenker dran sind. Warum auch immer. Keine Ahnung. Damit vielleicht das Modell ein wenig flexibler ist oder was weiß ich denn. Was weiß ich, Schale? So, brauchen wir wieder Steckerl. Ein Zweier. Dann so ein Einser mit einem Pipperl dran. Einser mit einem Pipperl dran. Dann ein ganz einzelner. Haben wir überhaupt schon einen einzelnen gesehen? Nein. Ein ganz einzelner. Und so ein, da ist so eine Art Schraubenschlüssel dabei. Da bin ich jetzt gespannt. Den müssen wir jetzt mit zusammenbauen. Und zwar. Oh, macht vielleicht den Eindruck eines Rücklichts oder was wird das? Was wird das? Wir wissen es nicht. So. Okay. Das ist winzig. Wo gehört das jetzt hin? Da so unten rein oder was? So. Natürlich. Ist aber nicht sehr stabil. Wenn man mit so einem Klötzchen ist das aber nicht sehr stabil, muss ich sagen. Ja gut. Lassen wir es mal so. Es wird doch ein Tiger, ein Panzer 4 hat nicht so einen Arsch gehabt. Das ist wegen der Machbarkeit für die Winkel nicht anders machbar. Das ist wegen der Machbarkeit für die Winkel nicht anders machbar, schreibt der Proxy. Als nächstes Tieflader bauen für den Transport. Speditionen sind teuer, das ist richtig. So, oh, das gehört eh schon gleich in dem Panzer integriert, offensichtlich. Müssen wir den jetzt ein wenig umdrehen. Und dann gehört das Ding da so in die ganzen Löcher da an der Seite rein. Okay. Das heißt, jetzt machen wir mal so.
optimal. Ist schon drin. Ist schon drin. Ah, wird schon von oben leicht zugebaut. Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dasselbe Ding nochmal bauen. Ja, genau. Dass wir dasselbe Ding halt parallel dazu nochmal bauen müssen, ist eh klar. Bloß halt auf die andere Seite nochmal. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Das ist, du machst halt alles im Prinzip irgendwie immer zweimal. Ist jetzt beim ersten Mal nicht schlimm. Ah! Ist noch runtergefallen, hab schon gefunden. Hab schon gefunden. Jetzt nicht Hose gehen, hab schon gefunden. So, dann ein 2 freilassen, durchgeschissen. 1 freilassen, durchgeschissen. Und ins vorletzte eingeschissen. Drin geschissen. Dann brauchen wir wieder das gleiche Graffi. Ein einzelner. Jetzt brauchen wir einen einzelnen. Jawohl. Wieder den Schraubenschlüsselding. Dann 2er. Und einen mit so einem Pippball vorn dran. Machen wir es so. Einzelner zusammengeschissen. Drehen wir das so. Das Ding wieder eine. Dann haben wir den Drilling und den Fünfling. Der Drilling geht da auf, der Fünfling oben. Wieder gescheit durchgesteckt, damit das so Hand und Fuß hat. Nee. So, wie genau gehört das jetzt? Da gehört der hin. Okay, den haben wir falsch rum aufgepickt. Nur mal einmal drehen. Einmal drehen, bitte! Dann kehrt er in den Panzer. Bitte einmal in den Panzer einführen! Am besten gerade, damit du das nicht mit Gewalt machen musst, Birger. Ist er schon drin. Ist er schon drin, der Grippe. Wenn wir die Teller noch ein bisschen nachdrücken, weil da ein paar außerstehen. Alles glaube ich gehört also. Oh. 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 Okay, nur die Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Da ist jetzt halt ein wenig von Nacht. Da irgendwas falsch gebaut. Irgendwas haben wir da falsch gebaut. Das sagt der, was ist. Irgendetwas haben wir hier falsch gebaut. Jetzt. Wacht. Da ist halt jetzt das Problem, dass das Ding nachgibt. Jetzt kannst du das im Ganzen nicht mehr gescheit aufstecken. Aber gut, geht schon. Ist gleich um. Okay, um. Nein, ist nicht um. Wie man das jetzt da? Kruzifix! Klump angeschissenes Dreck! Drücken dann gleich mit Gewalt zusammen und dann können wir von vorne anfangen. Stream beendet, nie wieder Lego zusammenbauen, okay, bye! Ja, okay. Müsstet gehen. Müsste. Ganz schlecht! Ist da wieder unten ohne. Sag mal, wer hat denn das? Wer hat denn das konzipiert, Mann? Was für ein Trottel! Ich raste aus. Ist das jetzt da dran? Nein, ist nicht! Kruzifix! Mei, oh mei, was ist denn das für eine Konstruktion? Was für ein Trottel macht denn so einen Scheiß? Aber vorher auch, sag ich noch.
Ist aber sehr instabil, wenn da bloß ein Stornteil dran ist. Wer soll denn das halten? Wie soll das halten? Und hinkommen tust du halt auch nicht mehr. Klumpbock-Schissens. Da, das meine ich. Das kleine Ding da. Alter, schon oben, wenn ich es bloß anschaue. Ja. Achtung. Ja, schau mal, was für ein dämliches Arschloch konzipiert. So, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr ausarmen. Schluss, klang sie auch nicht mehr an. Klang sie auch nicht mehr an! Schluss! So, eingesteckt. 44, erledigt. Was haben wir da? Das ist das Falsche. Weiter im Programm. Hilft nur noch Panzertape. Der nächste Schritt. So, 4x6 haben wir. Eckerlstor. Das wird sowieso noch 25 Mal runterfallen. Muss ich jetzt da lange umeinander tun, oder was? Eckerlstor wo? Eckerlstor wo? 2D, 2 brauche ich, hat's geheißen. Da ist der Eckerlstor. Und ein 2x3. 2x3, 2x3. Halt, stopp. Halt, stopp, was ist denn das da? Na, Moment einmal. Ah ja, jetzt. Mein Gott, hätte ich mal weiterbladelt, ich Vollidiot. Das wird schon befestigt jetzt, aber... Das wird schon befestigt jetzt, aber... Das muss wahrscheinlich nochmal mit Schmackes gemacht werden. Okay. Also, wir brauchen das Eckerlding. Das Eckerlding kommt da auf. Ah, das wird jetzt nicht ganz einfach. Okay, Eckerlding da her. Das zweite Eckerlding kommt da in das... Ja, das wird jetzt ein wenig gewurschtelt, aber danach hält es dann schon. Bin ich schon Start dann. Daher und hält es zusammen. Wo kommt die Platten hin? Die kommt mitten drüber, oder was? So. Ja, wird schon. Chill die Kniescheibe. 2x4x6. 4x6 sind das nicht. Dann kann ich 4x da haben, 4x6. Jetzt geht das wahrscheinlich da komplett so drüber, hä? Ja, komplett drüber. Komplett drüber. Aber jetzt kommst du da unten nicht mehr rein zum Nachdrucken. Das ist ein bisschen schade. Da kommst du kommst hier nicht rein. Wie soll denn das halten? Ah. Ja. Die 2er6er kommt da drüber. Ja. So, und das drückt man jetzt einmal anständig zusammen, weil das sonst nämlich da halt gar nichts. Das kannst du vollkommen knicken da. Das ist ein Wahnsinn. Da hat denn das verbrochen. Jetzt ist halt das ganze Ding da oben gefallen. Mei, oh mei. Okay. So, jetzt ist es dran. Jetzt. Das gehört doch niemals so. Doch, das gehört also. Schaut das gut aus? Da kann man irgendwie drehen, ich weiß nicht warum, aber man kann es drehen. Oberklappen, das Oberklappen. Geht doch viel weiter oben, oder? Geht doch viel weiter oben. Aber wie weit? Alter, wieso geht's nicht? Aber so geht's schön zusammen. Ah, jetzt haben wir's. Jetzt hat's einen Grippe. Ah, jetzt wird's ein wenig eine fuselige Geschichte da.
Jetzt weiß ich auch, warum sie das da bewegen muss, weil sonst das Teil da hinten nicht aufgeht. Okay. Langsam macht's ansatzweise Sinn. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja, nicht mehr hochgelangen. Nächste Seiten. So, wir haben übrigens gleich bald keine Teile mehr aus Box 1. So. 4 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Jetzt habe ich übrigens wieder mal Donations übersehen. Fipsi, merci für den Euro. Guten Morgen, bestes Freitagabendprogramm. Passt schon, weitermachen. Merci dir. Ich hoffe, du bist noch da. Ich habe leider Gottes, sehe ich keine Donations nicht. Einer von, weil ich da keinen Monitor vor mir habe, außer einem Chat. Und es ist gerade 10 geworden. Ja, Freunde der Sonne, wir wären nicht ansatzweise fertig. Wir haben noch nicht einmal bei der Hälfte. Wir haben noch nicht einmal bei der Hälfte. Wären wir nicht fertig? Was tun wir dann? Was tun wir dann, ist die Frage. So, wir haben immer noch mit dem Panzer da beschäftigt. Das heißt, wir müssen da jetzt draufbauen. Sehe ich das richtig? Ich traue mich nicht gescheit draufdrücken, weil wir sonst Ketten kaputt machen. Habe ich so ein bisschen Angst. So, machen wir so. Ja, wir tun schon ein bisschen weiter. Alles gemütlich. Alles gemütlich. Aber ich glaube trotzdem, dass wir innerhalb von 2 Stunden wären wir nicht fertig. Da bin ich mir fast sicher. Wir haben nicht mehr, das ist ein totaler Kalter da. Oh, die kennen aufeinander baut. Ja, gut. So. Dann doppelt aufeinander. Jawohl. Dann haben wir einmal den Teufel da. Dann haben wir die graue Stange. Dann haben wir zweimal ein Zahnradl, ein mittelgroß und diesen kleinen roten Stecker. Okay, den haben wir da her. Okay, erst einmal da ins Zahnradl rein. Jawohl. Das rote Zahnradl gehört dann da rein. So. Passt überhaupt nicht. Wieso passt das nicht? Ja, jetzt. Oh, das geht sehr streng da rein. Okay. Zahnrad dreht sich. Wundervoll. Und dann gehört das zweite mittlere Zahnradl. Ist das? Falsche Stange. Gehört dann so. Haben wir wieder so 1:1 Vergleichding. Gehört da einer schon. Jawohl. Haben wir. Dann brauchen wir das Ding. Seiten gehen. Oh, jetzt müssen wir da. Was ist denn das für ein Teil? Ist das ein einzelnes Teil da? Glaube ich nicht. Das ist doch das Ding da, oder? Ist das langes graues? Das Ding? Morgen ist Samstag, also passt. Das ist richtig. Das ist grundsätzlich richtig. Das heißt, wir bauen jetzt diese Welle da oben oder was auch immer das da darstellen soll, bauen wir da herunten nach. Sehe ich das richtig? Denke schon. Brauchen wir so drum. Ist drum. Jetzt lauter Chlorgraffe, das da umeinander liegt. Ist drum. Dann ein blauer kurzen Pin. Technic Pin without friction. Da ist erklärt, was das für einer ist. Aber gut, jetzt pass Obacht. Dann nehmen wir den kurzen. No. Hier, du und deine Wurstfingern. Ja, Wahnsinn. So. Dann kommt der Grippe rein. Bin jetzt gespannt, was das für ein Ding wird da. Kann ich mir jetzt gerade überhaupt keinen Reim drauf machen, was zur Hölle das werden soll. Dann kommt das. Nein, da kommen beide rein. Halt, stopp. Beide Abstandsdinge. Rein damit. Dann das Ding. Dann das Ding. Okay, jetzt wird's ein wenig seltsam. Dann haben wir nochmal so einen kurzen Stopper. Einmal länglich, einmal kurz. Voilà. Runtergefallen. So.
schaut das schon mal ganz akzeptabel aus. Dann kehrt der kurze Stopper drauf. Und dann da der blaue. Halt, stopp. Halt, stopp! So rum geht's. Oder? Hä? Hab ich das falsche Ding jetzt da eingesteckt? Hab ich das falsche Drum jetzt da eingesteckt? Ist das. Brauche ich da den Orange? Hä? Moment. Ich bin ein Volldepp. Hab's bloß falsch rum eingestellt. Ah, leck, der geht zack auf, der Grippe. Du bleibst da. Ah, die gingen jetzt zack auf. Momental. Ja, geht schon. Geht schon, hat's ihn schon. Den Teufel haben wir verkehrt rum aufgesteckt. So muss er. So muss er. So muss er. So muss er. Und dann geht der blaue Teufel auf. Und dann geht der eckige Brick mit dem Kreuzel nach oben aufgesteckt. So, jetzt seid. Blaue Rakete. Wird der Turmantrieb, oder? Ich denke schon, wir sind ja da gerade am Turmantrieb irgendwie. Und ich weiß zwar jetzt nicht recht, was das. Keine Ahnung, wie das da jetzt draufgehört. Das werden wir dann lang ja nicht mehr da hinten noch birgen. Wenn er rauf. Und schauen wir, wie es weitergeht. Das haben wir alles. Bauschritt 52. Nächster. Ja, das gehört offensichtlich wieder ganz genau so. Da aufgesteckt. Eigentlich eh schon fast, wie ich es gesagt habe. Und zwar grauer Pin. Halt, stopp. Grauer Pin fällt, ne? Fällt da irgendwo ein grauer Pin? Nö. Ah, das ist der graue Pin, der durchgesteckt wird. Okay. Jetzt pass auf. Moment, so. Deckt ihr da einigermaßen was? Ja. Und zwar so. Kehren die da aufgesteckt. Jawohl, das ist der Bauschritt. Dann brauchen wir ein großes Zahnrad. Ein Zweier. Ein kleines Zahnrad und ein kleiner dunkelgrauer Pin. Und wie das jetzt da wieder zusammengehört, ich glaube, da gehört es kleine Zahnradl drauf. Da gehört es. Nein, halt, stopp. In eins von den Löcher gehört der kleine graue Pin rein. Warum auch immer. Wahrscheinlich, das macht so den Eindruck, als wäre es ein Stopper, dass man sich nicht weiter drehen kann. Haben und die zwei Einlinge links und rechts drauf. Okay. Haben wir. Dann brauchen wir das. Ja, schaut schon nach Turm aus. Tun Sie sich nicht hinunter. Jetzt kehrt der Turm. Hä? Wie kehrt denn das da jetzt da auf? Das ist nicht richtig. Jetzt Moment einmal. Schauen wir uns einmal das Zahnradl da genau. Geht das in mitten rein? Nein. Geht in eins von den 4 Löcher außen rundherum rein. Oder? Haben wir gemacht. So. Und wie geht das dann? Geht das nach unten? So. Haben wir den? Oder ist das Ding da einfach bloß zum. Ach, damit man das runde Teil da befestigen kann. Überhaupt. Als Abdeckung. So. Und dann geht das da so auf. Das ist nichts anderes wie eine Abdeckung. Die ist natürlich nicht ganz fest, aber da wird wahrscheinlich noch was durchgesteckt, dann wird es vielleicht fest. Was? Ach du Scheiße, 4 Pins ein. Ich Vollidiot. Alles klar, ich habe nichts gesehen. Das war schon so. Natürlich ist ja klar, dass da 4 Pins reinkehren. Das ist ja klar, dass da 4 Pins reinkehren. Hallo? Was machen Sachen? Ich schaue die ganze Zeit da steht nichts von 4-mal, dabei steht da 4-mal drunter. Ja. Halt da dein Maul. Halt da dein Maul. Halt da dein Maul. Da, easy. Da eine war nur ein Test, ob sie schon aufpasst. Ich verstehe nicht, was hier schon wieder für ein Schmarrnritz. So, wir brauchen einen 4er. Brauchen wir noch einen 4er. Dann brauchen wir einen 12er. Ist dieser 12er?
2, 4, 6, 8, 10, 12, nö. Diese 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, jawohl. 2 mit 12, 4 mal 8 Platten. Und das Ding. Naja, Panzer wird wieder verstärkt. Auf der Innenseite, vorne bleibt einer übrig. Bei der oben. Ist der mal vorher. Seht ihr auch ein bisschen mehr, glaube ich. Daher. Oh. Da habe ich nichts anständig lesen. Dann haben wir diese zwei 6er Platten. Kommt da außen draufdrücken, weil du wieder alles auseinander drückst, Birger. Nicht stark draufdrücken. So. Vielleicht hättest du die Platten zuerst drauf da sollen und dann erst die außen. Aber das werden wir jetzt sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Alles funktioniert. Ja, es funktioniert. Schreit den einmal an. Man könnte auch sagen, er wird gepanzert. Man könnte auch sagen, er wird gepanzert. Das trifft es tatsächlich ganz gut, ja. So, dann brauchen wir die ersten dicken Storne. Die können wahrscheinlich hier so da führen. Ja. Und ja. Dann ein Zworing und ein Zworing. Dann Henkel und Henkel. Und einmal einen Schraubenschlüssel. Das heißt, Schraubenschlüssel gehört in das Ding da so rein und da vorne aufgeschissen. Der Henkelmann gehört da aufgeschissen. Da wackelt wahrscheinlich das Vorderstückel, wackelt wahrscheinlich auch wieder umeinander. Zwei können wir aufdrücken. Jawohl. Jawohl. Und die sauber um. Ja. Was? Ja. Ich denke schon. So. Birger, 48, Schritt 48. Was für Schritt 48, Alter? Was für Schritt 48? Du bist der Psuffer. Black Creeper, du bist der Psuffer. Der Wahnsinn mit. Hab ich schon wieder was vergessen. Birger, Schritt 48. Birger, Schritt 48. Birger, hallo, Birger, 48, Schritt 8. Was ist das? Der liest das nicht. Was? Schritt 48. Bauteil 2 von 6 gehört noch drauf. Was? Moment, ich werde nachbladdeln. Schritt 48. Was? Wie weit hinten der YouTube-Chat schon wieder hinten neu? Ja, vorne wackelt auch aus Gründen der Machbarkeit der Winkel. 48, was? 48? Also, ihr möchtet mich doch schon wieder verarschen. Ich glaube, ihr möchtet mich verarschen. Na, die 2 mal 6er in Schritt 48. Was für 2 mal die da? Das stimmt tatsächlich. Habe ich gewusst, war der nächste Test. Ist schon drauf. Habe ich gewusst. Ist schon drauf, ich habe schon gelesen. So, jetzt brauchen wir die 2 letzten langen einen. 2 Zworer. Und die kleinen Einzelnen. Bauen wir zusammen. Wenn da schon wieder so einzelne Steckerl sind, da kriege ich halbes Kotzen, weil die nie halten. Das ist nur ein Aufmerksamkeitstest, ob ihr schon noch da seid. Aber zum Glück haben wir bestanden, ja. Glück gehabt. Und wenn sie nicht aufpasst, wer dann? Oh, der Hammy kommt von unten rein. Das ist halt weißt einmal, wenn ich die Ketten noch kaputt mache, dann kriege ich es nie wieder auf. Ansonsten hätte man die Ketten auch später drauf tun können, ganz ehrlich, weil ich muss ja da die ganze Zeit umeinander bauen. Das ist ein bisschen dumm. Ja, ein bisschen dumm, sag ich dir, wie es ist. Meine Wurstfinger da unten reinfahren, einmal falsch die Ketten noch gelangt, bricht es auseinander an einer Stelle und dann steht oben ein Vollidiot. So, schaut gut aus. Nächsten mehr im Leben. So, jetzt brauchen wir 4 von denen da. Oder? Haben das 2 mal 8er. Ja, 2 mal 8. Und die anderen 2 mal 8, 2 mal 8 hier, 2 mal 8 da. Da hätte man auch 2 mal 16 machen können, Kinder. Hätte man machen können. Wo können die auf die Innenseiten da so? Zack. Zack. Der ist richtig massiv gebaut.
Also ganz ehrlich, da kommt jetzt wirklich Schicht für Schicht da oben auf. Der hält dann schon, der Teufel. Der hält dann schon. Ich habe zwar immer noch nicht ganz verstanden, für was das die kleine, sieht man die da an der Seite? Für was die kleinen Schraubenschlüssel-Dinger da sind, aber gut. 2x8 everywhere, was falsch? Kann mich schauen. Oh, die zweite Seite ist tatsächlich falsch. Sagen, muss auf die Innenseiten eingeschissen werden. Halt, stopp. Halt, stopp. So, jetzt ist es richtig. So, jetzt zwei Teile Trainer recht. Nein, geht schon. So, der verbindet natürlich alle. Oh, nicht da hinten wieder so stark hinkommen. Passt. Jetzt haben wir es aber richtig. Jawohl, ja. Sehr schön. Haben wir mit den. Dann haben wir 2x8. Wo gehört der Teufel hin? Der gehört da hinten nicht mitten. Wie weit steht denn der über? Warte mal, da muss ich jetzt selber schnell mal wahrheitsgetreu das Ding da aufstellen. Hinten bleibt uns frei. 1. Und die zwei Dinge. Dann haben wir den Mittelteil. Steht der? Ja, der steht nur über. Oder? Steht der da hinten aussehen? Moment einmal. Momental, Babintal. Wir haben alles falsch gemacht. Die können eins weiter hindrehen. Alles falsch! Keiner wieder aufpasst. Außer der Shadows. Der Shadow Sepp. Shadow Sepp hat aufpasst. Hab schon gesehen, Leute. Ich hab's ja schon gesehen. Ober mit dem Schund. Au! Ihr zwei Teile Trainerrecht. Oh shit. Ja, das kriegen wir schon wieder auf. Ja, jetzt. So, das muss da hinten ein Stückchen außerstehen. Das habe ich nicht gesehen. No. Jetzt geht auf. So. Dann vorn. Jawohl. Dann vorn. Dann den Teufel wieder auf. Und jetzt haben wir die zwei. Da bleibt hinten uns frei. Jawohl. Und jetzt kommt der dicke Brick. Der dicke Brick! Der kommt da auf. Na, der steht auch eins hinten aussehen. So. Jetzt haben wir es beieinander. Das ist, weil alles die gleiche Farbe hat. Ja, genau das. Es hat manchmal schon ein wenig einen Sinn, wenn die Steine wahrscheinlich eine unterschiedliche Farbe haben, da in die Farbseuche, bis der Held der Steine gern nennt. So, jetzt haben wir die zwei ganz lange. Und die letzten zwei 2x4. Die kehren jetzt bis dahin. Ja. Und bis dahin. Und ich merke auch schon, es ist ein unterschiedlicher Grauton überall so ein bisschen. Aber ich glaube, man sieht das jetzt nicht. Jetzt sieht man da ja hinten. Wie habe ich vorher gesagt, klang es einfach nicht mehr an. Wenn ihr dann weg seid, pick es mit dem Superkleber fest. Mit nichts passiert. So, ist schon wieder dran. Klang es einfach nicht mehr an. Birger. Kruzifix. So, waren jetzt ja auch die letzten Blättel hin. Da an die letzten Blättel hin. Wir müssen die hin. Auf die anderen 4x2. 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 Hammer. Müsste der passen. 2 Komponentenkleber, richtig. So hätte ich tatsächlich hinten in meiner Babywerkstatt. So, dann 2x die langen Teifen, 2x die kurzen Teifen. Das heißt, wir müssen die einmal übereinander bauen, so. Seht ihr noch was? Ich habe jetzt da alles verschoben. Wir haben ja fast keine Teile mehr aus dem ersten Bauschritt. Sag ich dir, was ist. Und dann haben wir da 3 Stück frei und 3 Stück frei. Dann haben wir dieses
Der Gerät, das gehört da vorne so einer. Für weit, na, da müssen wir uns freilassen. Oh. Ja, schaut gut aus. Und dann haben wir zwei mit den großen Platten, zwei mit den Platten und zwei mit den Platten. Und wir kennen die jetzt da einer. Das war's der Teufel. Da kennen die Schmollen einer. Mal. Ich bin ja gespannt, wann es alles jetzt liegt, wenn ich da einmal von oben drauf drücke und dann nirgendwo mehr hinkomme. Ja, Turm kann sich schon noch drehen. Und dann die Platten. Ja, einfach mit Schmackes, aber Gefühl. Birger, Schritt 60 falsch. Was Schritt 60 falsch? Schritt 60, nichts falsch. Überhaupt nichts Schritt 60 falsch. Da sehe ich es ja, bis. Oder warte mal. Machen wir lieber noch mehr auf. Na! Nein, der scheiß Arsch da hinten, der kommt jetzt dann am Arsch lecken, der bleibt jetzt da einfach herunten, bis ich fertig bin damit. Und nichts falsch. Schaut schon gut aus. Was ist denn falsch in Schritt 60? Nichts ist falsch in Schritt 60. Da! Wieso zwar kann nicht jetzt schon drauf? Was? Nix passe alle. Ich sag auch, das passt. So wie das ist. Ruhe ist. Das passt schon. Das passt ihm schon. Aber er nimmt schon Formo. Ja? Man kann erkennen mal, was wird, wenn er groß ist. Mittelteil ist falsch. Nein, ist es überhaupt nicht. Ist es nicht. Seid leise. Lasst mich in Ruhe. Ist überhaupt nicht falsch. Nix falsch. Nix falsch. Schluss jetzt mit einem falsch. Jetzt kann ich da hinten wenigstens einmal gescheit reindrücken, damit ich das festmachen kann da. Haut schon hin. Meine Hose bisschen. Nein, ich habe jetzt 5-mal geschaut. Vorher habt ihr auch recht gehabt. Aber jetzt muss passen. Alles sauber zusammendrücken. Und jetzt den scheiß Arsch da hinten noch mit drauf. Ich merke es ja auch, dass es genau reinpasst, so wie es ist. Jetzt. Wird schon passen. So! Was haben wir jetzt noch? Jetzt ist die zwei Sachen sind noch übrig. Das sind die Knüppel vom, merke ich gerade, von der Fernbedienung. Merke ich gerade so. Hoppala, machen wir mal einstecken. Achtung, wir können mal einen Fahrtest machen nochmal. Sollen wir nochmal einen Fahrtest machen? Wo kann man den überhaupt außen einschalten? Könnte man da überhaupt noch hin dann? Achtung! Achtung! Fahrtest! Seht ihr das? Es macht zwar überhaupt keinen Sinn. Also das Steuerding macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht sollte man es richtig rumhalten. Wie geil, Alter. Und man kann sogar einen Turm drehen. Richtig stark! Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Lalalala. So, das Einzige, was mir jetzt ein bisschen Sorgen macht, ist, dass uns diese Teile übrig geblieben sind. Ist das normal? Ein blauer Pin, ein schwarzer Pin und zwei so ganz kleine, einser graue Dinger. Die sind übrig geblieben. So Kleinkram ist oft mehr dabei. Auf das habe ich jetzt gehofft, um ehrlich zu sein. Ja, Freunde der Sonne. Wo haben wir einen Stiebel? Jetzt wenn's mir. Da haben wir Stiebel. Nein, das ist der letzte Bauschritt. Dann darf es jetzt da weitergehen. Jetzt brauchen wir Paket Nummer 2. Wie schaut's jetzt aus bei euch? Wie genau schaut's jetzt eigentlich bei euch aus? Wollen wir den heute noch ganz sehen oder nicht? Habe ich eigentlich Sachen übersehen? Fipsi,
Guten Morgen, bitte. Nein, habe ich nichts übersehen. Sehr gut. Falls ich irgendjemand mit den Donations übersehen habe, es tut mir leid, ich habe heute keinen Monitor nicht da, wo ich das sehe. Ich werde das beim nächsten Mal werde ich das berücksichtigen. Mach weiter. Okay. Dann darf ich jetzt vorschlagen. Ihr kennt es mir jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal in einem... Nein, das werden wir im Stream, machen wir das nicht. Aber dann lasst es mir mal was dringend, mein Dringer holen gehen. Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon da? Ist euch die Ansicht vielleicht lieber? Ich merke, ich sehe es im Chat schon. Weitermachen. Machen wir mal schnell eine Pipi- und Raucherpause. Ist das genehm? Ist das in Ordnung? Was sagt ihr dazu? Wie schon geschrieben, Deutschland hat jetzt eine Chance auf einen funktionsfähigen Panzer, also nicht aufhören. Ja. Ui, die Sicht ist besser. Gefällt euch diese Sicht so besser, wenn ich baue? Vielleicht. Ich weiß ja nicht. Das entscheidet man, wenn ich wieder da bin. Ist das okay? Ja gut, dann geht jetzt einmal jeder ein bisschen, holt euch was zum Trinken. Ich muss mir erst einmal nicht dran, das wollte ich jetzt eigentlich im Stream da, aber ich denke, nein, das habe ich mir geschworen, dass ich nicht mehr im Stream rauche und nicht mehr im Stream drehe vor allem. Aber ich muss euch ja dabei irgendwas her tun dabei. Sonst wird euch ja langweilig. Warte mal, was tun wir da her? Habt einen super tollen Vorschlag? Keine Ahnung. Schauen wir uns weißt du was? Schaut euch mein Warhammer-Video. Oder haben wir das letzte Mal schon drin gehabt? How to Warhammer. Habt ihr das letzte Mal schon drin gehabt? Ich weiß es nicht. Ist es, keine Ahnung? How to Handpanzer. Ist mir jetzt nicht wurscht. Ich sag's euch, was es ist. Freunde der Sonne, ihr schaut euch dabei das Video. Jetzt holt euch was zum Trinken. Geht's an die Raucher, geht's bieseln, holt euch was zum Essen, was auch immer, und dann bauen wir mit den Kasten fertig. Kann nicht mehr einen Teufel lang dauern. So. Achtung, umschalten. Und bis gleich. Habe die Ehre! Evans, der Bürger. Heute, wenn man denkt, packe ich mal das nötigste Thema aus, zu dem ich ein bisschen was erzählen kann. How to Warhammer. Keine Angst, ich erkläre nicht, wie man Warhammer spielt. Das 400 Seiten Regelbuch springt ganz leicht an den Rahmen. Ich schneide ein wenig was von meinem Hobby abseits des PCs mit und dokumentiere, warum man mit Mitte 30 mit 5000 Euro Plastikmanschkal spielt und wie aus einem Gussrahmen ein kleiner selber gemachter Staubfänger fürs Regal wird. Lohn dich zurück, holst du ein kleines Kaffeeschal, kann ein wenig ein längeres Video werden. Und darum fangen wir an in Phase 1. Zusammenbauen und grundieren. Das Wichtigste ist erst einmal der Szenenwechsel. Tja, heute ist aber nichts mit Text umeinander fliegen und Battle umeinander fliegen und was weiß ich was alles. Das muss ich dir heute so sagen. Ich meine, sonst kann ich dir Pfeife erzählen, wenn der Tag lang ist. Fangen wir an! Ich hab mir eine Black Templars Box gegönnt. Die ist endlich mal Zeit, wieder aufzumachen. Haufen Graffel drin, Karten, Gussrahmen, Anleitung, Badass Artworks, Lore und Armeebüchel, Bases, Decals und so weiter. Das sortiere ich her und entscheide mich für ein Mini, das wir zusammenwerken. Ein Champion des Imperiums. Und zuckt da jeder Nerdständer in der Jogginghosen und der Rest eher so... Was? Am Anfang schaut unser Orkschädelspalten des Space Marines so aus. When I grow up, I'm gonna kill all those Xeno scum. Mit einem Messer schneide ich alle Teile einzeln außer und leg's mir zurecht. Die Mold Lines, kleine Restteile vom Gussrahmen, die noch überstehen, schnipselt man vorsichtig weg. Betonung auf vorsichtig, weil... Gerade wollte ich nur sagen, aufpassen, Bastelmesser sind scharf. Tja, die ersten Teile können wir auch schon zusammenbicken. Geht mit Sekundenkleber oder besser mit einem Plastikkleber. Der löst das Plastik ein bisschen auf und am Schluss verschmulzen die Teile und sind so gut wie unzertrennlich. Quasi Best Friends Forever. Oh my god! In dem Schritt mache ich mir auch schon Gedanken, wie ich das Ganze dann noch am besten anstreiche. Ich bieg's nicht komplett zusammen, sondern lasse kleine, später schwer zu erreichende Stellen lose. Wie ein Kopf, sein Backpack, Gürtelschnallen und so weiter. So komme ich später beim Umholen besser hin. Damit ich das grafisch später halbwegs anständig halten kann, baue ich ganz kleine Löcher und kleb's mit einem Trepfall Sekundenkleber auf ein Stecker. In meinem Fall sind das zusammengeschnittene Büroklammern. Vorsicht! Beim Bohren sucht er ein bisschen dickere Stelle, sonst bohrst du durch. Und wenn alles so hergerichtet ist, dann steck ich es auf den Korken und geh aus zum Grundieren. Spraydosen erst einmal sauber schütteln.
Oh nein, spare deine behinderten Witze, Birger. Nein, böse, aus! Pfui! Dann halte ich mein Mini ca. 20 cm weg und mach kleine, kurze Spritzel. Oh Mann! Gott, heute Futzen! Aus! Spritz für alle Seiten, oben und links, rechts, bis rundum eine hauchdünne Schicht drauf ist. Oh Gott! Und dann lasse ich das Ding noch draußen ein wenig stehen, weil's stinkt wie Sau. Oh Gott, ich kann nicht! Wir bei deiner Alten! Oh Gott, halt dein Maul, du 12-jähriger Trottel. Gut, dass wir das jetzt auch haben. Unser Mini ist paint ready und es geht weiter in Phase 2. Oh moin. In der Hauptphase richten wir uns erst einmal die Werkbank her. Ein kleines Wassertipferl, ein Wet Pellet, ein paar Bämsel und ein Fetzen von deine Wichstier hin. Ein Wet Pellet ist quasi der Malkasten für Erwachsene. Ein kleines Schachtel mit einem Schwammhund drin, feucht und ein Backpapier drüber. Da drauf riechst du deine Farben her, damit sie nicht so schnell ausdrücken. Kannst kaufen, kann man sie aber auch selber bauen. Ich hab sehr schnell gespannt, dass mit der Kamera in der Fotzen das Bämsel noch schwerer ist als so schon. Hey, ich bin alt, fett und vor allem blind, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Anfangen tue ich mit den Basecoats, Grundfarben von einzelnen Elementen. Als erstes nehme ich Matte White von Army Painter und White Scar von Citadel. Für die unter euch, die sich auskennen, schreibe ich es dazu. Für den Rest, der sich bei den seltsamen Farbnamen denkt, was? Es ist einfach weiß. Als erstes grundiere ich die Schulterpanzer. Weiß auf schwarz ist immer scheiße, das deckt circa so gut wie ein 6 Jahre alter kastrierter Eber. Darum gehe ich da 2, 3, teilweise sogar 4-mal drüber. Wichtig ist, atmen. Und mit deinen Gichtbratzen nicht verkrampfen. Mach ich selber am laufenden Band, fangst sie dann an und kackt daneben. Ist aber nicht schlimm, können wir später ausbessern. Wenn wir das haben, machen wir an seinen Umhang. Dafür nehme ich Army Painter Drake Tooth, ein leichtes Beige und grundiere wieder hinten und vorn. Ein-, zweimal sauber drüber und immer dran denken, thin your paints! Verdünn deine Farbe mit Wasser! Ich bin sicher alles, aber kein Profi-Painter, aber das... wo immer tunlichst vermeiden. Das nächste wird ein wenig fuseliger mit so einem Gürtel am Holster und die kleine Taschel. Dafür nehme ich Army Painter Leather Brown, schnauf durch und bämselt in Ruhe und Gelassenheit die bis jetzt glänzenden Elemente braun an. Geht aber noch kleiner, Metallteile. Dafür nehme ich Lead Belcher von Citadel. Ein dunkles Silber und grundiere die Metallelemente am Gürtel, am Schwert, seiner Ketten und seinem Kranzerl am Bälle. Die letzte Grundierung, die wir brauchen, ist ein dunkles Rot. Ich nehme Corn Red von Citadel und streiche die letzten Teile um. Einen Schwertgriff und das Fandal an seinem Backpack hinten. Damit ist das Spacing erledigt. Schaut rundherum ganz okay aus. Aber ein bisschen flach und irgendwie unfertig. Ja, ist er. Und darum schattieren wir die ganze Gaudi. Für das gibt's spezielle, sehr flüssige Farben, die sind wie Wasser, die fast von selber in Ecken und Kanten einrinnen und das Ganze abdunkeln. Dafür nehme ich Agrax Earthshade von Citadel, braun, und gehe über seinen Umhang. Das Shaden ist eine Wissenschaft für sich, aber ich gehe grob drüber und schaue einigermaßen, dass sie die dunklen Farbpigmente in die tiefen Steine und Falten sammeln. Das mache ich am Umhang, am Gürtel und an die Lederelemente, an die Taschel und am Fandal am Backpack. Fürs Metall nehme ich Nullen Oil von Citadel, schwarz, und dunkel so ein Rest am Gürtel, am Schwert und alle Metallsteine ab. Die flüssige Farbe dauert natürlich ein wenig länger bis trocknet, darum lasse ich mir ein bisschen Zeit, bis ich danach weiter tue. Eine halbe Stunde ungefähr. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Edge Highlighting. Kanten aufhellen. Der Prozess ist mit Abstand der zeitaufwendigste und der schwierigste. Für mich zumindest. An alle Elemente, die wir jetzt mit dem Shading abdunkelt haben, gehe ich mit dem gleichen Farbton, bloß heller, nochmal an die Kanten an. Als erstes hellen wir unseren Umhang wieder auf mit der gleichen Farbe. Drake Tooth. Ich verdünne das sehr stark, bis die Farbe fast flüssig ist und gehe über die erhobenen Steine und Kanten immer und immer wieder drüber, bis die langsam wieder hell werden. Für sein rotes Fandal am Rucksack nehme ich ein helles Rot, Evil Sons Scarlet von Citadel, verdünn's und gehe über die Kanten. Da holst dein Pinsel so im 90-Grad-Winkel und ziehst drüber. Da sieht man jetzt auch am schönsten gerade, was dieser Form ausmacht und dem Fandal auf einmal an Tiefe verleiht. Bei den Metallteilen das gleiche. Ich nehme helles Silber, Stormhost Silver von Citadel und gehe ganz leicht über die Ecken und Kanten am Schwertgriff, am Kranzerl auf dem Belly und so weiter. Nicht übertreiben, überall bloß ein Tuttal da, ein Tuttal dort.
Und langsam nimmt das Ganze eine Form an. Aber leider sind wir noch lang nicht fertig. Sei Waffen! Der grantige Teufel hat ein Riesendrum Schwerter, die Bratzen. Normal, darfst du jetzt sagen, das Drum gehört rüber, aber nein, die Klinge ist schwarz. Lorbedingt. Und da habe ich mir gedacht, packe ich meine Lieblingstechnik aus. Trockenbürsteln! Oh Gott, oh Gott! Bitte erspare uns sämtliche dumme Kommentare! Dafür nehme ich irgendeinen halb kaputten Bämsel mit steife Borsten. Oh Gott, dein Maul! Und Matt White von Army Painter. Ein Bämsel druck in die Farbe und streif so gut wie alles an meinem Wichstier hier ab, bis fast nichts mehr dran ist. Und das kriegt jetzt auch der letzte Grobmotoriker hin. Darum ist es vielleicht auch meine Lieblingstechnik. Und bürstelst einfach grob drüber. Automatisch werden die Kanten heller und der Rest in der Versenkung bleibt dunkel. Da musst wirklich nichts kennen, musst bloß wissen wie. Jetzt stress dich nicht, jetzt haben wir's bald. Aber sein Armor feit noch. Das Wichtigste an einem Space Marine ist natürlich seine Rüstung. Damit die Rüstung nicht einfach schwarz ist und richtig außersticht, mache ich ein All-Over-Edge-Highlighting und hell so gut wie ich kann alle Kanten an der Rüstung auf. Dafür nehme ich im ersten Durchgang Dark Reaper von Citadel, ein dunkles Blaugrau und im zweiten Durchgang Fenrisian Grey, ein helles Blaugrau. Ja, der geduldigste bin ich jetzt auch nicht, aber ich versuche mir so viel Zeit zum Lassen, wie geht, weil es das ganze Modell auf einen Schlag in ein richtig geiles Teil verwandeln kann. Das Ganze braucht Übung. Sehr viel Übung. Alt, fett und blind, wie ich nun mal bin, kriege ich es nie so grad sauber und cremig hin, wie ich gern mehr hätte. Aber ich glaube, das schaut schon ganz anständig aus. Und jetzt kümmern wir uns noch um ein paar Details. Sein Schildwappen machen wir teilweise rot. Ich suche mir ein paar Decals, Abziehbilder fürs Schultel aus. Die schneiden wir raus, packen wir sauber ein und zieh's mit einem Pinsel oben und platziere so was hin sollen. Aufs Schultel, auf die Schulterpanzer, aufs Fandal. Zauberhaft! Ja, yeah, wir haben es fast. Schließen wir ab in Phase 3. Base gestalten und zusammenbauen. Damit wir so ein Mini ein bisschen Lehm einhauchen, stellen wir nicht einfach auf die schwarze Base. Mit einer Texturfarbe, Astrogranit von Citadel, streiche ich die Base-Stick ein. Da sind kleine Bresel und Brickerl drin, damit es ein bisschen nach Sand und Träg ausschaut. Das grundiere ich braun, shade das Ganze wie vorher und trockenbürstel's wieder, damit Highlights rauskommen. Pick noch ein, zwei Storndal und ein paar Grasal dazu. Und bam, haben wir eine saubere Base. Wenn du dir das Video bis jetzt echt angeschaut hast, dann erst einmal Respekt und merci. War lang. Aber wir sind finally mit allen Teilen fertig. Und wenn wir alle Teile jetzt zusammenlegen, dann wird aus dem Gussrahmen am Ende Folgendes. Forward to victory for the Emperor! Falls sich jetzt jemand fragt, hat er sich jetzt da extra ein kleines automatisches Rondell gekauft, dass sie für ein geschissenes Video die Figur dreht? Nope! Nippelklötze regeln, Alter. Wie passend. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Auch wenn es heute mal ein sehr, sehr, sehr nerdiges Thema ist. Ich hab einfach mal Bock auf das gehabt. Keine Ahnung. Ganz dickes Merci fürs Anschauen. Und wer weiß, vielleicht mögt ihr ja sowas irgendwann nochmal sehen, wenn wir zum Beispiel den fetten Dreadnought machen. Lasst mir in die Kommentare wissen, falls dem so ist. So, jetzt lasst schnell ein Like da, ein Abo, aktivierst Glocken, die ganze Scheiße, ich weiß nicht, was ist. Und ich schleich mir deine alte Trockenbierstunde oder so. Ja. Haut euch eine, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Hallo? Ist überhaupt nicht irgendjemand da? Ah! Schluss! Schluss! Was ist dies? Schluss! Komm mal her. Komm mal groß. Da. Ist überhaupt nicht irgendjemand da? Wie schauen wir denn aus? Ich hab vergessen, wie gut das Video war. Ich sag das, was ist. Ich hab mir gerade selber, ich sitze schon seit ungefähr 2-3 Minuten wieder da. Ich hab mich selber gewundert, Alter, das habe ich wirklich Welten besser hingekriegt wie, keine Ahnung. Jetzt habe ich wieder Bock, auf Warhammer zu machen. Ich zeige euch schnell was. Weiß gerade so schön, passt. Hab ja schon angefangen.
wie ich da angefangen habe, ist das Video entstanden, How to Come Back. Dann habe ich 800 Fotos gemacht. Ich hab das aufgenommen, wie ich da angefangen habe. Jetzt nicht oben. Eines Tages, Kinder. Eines Tages. So, was ist euch jetzt für eine Ansicht, Liebe? Sollen wir so bauen? Da habe ich halt die ganze Zeit das Mikrofon in der Fresse, ich weiß es auch nicht. Lass uns halt einmal eine Zeit lang so. Also, ab in den Chat. Ein Einser für die Ansicht, ein Zweier für die Ansicht vorher. Los geht's. Ich bagel dabei aus. 1, so lassen wir es jetzt ist. 2, wie vorher. 1, 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 sehr viele Einser, sehr viele Einser. Lasst mal so 1, ja, ein paar Zweier auf YouTube. 1, 1, oh ja, ein weit mehr Einser. Ein weit mehr Einser, Kinder. Ein weit mehr Einser. Sagt der ich. Das sagt der ich. So, liegen wieder lose Teile drin. Und den wir ein bisschen auf die Seiten da. Und da so ein bisschen her. Da so her. Oder soll ich das andere nicht? Das ein bisschen. Lassen wir es ein wenig so, dann schalten wir nachher wieder um. Schalten wir mir nachher wieder um. Sagt der ich. Aber ihr seht die Anleitung nicht gescheit, das stimmt. Da mache ich wieder lauter einen Scheiß. Dauert's noch länger. So, Haufne. 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 So, ich tue die Anleitung, wo tue ich die tue ich da her und da bauen wir. Da seht ihr am besten, glaube ich, was passiert. Ah, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ja, die großen Teile. Halt mal schon auf, die Tüten haben so aufteilt. Die haben so aufteilt wie... Schmidi! Ich hab übersehen. Und der Bürger im Haus gerade so... Ui! Ich hab übersehen, merci für die Donation. Gehen wir da her. Ah, das sind viele Platten. Sehr, sehr, sehr viele Platten haben das. Ich glaube, wir brauchen jetzt den Panzer auch eine ganze Zeit lang nicht mehr. Den wir dabei da, den wir da. Damit man Sekt. Damit man Sekt, den Grippe. Haufne... Was, das schmeiße ich jetzt dabei rum. Das schmeiße ich später fort. Ist ja wurscht. Die kleinen Wutzel, die wir wieder da her. Damit. Haufne. Und dies. Nichts reißen und ausschütten. Nehmen wir da her. Dann fallen uns die Fehler nicht auf, richtig. Das ist gut und vielleicht auch schlecht. So, jetzt wird es ja wieder ein bisschen anstrengender, die Teile zum Finden, sag ich dir ganz ehrlich. Mal kurz den Überblick verschaffen, da ist wirklich alles winzig, da haben so die 2er und 3er Stickerl, da haben so die, ja, das kann man brauchen. So, mir braucht man ein 2x6 einmal. Dann brauchen wir 1x8 und 2 einzelne. Wird jetzt wieder ein bisschen umeinander gefriemelt. Einzeln. Da. Und ein einzelner, der wir das ein bisschen weiter da arbeiten, damit ich vielleicht auch was sehe. So, Ton ist gut, glaube ich, das sollte passen. Das heißt, wir brauchen das Ding. Ja, das ist 2x8. Dann brauchen wir das. Ja, passt schon. Passt schon. 2x8 ist falsch. Macht schon wieder alles falsch, der Bürger. Macht schon wieder alles falsch. Wie schaut's aus bei euch? Ich bin nicht derjenige, der es zusammenrendert. Ich bin nicht derjenige, der die Scheiße hier zusammenrendert. Hagebuttene. Hagebuttene. Ich darf mich einfach so gerne über dieses Thema unterhalten, aber ich kann einfach nicht. Hand hoch, wer steckt im Game? Los geht's. Dann brauchen wir zwar so abgewinkelte mit 4 an der Seite. Panzer gleich wieder anhängen. Panzer anhängen. Guter Punkt. Herr Lobner, guter Punkt. Panzer gleich wieder anhängen. Okay. Du hast keine alte Nudel, weiß was wir mir mit dem Meterstab tun. Wir machen jetzt einmal die Schachtel da wieder zu. Das stört mich nämlich, weil die sonst bloß wieder umeinander fliegt und alles kaputt geht. Ah. Schön. Sehr schön ist das.
So, ich suche immer noch das abgewinkelte Ding, was aber breiter ist wie das andere. Wo werden das wieder drin? Umeinander liegen? Da ist, haben wir es schon. Ja, ich kann ja das dann da so einhalten. Ja? Wunderschön. Viel zu tief. Was ist tief? Ich verstehe ihn einfach nicht. Am Ende ist es einfach eine Kunstfigur und er macht einfach Fettkohle damit. Was? Also, ach, wir waren beim Game, waren wir. Dafür ist er zu dumm. Wenn das gespielte Kunstfigur, dafür ist er zu dumm. Das sag ich dir, wie es ist, das fällt einfach auf. So, Bauschritt Nummer 2 haben wir. Easy. Haben wir bei Bauschritt Nummer 2. Bauschritt Nummer 66. Eine ins Viech. Haben wir einmal 10 an die Szene. 2, 4, 6, 8, 10. Nein, das sind 12. Das ist ein 12er. Wo ist ein 10er? Das ist keiner. Das ist auch keiner. Das ist einer. Einmal 10, dann zweimal so Teile ums Eck rundum. Müssen wir ein bisschen auseinanderpfriemeln. Jawohl. Haben wir einmal. Das ist flach, das braucht Nippel oben. Nippel. Das braucht Nippel. Und dann ein Platten 3x3. Haben wir da. Haben wir so. Das ist ein 1x10, 3x3. Das passt überhaupt nicht. Machen wir so. Machen wir so. Voll. Easy peasy lemon squeezy. Und dann. Wie genau gehört jetzt das Ding da auf? So. Auf alle Fälle nicht. So. Hä? So. Stimmt doch hinten und vorne nicht. Kinder, das stimmt doch hinten und vorne nicht. Beide noch was, das sagt ich. Da fehlt noch was, da fehlt noch was. Die Überkopfkamera öfter ein bisschen in die Anleitung einzoomen. Hey. Mein Kameraarm kommt leider nicht so weit. So. Ja. Besser. Oder? Sicher. Ja, sicher ist es besser. Wir haben einfach Schritt Nummer 65 übersprungen. Da brauchen wir einmal 10. Einmal 10. Das gehört dann. Jetzt Moment einmal. Das gehört so da auf. Ja. Ist halt eine Sackgasse, wenn man auf Streamen angewiesen ist, siehst was dabei rauskommt, kein hochwertiger Content. Du, der war vorher auch nicht auf Streamen angewiesen und es war auch kein hochwertiger Content, es war einfach nur Schrottscheiße. Also es war halt sprichwörtlich einfach nur Schrottscheiße, was da jemals irgendwie aus dem seinem Scheiß da gemacht worden ist. Also es ist mir halt auch unverständlich. Es ist einfach... Es zieht halt alle, nein, es zieht nicht alle Streamer in den Dreck, was der fabriziert. Aber es ist schon wirklich grenzwertig, was der für eine Scheiße produziert, was der Content nennt. Der redet ja immer noch von Content, obwohl er einfach nur da sitzt und halt einfach und nur noch battelt. Also wirklich, er nichts produziert irgendwie an Eigenleistung. Der lebt nur noch von seinem Namen, das ist alles. Und das wird nicht ewig gut gehen, das sage ich dir, wie es ist. Also der Tag wird kommen, wo das einfach nicht mehr funktioniert. Das ist alles, was ich weiß. So, dann brauchen wir einen. Jetzt haben wir. Nein, wir haben bei 66. 66 haben wir. Das müsste eigentlich passen. So, dann brauchen wir einen Vierer und einen Zweier mit so einem kleinen Stab dran. Mit so einem eckigen Stab dran. Da darf ich jetzt eigentlich ja, genau, da haben wir da einen. Da brauchen wir 2 davon. Da haben wir 2 davon. Dann brauchen wir einen 2 auf 1. 2 auf 1. Und so ein Ding mit ein 1 auf 1 mit Abschräge. Um wen geht's? Du, das ist wie die Leute, die nicht wissen, um was das gerade geht. Das ist schon gut so, fragt's nicht nach, befasst euch nicht damit. Ist nicht so wichtig. Für die Leute, die wissen, um was das geht. Ja.
Bürger, hör auf, dem höchsten Wesen so etwas zu unterstellen. Medal off, ja. Ich werde euch zeigen, was arrogant heißt. War der letzte Kommentar. Alter, da steht's mal alle Haare auf, das sagt ich. So, bauen wir ihn da her. Bauen wir ihn da her. Schaut gut aus. Dann brauchen wir den Zwaring, der geht da rauf. Zwaring geht da rauf. Und der Vierling, der geht genau in die Mitte rein. Und jetzt brauchen wir nur die abgeschrägten. Das sind ganz kleine, haben das die da. Ja, tatsächlich. Abschräg 1 und der Abschräg 1. Und dann haben wir schon bei 68. Dann brauchen wir einmal 6 glatt. Ist dieser 6er? 1, 2, 3, 4. Das ist kein 6er, der ist sauber zu lang. Dieser 6er, nein, ist auch kein 6er. Was ist denn ein 6er? Dieser 6er. Ja, das ist ein 6er. Ja, und der gehört ja genau da hin, wo ich gemeint habe, dass er hingehört. Wunderbar. Haben wir. Dann haben wir so ein Abgrunds, wieder so ein ganz langes Abgrundsding, ne, mit 3 einzelnen Stufen drin. Wongel wieder einen rausgehauen. Der Wongel rendert jeden Tag einen aus, aber er sitzt sich bloß noch in seine scheiß TikTok-Staffel rein und dann labert er da sein Schallplatten runter, die er seit 8 Wochen runterlabert. Und nennt halt das dann Content. Das ist, gut, es ist jetzt auch fragwürdig, das hier Content zu nennen. Irgendwie, weil ich auch bloß da sitze und Lego baue, aber ich mache halt auch noch andere Sachen. Darum nehme ich mir heraus, dass ich über solche Sachen schimpfen darf. Und da dürfen sogar Leute darüber schimpfen, die keinen Content nicht produzieren und noch nie einen produziert haben, weil das einfach eine Frechheit ist, was der Typ betreibt. Das ist eine bodenlose Frechheit. Unfasslich. Das ist beste Unterhaltung, Herr K. Und um das geht's, wenn es euch unterhält, um Gottes Willen. Also, ich darf halt sowas, ich war so selber auf sowas niemals kommen, dass ich das halt Content nenne. Ja, also jetzt mal ganz im Ernst. Das wenn du mir vor 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren gesagt hättest, ja, sitzt die hier, du Lego bauen, das ist Content, hätte ich auch gesagt, okay, ich glaube, vielleicht verstehen wir uns falsch, was Content betrifft. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Habe ich Scheiße gebaut? Nein, nicht wirklich. Ich habe keine Scheiße gebaut. Aber das Ding geht doch nicht um mich. Für den Typen war Molking eher ein Hater. Molking ist ein Hater, Etzerla. Das gehört doch niemals so. Das gehört doch niemals so. Jetzt warte mal. Und dann brauchen wir 4 Stück von den eckigen Dinger da. Das gehört doch niemals so. Das passt doch da gar nicht zusammen so. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stinkt da, Birger. Irgendwas stinkt da. Ich glaube, du hast einen Scheiße gemacht. Hast du einen Scheiße gemacht? Nein, ich habe aber keinen Scheiße gemacht. Was sagst du zur Quali von den Nippelklötzen? Für das, dass es ein Kinoding ist, kein Unterschied zu Lego, soweit ich das beurteilen kann. 0. Und das ist im Prinzip, fühlt sich an wie Lego, spielt sich wie Lego. Das ist vielleicht das so. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Da feit da irgendein drum. Aber. Na, ich bin der Volldepp. Molking ist ein Hater jetzt, Ich bin ein Volldepp. Kennst du ja nicht aus. Es ist auch der Wahnsinn mit dir. Steck halt jetzt mal zusammen. Hat eins weiter oben aufgekehrt. So schaut's aus. So, wo ist jetzt das eine Hater-Stickerl? So, warte mal. Oh. Und dann müsste noch so ein Abgrund mit Stufen irgendwo sein, aber ich finde keins mehr. Ich finde keines mehr. Ich kann ja keinen mehr finden. Ich kann es nicht finden. Ihr könnt mir bei der Suche nicht mehr helfen. Alles. Umdrehen liegt's da und schreit nicht. Mist drum. Ihr leck, jetzt fängt der bärtige alte Mo auch noch ein Singer an. Jetzt fängt. Ja, das ist Quality Shit. Hallo?
Das ist ja wohl, das ist ja eh klar. Weiß nicht, was hast denn du gemeint? Ich bin ja eigentlich Sänger, das muss man ja wissen. Dann brauchen wir noch die ganz kleinen 1x1 mit einem kleinen Griffdraht. Das muss ja, die müssen ja auch da drin sein. Ja, die sind ja da drin. Jawohl. Muss der Griff nach oben zeigen? Ja. Griff muss nach oben zeigen. Nach oben zeigen. Nach oben zeigen. So, jetzt, wo habe ich jetzt das lange, flache 6er-Ding hingelegt? Wo habe ich das jetzt hingeworfen? Ich hab's doch. Habe ich gehabt und hab's wieder abgebaut. Ne, das ist falsch. Falsch. Alles falsch, Birger. Alles falsch. Wo ist denn das jetzt? Wieder verworfen. Es ist einmal. Nein, einmal 6. Das ist ja ganz kurz. Muss mich lurren. Achtung, muss lurren. Ich find's nicht. Jetzt kommt der gute Zeug nicht. Es ist mir am Montag schon aufgefallen, wenn wir kurz einmal drüber geredet haben, während dem Last of Us Stream, dass auf einmal der Chat nur noch eskaliert ist mit diesem scheiß Idioten Oger-Pommespanzerschmerz. dass ich dann nicht mehr drauf reagiert habe, weil ich mir gedacht habe, oh. Vielleicht war das der Schritt zu viel. Scheiße, wo hab ich das hingelegt? Switch der Cam wieder, Birger. Beim Suchen helfen. Ja, jetzt habe ich aber halt die Kamera umgebaut. Wieder so mal. Achtung. Wieder so mal. Du müsst mir beim Suchen helfen. Ich brauche einen 1x6. 1x6 brauche ich. 1x6 flach oben. Ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht. Ich kann ihn nicht finden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn schon einmal gehabt habe. Ich glaube nämlich nicht. Ich kann ihn nicht finden. Ja, so kann man natürlich auch Zeit schinden, gell? Rechts oben direkt vor der Nase. Rechts oben direkt vor der Nase. Der da? Ah, der muss flach sein. Das ist ein 8er. Das ist ein 8er. Nein, der ist zu lang. Wir brauchen einen kürzer. Oben rechts im Bild. Hilft ihm halt. Jetzt hilft ihm halt einmal. Der muss schon da herum dabei sein, da haben alle Flachen drin. Rechts oben neben dem Viertelkreis. Ja, das ist ein 6er, aber der hat Nippel oben. Ich brauche einen flachen. Da. Den flachen Grippe brauche ich. Das ist alles Schmarrn. In der Ecken. Es gibt 4 Ecken. Habe ich es verschmissen? Da vielleicht? Ja, ne, das ist ein 4er. Ein 4er. Steckt eh schon drauf. Der steckt ja eh schon drauf. Der steckt ja eh schon drauf. Der steckt ja eh schon drauf. Ich renn dabei mal die Tüte zusammen, damit nichts passiert. Nee. Haha! Okay, bye. So haben wir jetzt alles. Ja, bladelt Birger, Kruzifix, Meter machen. So, einmal ein 1 auf 10. Das kann er sein. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nein! Habe ich vorher schon in der Reißen gehabt. Kruzifix ist dieser 10er. Jawohl. Ein 10er und ein 2x6er. 2x6. 2x6. Haben wir. Steckt mal drauf. Folgendermaßen. So. Und dann. So. Und schon macht die Gaude Sinn. Schaut gut aus vorhin. Gut aus vorhin. Oder was wird denn das? Das glaube ich wird fahren. Ist mir wurscht. So, dann 2x. 2x4. Das ist flach, das brauchen wir nicht. Das ist alles recht flach, was da umeinander liegt. Da haben wir es. 2x4. Einmal 1 auf 4. 1 auf 4, 1 auf 4 und dann wieder so komische Dinger mit Henkel, 2 Stück, jawohl. Und die nehmen wir jetzt einmal da her, halten wir so.
Dann nehmen wir die 2x4. Wir könnten die da auf. Warte mal, so oder was? Ja, denke ich schon. Stehen die so ein bisschen über. Dann kommt der Teufel mit dem Henkel wieder hin. 2x2x4 ist 16. Spreng ich. Zahlen im 10er-Bereich sind nichts für mich. Das lassen wir. Und dann diesen hier. Jawohl. Dann brauchen wir ein 1x4 flach oben. Hoppala, da steckt unten was dran. Das ist immer wieder da hin, wo es war. Ja. Schön Haufen. Oh, leck, ich habe eine Schaufel gefunden. Da ist eine Schaufel dabei. Geil, Leute. Kannst leicht schaufeln, wenn der auf die Feed früher. Das können wir eigentlich auch gleich einmal platzieren. Da schön in die Mitte rauf. Hier da rauf. Dann brauchen wir zwei so einzelne flache. Zwei einzelne flache sind nix. Ich sag das, was es ist. Zwei einzelne flache ist einfach nix. Es ist nix. Und dann einen flachen mit einem Nippel in der Mitte. Einen flachen mit einem Nippel in der Mitte drin. So, Schritt 70 haben wir, Schritt 71 haben wir auch. Ist das alles sauber zusammen? Nö, der ist nicht gescheit zusammen, der ist nicht gescheit zusammen. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Teil, das dann so umeinander wackelt und nicht gescheit, weißt du schon, nicht gescheit halt. So, jetzt brauchen wir 2 auf 3. Das sind diese Dinger flach oben und zwar 6 Stück, die liegen da ewig umeinander. 2, 4, 6 und ein einzelner mit Greifarm. Wir kehren das jetzt wieder auf. So, oder wie? Jawohl. Wo gehört der einzelne mit Greifarm drauf? Der gehört da drauf. Der zeigt so. Ich glaube, das ist richtig. Dann machen wir so. So. Und das da außen, wenn ich schon wieder bloß mit den 2, das da ohne Clips. Dann klang ich eigentlich schon wieder, weil das wieder nicht gescheit halten kann da. Eigentlich. Oh, ich glaube, wir haben nichts verkehrt gemacht. Passt schon. Das sind 4er flach. Sagt man das so? Ich sag 2x4. Oh, das sind 4er. Ja, tatsächlich sind das 4er. Das sind 4er flach. Mr. der Ecke haben sie wieder besser aufpasst wie alle anderen. Grüezi fix, da hast du absolut recht. Das sind keine 3er. Das sind 4er. Das sind 3er. 1. Ich habe ein Stück kleiner. Schön aufpasst, schön aufpasst. Hätte mich gewundert, weil der da nämlich an dem Griff oder was auch immer das da wird, haben die ein bisschen angegangen und das hätte mich schon gewundert. Hätte mich schon gewundert, weil bis jetzt war wirklich alles sehr passgenau. Also wirklich sehr, sehr passgenau. Ging wir bloß die Steine langsam aus. Alles muss raus. Was bauen wir beim nächsten Mal zusammen? Ich hätte Bock auf eine Tierpitz. Ist so lang, Alter. Du kriegst einen Schlaganfall, das ist 1 Meter lang. Ich weiß gar nicht, wo ich die hin soll. Oh, haben wir Interesse an einer Tier oder an einer Bismarck? So. Haben wir. Aber jetzt müssen wir noch mehr Ketten zusammenbauen. 8 Stück. Das kriegen wir hin. Das ist wieder der perfekte Zeitpunkt zum Chat einlesen. Ist das gleich. Bismarck Wartebs. Ja, die müssen wir aber auf 2 oder 3 Streams aufteilen. Weil. Weiß das was ist. In die vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat die schon jemand gebaut und kann man mal sagen, wie viele Bauschritte die hat, also wie viele Tüten. Wahrscheinlich halt dann 6. Ich weiß nicht, wie viele Teile die hat. Ich glaube 2.500 oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Bismarck, ja geil, Alter. Aber die dauert halt ein wenig. Das ist halt das Problem. So, und jetzt gehört das da so aufgesteckt, oder wie? Wie läuft das? Moment einmal, wie läuft das? Wie gehört denn das? Gehört das so? Und dann ist da die Ketten dran. Ah, das ist ja cool. Das ist quasi ein Stückerl Ersatzketten dran. Bauschritt 73, erledigt. Umbladeln, weiter geht's. Aber jetzt müssen wir einen Panzer wieder für ihre Rahmen. Oh, wir brauchen eine Schaufel! Eine Schaufel, wo bin die jetzt wieder hingeworfen? Da ist Schaufel und ein Ohrling mit einem, ja, mit Griff dran. Müssten eigentlich alle da dran sein. Das Ding auf Amazon, Kühlentechnik-Traktor mit Anhänger. Aber alles Sache der Übung. Birger, ich verstehe die Frage nicht. Wo Problem?
Gibt's auch eine Reichsflugscheibe? Boah, leck die. Gibt's die Reichsglocken? Kennt das jemand? Also ich hab genügend UFO-Dokumentationen gesehen, dass wer kennt die Reichsglocke? Wann kommt denn eigentlich mal wieder die neue Musik von dir, Birger? Oh, Mikey, wenn ich lustig bin. Ich hab tatsächlich mit was angefangen, schon vor einem Jahr, vor über einem Jahr. Das kriege ich nicht fertig, weil mir einfach der Elan verlassen hat. Darum, ja, weißt du, was es ist. Wenn ich lustig bin. So, Schaufel platzieren. Die Reichsglocke aus Lego, das war natürlich geil. Hey, liebe Mold Kings, ich vermarkt's euch. Ich mach kostenlos Werbung für euch, aber ich mag auch nicht zugeschickt kriegen. Das nehme ich mir heraus. Das war geil. So, jetzt brauchen wir die komischen Griffdinger, die einzelnen. Die finde ich schon wieder nicht. Da die komischen ganz kleinen Wutzeil mit einem Henkel dran. Einlinge. Da haben so viele Dinge mit Henkel dran, aber ich sehe keine. Wo sind denn die Mistviecher? Haunebu 3 ist schon geil. Hartgehen Nurflügler. Oh, leck, der Nurflügler war auch geil. War das nicht der erste? War der nicht sogar aus Holz? Du musst, was, Nazis waren so gestrahlt, die haben einfach einen Düsenjet aus Holz gebaut, Alter. Im dritten Haufen, was ist denn der dritte Haufen? 1, 2, 3, da. Ja, da schaue ich schon die ganze Zeit rein, aber ich sehe keinen. Ich bin blind. Ich bin mal wieder blind. Was soll ich machen? Ja, der war Holzen. Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn das Ding? Das ist ja schon wieder so winzig, dass ich blinder Uhu nicht sehe. Wahrscheinlich alles. Ist aber doch nicht im dritten Haufen. Ist da nicht im dritten Haufen. Haufen, nö. Über dem Griff. Was für ein Griff? Über dem Griff. Über dem Griff. Da ist einer! Jetzt habe ich einen entdeckt. Einen habe ich entdeckt. Wie kehrt denn der da hin? So. Hä? Ich hab die Einlinge wieder falsch hingebaut. Ah, die halten die Ketten dran quasi. Aber gut, dann muss der zweite auch irgendwo da liegt er. Mitten da liegt er, ich blinder Birger, du blinder was machen Sie? Das ist wieder voll. Was machst denn du? Sag mal. Ja, sag mal. So, jetzt halt das Ding auch da. Sehr schön. Sehr schön. Tintenburg. Ist vielleicht ein bisschen viel. So, Bauschritt erledigt. So, jetzt müssen wir das da an den Arsch ohne bauen. Das werden wir da. Ich glaube, er ist ja fertig schon. Ich glaube, er ist fertig geladen, weil die kleinen roten Lampen, wenn man ansteckt, sagt man das? Wenn man da ansteckt, dann blinkt die kleine, also dann leicht die kleine rote Lampen und ich glaube, wenn er voll ist, geht die aus. So wie es halt überall ist. So, und jetzt muss das Ding da an den Wackelscheiß da ohne. Hey, das ist richtig. Ja. Ist schon dran, passt, sitzt, hat, wackelt und hat Luft. Schaufel ist auch dran. Wundervoll. Wundervoll. Wo stellen wir denn hin? Dass man ein bisschen sieht. Muss man auch was sehen. Man muss auch mal was sehen können. Muss auch mal was sehen. Hand aufs Herz, wer hat heute Wurst gegessen? Wer hat heute Wurst gegessen? Von euch? Sagt das, es ist, ich habe ein Weißwurstfrühstück aufgetischt. So, 1x12, den haben wir schon 15 Mal in der Hand gehabt. Dann, irgendwie 6 Mal den gleichen Stor, bloß 2 Mal aufteilt. Verstehe ich nicht. Eins, ist der einmal glatt und einmal nicht, oder wie? Oder, hä? Die haben verschiedene Farben. Jetzt, Moment einmal. Dinger haben verschiedene Farben. Ganz, ganz, ganz leicht. Okay, das irritiert mich gerade ein bisschen, muss ich sagen. Wo ist da der Unterschied? Ich check's nicht. Wahrscheinlich einfach nur die Farbe. Aber die Bauweise ist die gleiche. Sehe ich das richtig? Ja, da ist jetzt einer mit anderer Farbe. Das heißt, die dunkler Kern außen.
Und die hellgraue, das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen in der Kamera, weil da die ganze Licht einer fällt, aber die schauen einfach leicht anders aus. Die haben eine leicht andere Farbe. Ich weiß nicht, seht ihr das? Der ganz außen hat eine andere Farbe wie die 4 in der Mitte drin. Ich habe einen Lachs-Wrap gehabt und einen italienischen Wrap. 2 Bar Wiener, das lasse ich mir eingehen. Das ist das richtige Karfreitag-Essen. Das ist die richtige Farbe? Ja, das muss eigentlich auch so passen. Ich verstehe zwar den Sinn nicht, aber egal. Gut, legen wir da her. Dann brauchen wir 2x12. Der ist kurz, der Grippe. Dann brauchen wir den. 2x12. Dann brauchen wir 1x10. Der ist um 2 kürzer, jawohl. Und 2 einen Einling. 1, 2. Ja. Fisch zählt natürlich nicht. Das heißt ja immer bloß. Hoppala. Man darf keine Wurst nicht essen, hat es aber geheißen, oder nicht? So, jetzt Moment einmal. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wie wir das gebaut haben. So. Da. Kommen die Einser, kommen flach da rauf. Flach da rauf. Und dann kommt das Ding. Hä? Absolut falsch schon wieder, Birger. Absolut falsch. Weißt du, was mich voll ärgert? Ich hab mir zu Ostern was geschenkt, was ich mir schon seit Ewigkeiten einbeit. Nämlich einen Airfryer. Ja, schaut meinem Wohlstandsranzen auch nicht, wenn ich einmal nicht aus der Fritteuse rausfries. Was ich schon Ewigkeiten nicht mehr tue, weil ich schon Ewigkeiten gar nicht mehr hab. Und dann habe ich mir den gekauft, einen Airfryer. Was tut der DPD-Depp? DPD-Depp geht her, vor der Haustür abgelegt, aber halt nicht vor der Haustür abgelegt. Sag ich Dankeschön. Jetzt habe ich mir extra Pommes und Chicken Wings, die ich schon seit 80 Jahren nicht mehr gefressen habe, gekauft und kann es nicht machen. Nur Backofen-Pommes, genauso gut. Das halte ich für ein Gerücht. Also, Unterschied zwischen Fritteusen-Pommes und andere Pommes haben Welten. Backofen-Pommes. Ja? Da brauchen wir gar nicht das Diskutieren anfangen. Null. So, jetzt brauchen wir wieder so ein kreisliches einzelnes Steckerl mit einem Hagel dran. Ja, haben wir schon gefunden. Birger, halt die Klappe. Aber du brauchst 2. Du brauchst 2 davon. Da ist das zweite. Ich hab so einen Hass auf DPD, die finden nie meine fucking Wohnung. Ja, bei uns ist es auch nicht ganz einfach, unser Haustier zu finden, aber trotzdem. Ich habe ihm zugeschaut. Ich sprichwörtlich. Ich bin sprichwörtlich beim Scheißen gesessen, wie er ihm vom Fenster draußen zugeschaut hat, wie er vorbeigefahren ist. Und im gleichen Moment macht es halt bzzzt, am Handy, ich schau in die E-Mails, ja, ist zugestellt worden. Dann haben wir Einkaufen gefahren und ich hab nicht nachgeschaut. Und beim Heimkommen habe ich festgestellt, ja, ist gar nicht da. So, Bauschritt 77. Erledigt. So, 1x12. 1x12 haben wir. Gehört da drauf geschissen. Und 1x10. Flach. Gehört wo drauf geschissen? Da reingeschissen. Jawohl. Und dann geht's straight an den Panzer gebaut. Straight an den Panzer gebaut. Aber wie rum? So rum? Ja. Ja, passt genau auf. Oh, ne. Halt, stopp. Leicht schief. Leicht schief, das ist nix. Leicht schief, das ist nix. So, haben wir's schon. Nächster Bauschritt. 79. Jetzt, oh, da kommt jetzt die Kanone vorne hin. Aus dem Gussrahmen. Die zeige ich nachher nochmal schnell ein bisschen genauer her. So. 2x8 und 2x6. Kehrt wahrscheinlich so, oder? Ja. Dann haben wir 2x3, 3x3, 2x2, 2x3, 2x2. Dann kommt das Ding so auf. So auf. Ich verstehe nicht, warum das so wie instabil gebaut wird, anstatt dass man
Statt dass man jetzt da 2x12 nimmt. Verstehe ich noch nicht ganz, aber gut. Dann brauchen wir 3 flach. Mach mal Rindersteak drin, ist der Hammer. Ich hab ganz klassisch drüber nachgedacht, wie ich mir den Airfryer kauft oder den bette mir jetzt einfach ein. Der hat auch nicht den Teufel gekostet, ich glaube 50 € oder so oder 60 €. Und ich hoffe von Amazon, ich kriege naja, die haben zu mir gesagt, wenn morgen das Backerl nicht kommt, die sagen, das ist noch unterwegs, so ein Scheißdreck ist unterwegs, also ich kriege dann schicken sie mir einen Ersatz. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so tragisch. So, bitte. Das sind 2 spezielle Gussrahmenteile. Einmal so eine Kanone und einmal so ein, ja, so ein Panzerelement. Die drehen wir da jetzt raus. Wie wir das von Warhammer gewohnt sind, und picken wir es rein und dann schaut das gut aus. Ich habe ganz klassisch, ich habe an eine Fritteuse gedacht und habe mir gedacht, ja, Chicken Nuggets, Chicken Wings, Gickelhaxen, Pommes, so Krokettendinger, so Kartoffelspeitel, sowas halt. Beilagen. Aber wir haben noch gar nicht so weit gedacht, dass man da auch Fisch und Steak und was weiß ich was alles für einen Scheiß drin machen kann. So, Bauschritt 81, abgeschlossen. Sichtluke und MG-Schacht. Sehr schön beschrieben, ja. Sichtluke, MG. Sehr schön. So, jetzt meine ich, geht's ans Panzern. Jetzt kommt nochmal der Panzer vorn und da wird das wahrscheinlich einfach vorn aufgesteckt. Jawohl. Ja, das wird jetzt ein bisschen tricky, ohne dass wir wieder das ganze Ding da slingen. Einfach gleichmäßig da aufstecken, ohne dass wir am besten was abbrechen oder sonst was. Ja, gut aus. Ja, nimmt schon vor mir noch. Also so, oh, da ist ein bisschen was auseinandergegangen, glaube ich. Stopp, Vorsicht. Ja. Passt schon. Haben wir schon beieinander. 82, abgeschlossen. So, jetzt brauchen wir einen Haufen Flache. Das heißt, Panzer hier hin. Hier auch wieder einigermaßen was Sekt's. Das kehren wir da auf. Jetzt brauchen wir die 2x4, 4 Stück. Die 2, die da haben, die nehmen wir wieder da um, dass alles beieinander ist. Dann brauchen wir 3 die 3er. Haben wir da noch welche? Ich sehe nämlich da keine mehr umeinander liegen. Das ist ein bisschen mein Problem. Habt ihr in Haus Fegelbürger? Oh, glaubt, da hört man was. Was, Fegel? Wir haben tatsächlich eine kleine Kohlmeise, die im Dach umnisst. Die ist ganz cool, wenn ich mich beim Raucher draus stehe, dann sitzt da wenn die Stauern davor und schaut mir die ganze Zeit an und fliegt so lange nicht auf, bis ich weggehe. Schlaues Viech. Ich meine, ich tue ja nichts, das ist ja klar, die kann da umeinander nisten, wie es will. Aber ich habe ihr im Vertrauen versucht zum sagen, ey, Kohlmeisen, Bro, du kannst da so viel Nestel bauen, wie du lustig bist, aber du sollst wissen, dass ich 3 Alpha-Prädatoren im Haus habe. Und wenn die spitz kriegen, dass du, Meister, da oben ein Vogelnest einbaust und da, weiß ich nicht, 28 Junge kriegst, dann meine ich, geht das nicht gut aus. So, und dann haben wir noch 1x3 und 1x3 und 2x8. 2x8 lang, wo sind denn die? Flach oben, das werden wahrscheinlich die da und die da sein. So, da müssen wir jetzt genau aufpassen, wo wir was hinpflanzeln. Und zwar, okay, fangen wir mit die 8er an. Die kommen da außen. Okay. Okay. Kennt jemand einen Ramos-Sound? Okay. Spielt jemand noch aktiv League of Legends? Ne, eins weiter hinten. Ich sehe gerade da schon wieder, dass die Steine verschiedene Farben haben und so. Ich glaube nicht, dass das so kehrt, aber ich glaube, dass es mir jetzt einfach wurscht ist. Das habe ich nicht gewusst. Beim nächsten Mal wissen wir, dass es verschiedene Farben gibt, die sich ganz leicht unterscheiden. Ganz leicht unterscheiden. Wo ist das 4. Stornl hier? Da ist ein 4. Stornl. Ja. Da ein 3er einer. Ja, jetzt wird er schon. Er wird schon glatt und Ding und ja, wird cool. Wird richtig cool, das Ding. Gefällt mir richtig gut. Freunde der Sonne, ich schwör's euch, ihr wenn da nicht mehr Bock drauf habt, ich bin schon angefixt da. Haben wir's schon. Aber wenn wir größere Sachen bauen, dann müssen wir es natürlich ein wenig, wie soll ich sagen, ein wenig auf mehrere Streams aufteilen.
Kosori kann ich empfehlen, habe ich auch. Was ist ein Kosori? Noch nie gespielt. Sein Panzer fährt wenigstens nicht wie beim Barras. Aktiv und aktiv ist nicht immer dasselbe. Was? Okay, schon drin. Oder das war Einbildung, kann auch sein. Was? Mein Akku ist fast leer, aber ich möchte noch weiterschauen. Alex, da muss das Handy anstecken. Was ist mit dir? So, weiter geht's. Brauchen wir ähnliche Steine wieder. Ah, da spiegelt's krass, gell? Da seht ihr gar nichts. Da seht ihr gar nichts. Gehen wir mal da her und ich lege mal den 4er Brick da unter. Vielleicht seht ein bisschen mehr. Da herum haben wir jetzt Bauschritt 84. Kurz nochmal Kontrollblick. Ja, wir haben alles verbaut. So, einmal haben wir einen 4er. Den bauen wir, der gehört genau mitten da vorne rein. Nein, gehört er nicht. Warum gehört der nicht da mitten vorne rein? Hä? Wie der was nicht? Ja, überall runtergefallen. Da ist ihm was runtergefallen. Gehört so. Dann brauchen wir wieder 2 Dreier. Zack, zack. Gehört so hin. Der Drecksan schreibt, ist es Kobi-Birger? Nein, Mold King. Kobi können wir uns, also übrigens, nochmal, wir mittlerweile haben doch vielleicht einige zugeschaltet oder weggeschaltet oder wie auch immer. Es ist ein Mold King. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ja, es ist ein Affiliate-Link, weil sie das Ding genehmigen möchte, um Gottes Willen. Ich mache da keine Werbung dafür, ich will nicht zahlt, kein gar nichts. Es ist mir wurscht, was für Marke das ist. So, da brauchen wir schnell einen 2er. 2er, aber ein komisch grauer, kein normal grauer. Da haben wir zumindest, wenn wir drauf aufpassen können, dass wir den richtigen nehmen. Und es war jetzt mal so das erste Modell, das ich mir ausgesucht habe. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Nippelklötze mehr gebaut. Stimmt nicht ganz, im Video haben wir vorher was gesehen. Da habe ich mir all die Lego-Kisten aus dem Keller rausgereiht dafür. Und ob das was gibt's denn sonst noch? Kobi, Mold King? Leider gibt es kein Warhammer Klemmbaustein-Modell. Ja, schade. Das hätte man natürlich machen können. So, brauchen wir 2 eckige. Muss ich wieder ein bisschen mit System da machen, weil sonst, wenn ich einfach drauf los tue, dann wird es nichts. So und so. Und ich glaube, man ist einfach ein bisschen schneller, wenn man sich alle Storndal herrichtet. Und dann weiter tut. Dort alles einzeln suchen und draufstecken. Weil mich findet schon wieder, ich brauche einen 1x2. Da ist er. Schreit nicht. Im falschen Haufen drin. Ist er im falschen Haufen drin, Birger? Was ist mit dir? Und dann brauchen wir einen 4x4, wo bloß 2 Nippel drauf sind. 4x4 mit 2 Nippel. 4x4 mit 2 Nippel drauf. Nippel, yeah. Nippel, yeah. Gibst du mal den Nippel? Ja, ein bisschen Kreuzweg kriege ich. Das ist das Einzige, was mir auffällt. Weil die ganze Zeit schon wieder da sitzt, wie der scheiß quasi Modo. Kann aber auch wahrscheinlich der Stuhl nichts dafür, wenn ich da sitze wie ein Vollidiot. Ja, so. Haben wir alles? Den haben wir, die 2 haben wir, die 2 haben wir, die 2 haben wir, den haben wir, den haben wir. Passt. Bauschritt 85. Oh, jetzt kommen die Lichter. Da haben wir so kleine Lichtersteine, die haben ja transparent. Sehr schön. Wie das nun mal so sein soll. Dann brauchen wir 2 so runde Dinge. Was auch immer das ist. Da sind ja wieder, glaube ich, speziell hergestellt, die Steine. Habe ich so noch nie gesehen, aber gut. 4x4 mit 2 Nippel. Klingt nach meiner Ex. Meter oder was? Mein Alter, die ist 4 auf 4 Meter. Dann haben wir ein 1 auf 2 und 2 Einlinge flach. Ja, klingt auch nach meiner Ex. 2 Einlinge flach, definitiv meine Ex. Die kommen auf die Lichter drauf, die einzelnen. Deckt sie da eigentlich anständig was? Ja. Denke schon. Kommt das auf dieses Licht auf? Hoppla. Auf das Licht drauf. Wunderschön, wunderschön. Dann die runden Dinge. Das sind so Klappen, glaube ich. So, wie kommen denn die da auf? So. Wie macht man das? Ah ja, sind schon um. Ja, ist ja cool, dass da extra kleine Storndal für bestimmte Modelle hergestellt werden. Das ist halt schon cool. Dann haben wir da wieder so eine Art Luke. Und da haben wir die Lichter. Schön verkleidet. Schön verkleidet, schaut richtig cool aus. Ja, jetzt kriegt er schon langsam ein Gesicht. Haben wir nicht mehr ewig lang. Haben wir nicht mehr ewig lang, Kinder. Die Veganerin hat jetzt Onlyfans. Ja, ich sag da ganz ehrlich, die militante Veganerin ist ein absolutes Social Media Marketing Genie.
Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Ja. Wenn sie nicht zu blöd ist, alles richtig gemacht. Jeder kennt die alte. Die alte Flatterfotze, du. Jeder. Wer kennt die militante Veganerin nicht? Die meint halt, ich bin auch schwerstens davon überzeugt, die meint das nicht ernst. Sag ich dir, was ist. Das ist eine Kunstfigur. Die ist auch nicht dumm. Die ist halt jetzt nicht so dumm wie der Rainer. Das merkt man halt auch. Mag schon sein, die ist so gesehen dumm, weil sie halt ihrem jeden auf den Sack geht. Und weil sie halt die militant ist, deswegen heißt sie da die militante Veganerin. Im Grunde hat sie mit ihrer Message ja recht. Das ist ja das Schlimme. Aber die Art und Weise, wie sie das die Leute erzählen will, die bringt mich dazu, dass ich das nächste Mal nicht 2 Bar Weißwürst kaufe, sondern 8 Bar. So einfach ist das. Ich kann das, wenn sie Medizin studiert hat, nicht ernst meinen. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ja, jeder kennt's, aber sie erreicht nichts damit. Ja, um das, glaube ich, geht's ihr auch nicht. Wirklich. Sondern es geht um die fetten Monados. So schaut's aus. Und die hat's auf alle Fälle. Da kannst du mal Gift drauf nehmen. Da kannst du mal Gift drauf nehmen. So, jetzt brauchen wir wieder weitere Steine. Irgendwas mit so einem Spitzel. Aber schaut aus wie das Wappen vorher auf dem Space Marine. Macht auch wieder so ein bisschen den Eindruck, als wäre es ein speziell gefertigtes Stickerl. Legen wir jetzt einmal da her. Dann brauchen wir einen Zwaring. Zwaring und wieder einen mit so einem Armnippel. Zwaring mit einem Nippel. Brudi, gibst du Nippel? Kann ich mal einen Nippel haben? Zweimal, dann zweimal wieder ein einzelner Flach. Und ein Zwaring mit 2 Nippel. Haben wir alles da. So, wo gehört jetzt das hin? Stickerl für Stickerl. Seht ihr da überhaupt nicht irgendwas? Nö. Seht ihr da einen Scheißdreck? Seht ihr da? Machen wir mal so. Seht ihr wieder mehrere. Okay. Stopp. Geht da drauf. Geht da drauf. Wer ist denn überhaupt noch aktiv im Stream dabei? Und schaut mir da überhaupt zu, was ich da tue? Ich bin selber gesundheitsbedingt seit 8 Jahren Vegetarier, aber bei ihr will ich Billigfleisch kaufen und ihr das einfach bringen. Ja, einfach Billigfleisch kaufen und vorher am Boni schmeißen und vom Boden wegfressen. So mehr jetzt ihr am Liebenden drin. Aber das ist ja genau, was sie will. Und es funktioniert. Es funktioniert einfach. So, 1x4 flach. 1x4 flach. Wir haben nicht mehr fest da. Ich sag das, was ist. Wir nähern uns dem Ende. Das ist jetzt schneller gegangen, als ich dachte. 1x4 flach. Wo gehört das hin? Der gehört da hinten her. Haben wir. 1x4 haben wir. Und dann brauchen wir 20 Mal die Gitterdinger da. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. So, und die müssen wir jetzt da flächendeckend verteilen. Das ist im Prinzip die Lüftung hinten aussehen. Nehme ich mal schwer an. Ja, dann müssen wir mal einen Platz lassen. Ja. Das ist so. Oh, da haben wir ein falsches. Nein, da haben wir nicht ein falsches. Die haben bloß zusammengewachsen. Ja. Kriegt das da richtig schön. Schaut richtig gut aus. Ganz ehrlich, wie schnell das er auf arme Formen annimmt. Ist halt schon cool. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Und es ist sehr entspannend. Ich muss mir bloß noch was einfallen lassen, vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir. Entweder machen wir einen Stream ein bisschen kürzer. Nicht ganz so eskalieren. Mit 4 Stunden. Aber ich kriege ein wenig Kreuzweh im Knack. Dasselbe Problem habe ich normalerweise auch beim Warhammer malen. Und da tue ich meinen Stuhl dann meistens ganz oben, damit ich halt gerade über Tischkanten schaue. Dann schaue ich aus wie so ein 4-jähriger Hosenscheißer, der nicht über Tischkanten um mich sieht. Aber mir tut halt das Knack nicht weh. Die Lüftung vom Leopard 2. Schaut die genauso aus. Ich habe absolut keine Ahnung, was es ist. Im Knack kriegt man doch normal nur Bauchweh. Das stimmt. Und Bauch- und Kopfweh. Kinder, Bauch- und Kopfweh. So, 4 mal noch so Special Bricks.
Ich glaube, gibt es bei Lego im Allgemeinen nicht. Oh, das Wort darf man nicht mehr sagen. Das ist zu viel Lego-Werbung. Das ist natürlich nichts. Hoppla. Und schon ist die ganze Oberfläche glatt as fuck. Schau dir das an. Und noch sauber. Draufdrucker überall. Jetzt haben wir irgendwas aufgehaxt. Haben wir jetzt was aufgehaxt? Nö. Haben wir was aufgehaxt? Nö. Passt schon. Ja, sauber draufdrucker. Alle den Ohrenkrippe. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. So, Bauschritt 87 ist erledigt. Wir gehen mal. Bauschritt 88. Legen wir wieder ein Brick drunter, damit es nicht so spiegelt. Aber ist besser so. Diese Teile gibt's, werden gerne als Goldbarren benutzt. Scheiße, wir haben ja wirklich Leute, die haben wirklich Ahnung. Ihr seht das sogar auch richtig, was das für Teile sind, oder? Ich glaube, ich hab da sogar noch welche. Ja, die da. Pass auf. Ja, macht schon den Anschein von einem Goldbarren. Einem ziemlich großen, aber ja. Kette zu lang? Kette ist nicht zu lang. Die ist nicht so. Die muss ein wenig durchhängen, sonst kann sie sich nicht dran. Glaube nicht, dass die zu lang ist. Die ist völlig identisch lang und die eine haben wir abgezählt. Also ich glaube nicht, dass was fehlt. So, wir brauchen ein rundes Viersechene mit Steckerl dran. 1, 2, 3. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Ich kann nicht sehen. 4. Dann ein Einling mit Griff. Einling mit Griff, 2 Stück. Und einen runden. Den haben wir da. Alter, was bauen wir da hinten zusammen? Was ist denn das? Na, das ist der falsche. Der hat so einen Zipfel um. Ich brauche einfach nur ein rundes. Das kann das da sein. Jawohl. Der kehrt jetzt da so auf, nehme ich an. Ja. Kehrt das Ding. Ah, die können ineinander gesteckt zwar. Ich habe absolut keine Ahnung, was das für einen Sinn macht, aber ist. Ah, okay. Dann brauchen wir die Einlinge. So, und die haben leicht schräg. Warum haben die da leicht schräg? Deckt sich da wieder nichts mehr. Kruzifixe Dinger, wenn ich dran. Verzeihung. Werden die so ineinander gesteckt. Und dann wahrscheinlich an dem Griff festgemacht. So. Oder? Alter, da haben irgendwelche. Was ist denn das jetzt dann? Ja, gut, werden wir gleich sehen. Werden wir mir gleich sehen. Sing. Schatz, hilf ihm mal, du bist da besser als ich. Was? Ich weiß nicht ganz, wie das da. Ja, da haben sonst keine Nippel. Doch, da haben Nippels. Das macht jetzt keinen Sinn da. Warte mal. Kleines, aber feines Detail. Ja, hab schon gefunden. Das steht da hinten dann so aussehen anscheinend. Irgendwie so. Ich weiß zwar nicht, was da stehen soll, aber wahrscheinlich halt irgendwelche Rohre und keine Ahnung was. Oh. Ja, denke schon. Das haben wir alles. Dann, die habe ich auch schon gesehen, das sind diese Pömpel. Die Pömpel, die kenne ich auch noch von damals. Wie viel brauchen wir da? 4 Stück haben wir. 4 Stück Pömpel bitte. Und diese, weiß ich gar nicht, wie ich die nennen soll, Duppi, Schrammzüge, Kreuz. Dicker. Was das sind Antennen? Im Ernst jetzt? Die weiß ich jetzt nicht, wie die in echt ausschauen und wirken. Sag ich dir, was ist. Da gingen die Dinger durch, oder was? Sind aber nicht dafür gedacht. Aber sie gingen durch. Okay. Solange es durchgingen, ist mir das wurscht. Da siehst du, das ist ein Kreuz und die Dinger haben halt rund, aber sie gingen trotzdem durch. Relativ zäh. Aber sie gingen durch. Kriegsfunke. Habe jetzt natürlich nicht auswendig nur, dass diese Antenne ist. Die stecken jetzt dann. Achtung. Ein bisschen 14. So. Die stecken jetzt dann da so drauf. Diese Antennen sind seltsam. Sag ich dir, was es ist.
Hätte jetzt nicht gemeint, dass das Antennen sind. Aber gut, wenn es Antennen sind, sind es wohl Antennen. Zusammenstecken. Eins nach dem anderen. Aber ja, es sind kleine nette Details, die halt dann einfach das ganze Modell interessanter machen. Jeder runterfallen. Doch ist beim Original auch so. Das muss ich mir nachher fast anschauen. Warte mal, wir haben doch da einen Beutel drin. Am Anfang vom... Wir haben doch da am Anfang einen Beutel von einem Tigerpanzer gehabt, oder? Allererste gleich. Aber ja, sagt man hinten nicht gescheit. Aber da sagt man auch die Kettenersatzdinger. Bin ich gespannt. Jetzt kommt nämlich dann der Turm dran. Da ist das kleine MG, da ist das Ausschaufenster, die Luken, da. Ah, es ist schon mit Liebe gemacht. Du brauchst nicht weiter. Ich find's cool. Ich find's richtig nett. Alles erledigt. Bauschritt 90. Das sind Schläuche und keine Antennen. Amateure, schreibt der Karl-Heinz. Jetzt weiß ich auch nicht, wie mir jetzt glauben soll. So, wir brauchen 2 mit 10. 2, 4, 6, 8, 10. Dann haben wir 2 mit 8. 2 mit 8 und einen 2x4 flach. Machen wir... Oh, was? Die müssen wir zusammenstecken, oder was? 2, 4, 6, 8. Tatsächlich. Was ist denn das wieder? Da wird wieder irgendeine instabile Konstruktion bauen. Ich riech's bis daher. So. Glaube ich schon. Und dann kämen die ganzen 4x4 flachen Dinge right drauf. Hoppala. Ja. Schaut noch eine Komplettverblendung aus. Brauchen wir noch so einen einzelnen 4x4. 2x2. Und ein 2x4er. Ja, schaut nach der Seitenpanzerung aus. Hammer. Dann haben wir schon wieder bei Bauschritt 92. Das sind Abgasschläuche. Das darf da hinten auch irgendwie mehr Sinn machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Ich glaube, dass unser kein Abgas nicht produziert. So, dann brauchen wir die Henkeldinger. Da müssen wir 2 Platz lassen, wenn ich das so richtig sehe. Nein, das ist falsch rum. Mal so. Und einmal so. So und so. Und dann, die können da an der Seite eingehängt. Alter, was ist denn das für Konstruktion? Bist du besoffen? Ja, wer baut denn solche Modelle? What the fuck ist das? Ja, ihr seht wieder nichts, weil es sich so spiegelt. Kruzifix. So, das geht an der Seite so schräg eingehängt an den zwei. Eins. Es funktioniert halt einfach. Wie geil ist das denn? Obwohl es schräg ist. Wie cool ist das denn? Okay. Okay. Aber die Platten oder andere Farbe. Das ist halt ein bisschen der Scheiß. Da müssen wir schon die richtige Farbe ausziehen. Außer damit. Also, wieso mache ich denn da 2 verschiedene Grautöne? Aber gut. So, das Ding werden wir jetzt wahrscheinlich einfach eiskalt nochmal bauen müssen. Nehme ich schwerstens an. Oder bloß für die andere Seite nicht. Jawohl, dachte ich mir doch. Dann nehmen wir das da. Dann nehmen wir das da. Und wir nehmen so ein 4er-Ding, wie ich gerade verschmissen habe irgendwo. Da, jawohl. Einmal. Einmal. Und wie rum, dass wir den zusammenbauen, ist sowieso scheißegal. Wir nehmen wieder Blatterl. Ich bin farbenblind, ich sehe keinen Unterschied. Ja, bei euch über die Kamera ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Das ist jetzt wieder so ein hellgrauer, das passt wieder nicht. Was ist denn das für ein Käse? Habe ich jetzt bloß noch diese hellgrauen? Habe ich wieder irgendwo einen Scheiß gemacht? Ich weiß ganz genau, wie es ist. Ich weiß ganz genau, wie es ist. Irgendwo hat er wieder einen Schund gemacht, der Trottel. Der Trottel! Ja, wird nicht anders gehen. Dann brauchen wir den Vierling.
Und dann glaube ich, ist das. Nein, ist nicht. Das ist die letzte graue Platte. Ja, die haben jetzt alle wieder die gleiche Farbe. Ja, gut. Dann brauchen wir wieder zweimal Henkel. Henkel trocken. Gibt's Henkel trocken? Was war ein Henkel trocken eigentlich gleich wieder? Der Stöbald schreibt, gute Nacht, Bürger. Sag ich auch gute Nacht. Merci fürs Zuschauen. Übrigens einmal an alle, die sich schleichen langsam, aber ich meine, wie spät ist es überhaupt? Wie spät ist es? 20 vor 12. Ja, Kinder, ist doch länger gegangen, als ich das dachte. So. Seitenverkleidung. Toten. Schaut richtig cool aus. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Haben wir nicht mehr weit. Haben wir nicht mehr weit. Die Teile. Der Hate wird weniger. Die Teile werden weniger. Jetzt kommt der Turm. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Henkeltrocken war Sekt. Ja, richtig. Richtig. Habe ich nicht mehr gewusst. So, brauchen wir das Ding und die zwei abgerunden. Zwei abgerundete. Wie bauen wir das zusammen? Seht ihr was? Ja. Panzer. Stellen wir da her. Das passt schon. Schritt Nummer 96. Stellen wir da her und ich glaube so, hä? Geht ihr das hin? Nein, nur an die oberste Ecken. So. So. Und das Ding unten. Okay. Passt. Dann brauchen wir einmal 8. Der. Und wir brauchen 2 mal 2 auf 6. Das ist der. Den hier. Brauchen wir den hier. Habe ich währenddessen wieder irgendwelche Donations übersehen? Ja, tatsächlich. Leute, ich hoffe, ihr habt's noch da. Ich hoffe, ihr habt's noch da und ihr hört's mir noch. Es tut mir so leid, ich habe keine Donations vor meiner Nase. Alter, Herr Berthold, dein 20er habe ich einfach eiskalt übersehen. Ich hoffe, du bist noch da. Das war vor einer Stunde. Herr Berthold, es tut mir leid. Merci dir, Bussi aufs Nussi. Geil, wie viel Sepp as always. Merci für den Zwickel. Einmal 56er mit Gummi. Weißt du, oder? Was? Ein 50er. Merci dir. Pommes frites, merci wieder ein 5er. Drachen-Sonderstream. Wo? Du willst es doch auch? Ja, natürlich mache ich es auch irgendwo, aber ich mag mich nicht in dieses Game ein. Ich will da nicht hin, Leute. Terrorplace, merci wieder ein Resub. Habe die Ehre, wie lang baust schon im Panzer? Seit 8. Mit kurzer Pause mal dazwischen 10 Minuten. Geil, wie Phänomen eure merci. Ja, bin nur da. Das ist mein Chat, schreiben kann nützt sich keiner. Patrick, warum denn? Sowas musst du öfter machen. Okay, ich habe verstanden. Freunde der Sonne, ich hab Spaß. Ihr habt offensichtlich auch Spaß. Es sind immer noch knapp 1000 Leute da auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Um Gottes Willen. Das ist super cool. Warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Kleine Modelle, die auf 2-3 Stunden fertig sind oder etwas Größeres. Vielleicht irgendwann später die Scheißburg Blaustein. Ich sag das, wie es ist. Wenn ihr sie haben wollt, dann sollt ihr sie haben. Ist mir scheißegal. Ich sag das, wie es ist. Diesen Content habt ihr bestimmt. Ihr wolltet ihn haben. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, fucking Like nicht vergessen. Was das eben ist. Bla 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 bla. So. Rundflach. Rundflach. Dann 2 Ringflach. Die Burg Blaustein ist halt riesig. Die hat ja. Wie viele Teile hat denn die? 25.000? Es ist halt ein Jahresprojekt, wenn es nicht ein 2-Jahres-Projekt sogar ist. Wenn es mich fragst. Ja, da haben wieder 2 verschiedenfarbige drin. Habe ich wieder übersehen. Verschiedenfarbig. Helleres Grau. 1. Das werden halt dann graue Teile sein, die man später nicht sieht. Und da habe ich jetzt die ganze Zeit nicht drauf aufgepasst. Das war halt jetzt dumm. Das ist dumm und schade. Aber das hilft jetzt nicht, da der wir jetzt nicht mehr zurück aus, weil sonst kriege ich einen Vogel. Ja, man lernt mit seinen Aufgaben, was es eben ist. Wo sind wir? Was brauchen wir noch? Ein 2x4. Haben wir einen Panzer mal da ein bisschen Seiten. Derzeit hat die Burg 22.000 Steine und sie sind halt noch nicht fertig damit wahrscheinlich, oder? Also das ist ja, die Leute haben sich das Ding gewünscht, das ist permanent ausverkauft. Und ist jetzt super gut angekommen und sie haben halt das Ding immer erweitert. Also du hast einen Burgteil mit dem, wie nennt man das, mit dem Bergfried und dann kannst du da was ohne bauen und dann da was ohne bauen und dann kannst du ein zweites Gebäude ohne bauen und es wird halt immer größer und größer und gestörter und gestörter. Und finde ich halt schon witzig. Man, natürlich finde ich das witzig. Aber die ist halt auch nicht ganz billig. Muss man auch dazu sagen. Und vielleicht als allererstes Projekt ein bisschen viel.
weiß ich nicht. Da können wir uns gerne im Discord drüber unterhalten, was wir als nächstes bauen. Ungefähr in dieser Größenordnung, warum nicht? Vielleicht sogar ein bisschen kleiner, damit wir nicht 4 oder 5 Stunden brauchen. Jo. So, jetzt muss ich mich kurz einmal konzentrieren. Haben wir schon falsch gebaut auch. Die können wieder außer. Und da können Einser oben auf. Warum können da Einser oben? Da können gar keine Einser oben auf. Ich bin ein totaler Volldepp. Wo können die Einser dann hin? Da außen können sie hin. Immer Einser flach. Ich habe halt mit der Kors-R geliebäugelt und die hat ein paar Teile weniger. Ich glaube 450. Und die war genau perfekt. Die ist auf 2-3 Stunden fertig. Das ist genau die richtige Länge, dass es nicht langweilig wird. Mir ist jetzt auch noch nicht langweilig, aber es ist jetzt das erste Mal. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Turmuntergrund gebaut. Dann brauchen wir 2 auf 3. Gehört da hinten einer. Dann brauchen wir endlich den Klotz und einen 1 auf 2er. Daher, Bauschritt. Achtung, Press F für Bauschritt 100. Corsair ist geil. Vorschlag, das Bruchteil von Lord of the Rings ist mir zu teuer und es ist Lego. Ich möchte ganz bewusst, gezielt kein Lego. Ist einfach zu gnadenlos überteuert und die haben Werbung genug. So, dann machen wir so. Haben wir da. Dafür seht ihr da einigermaßen was, ich denke schon. Was ich noch gern hätte, dass ich ein bisschen besser einen Stream lesen kann. Aber ich muss da halt, wie soll ich das machen? Ja, oder einfach stereotypisch Schloss Neuschwanstein. Ja, im Prinzip ist das gleich, aber das sind halt tausende kleine Teile, da sitzen wir ja ewig. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Bisschen. So, dann brauchen wir 2 flache, 4er. Einmal, zweimal. Wo können die Grippen hin? Die können zweimal da so einer. Und wenn man wieder ein bisschen drin ist, ich meine, ich merke es jetzt ja selber, jetzt habe ich nicht so viel falsch gemacht wie vorher am Anfang. Dann haben wir einen ganzen Brick, aber da haben 2 Stupsel vorne dran. Das ist der da. Steht mit sich vorne. Jawohl. Langsam kommt man halt hin, wie das Ding konzipiert ist und dann machst du es automatisch schon fast nicht mehr falsch. Ich wäre stark für irgendeine Prinzessin im Burg. Warum nicht? Das ist mir wurscht. Ja gut, ganz wurscht ist es mir nicht. Ich meine, ich muss das Ding, stehe ja dann irgendwo hin. Am liebsten natürlich da herin irgendwo, aber da herin geht man halt ziemlich schnell der Platz aus. Und ich kenne euch, wie wieder umeinander eskaliert wird. Und solange mir das nicht langweilig wird und euch nicht langweilig wird, warum nicht? Von Zeit zu Zeit mal. Stimmt übrigens, natürlich müssen die ganzen Objekte auf den Jahresmerch drauf, das ist sowieso klar. Teil des Streams, Teil der Crew. So, und dann kommt da unten der noch rauf. Und nur einzelne mit Nippel. Ja, Feststeine sind jetzt nicht mehr übrig, sage ich dir, was es ist. Haben wir bei 101, 102. Jawohl, bladelt mal um. Dann haben wir immer noch bei dem komischen kleinen Bauteil, wo ich eben noch nicht genau weiß, was es sein soll. Da kommen jetzt endlich diese Dinge mit dieser Halterung ohne. Aber nicht die mit den Zapferl, sondern die mit der Halterung. Ah ja, haben wir es schon? Hä? Wie gehört jetzt dies? Jetzt warte mal. Das schaut so aus. Das macht ja überhaupt keinen Sinn da. Moment einmal. Ah, wir brauchen jetzt erst den 1x4. Damit das wieder gerade ist. Jawohl. Und dann geht das einmal so. Da wird man dann wahrscheinlich die Kanonen vorne einhängen können, nehme ich an. Ganz schwer. Wo ist jetzt der letzte Halter? Wo ist noch Halter? Halter. Alter Falter, Halter. Dann haben wir einen großen Brick. Und wieder 2 so Haltertypen. Die können einfach straight draufgesteckt. Jawohl. Er nennt ja die Teile Nippelklötze. Wird das dann ein Nippelpanzer? Frage für das Jahrestischert. Natürlich wird das ein Nippelpanzer. Ob ich natürlich den Tigerpanzer mit jedem einzelnen... Ja, hat ja keine Nippel mehr am Schluss. Er ist ja ganz flach. Aber ein Tigerpanzer werde ich wohl oder übel da irgendwie
drauf tun müssen, fürchte ich. So, wie gehört dieses Mistteil jetzt da auf? So, als. Tatsächlich so. Was ist denn das für Konstruktion? Dass da ein Viertel Schlitz drin bleibt, gehört das schon so? Gehört das schon so? Alter Max Sniper, was tust denn du? Max Sniper, was tust denn du? Ich hab doch gesagt, dass ich Donations nicht registrieren kann. Gescheit, was machst denn du? Vor allem Namen, die ich mit diesen Beträgen noch nicht gelesen habe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Max Sniper, please, reißt euch zusammen. Von ganzem Herzen Dankeschön. Aber bitte, please, stop this. Dankeschön. Auf dein Knack geht die nächste Kurse. Sepp Lanzl, welcome to the squad. Hidden Blade, mir ist wieder ein Fünfer. Dir zuschauen ermüdet mich zumindest kaum. Das ist durch die Blume, weiß ich jetzt nicht, schwierig außer zum Pfriemeln, wie das genau gemeint ist. Wie ist das genau gemeint? Wie ist das genau gemeint? Der hat mir jetzt... Oh shit, ich hab was kaputt gemacht. Das gehört daher. Das gehört daher, glaube ich. Nein, nicht daher. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Ich sag das, was es ist. Ich muss nochmal zurück aus. Habe ich sonst noch jemanden übersehen? Nein, passt schon. Leute, Dankeschön. Ohne Scheiß. Mal an dieser Stelle kurz einmal merci fürs Zuschauen. Freut mich extrem. Es freut mich immer extrem, wenn wir mir neue Sachen ausprobieren und ihr habt Bock drauf. Das ist eigentlich, ja, schlichtweg einfach das Beste, was passieren kann. Dass einfach immer neue Sachen daherkommen. Wir werden das jetzt da nicht bis zur Vergasung machen, weil sonst wird es auch ziemlich schnell langweilig wahrscheinlich. Habt's wieder nicht gescheit aufpasst. Der steckt nicht richtig. Jetzt steckt er richtig. So, Turm nimmt Formen an. Ja, der Bob Lost war auch immer geil. Stimmt, der kommt einmal im Jahr. Damit er nicht langweilig wird. So, haben wir wieder fertig gebaut. So, Schritt 104, erledigt. Jetzt brauchen wir 8er Platten und 2 6er Platten. 8er Platten, 2 6er Platten, die können jetzt alle aufeinander gesteckt, oder was? Okay, die 2 6er übereinander und dann die 4er drauf, damit es oben übersteht. Dann brauchen wir eine 4er Platten, die kommt in die Mitte. Dann brauchen wir ein 2er Blatterl. Wo ist ein 2er Blatterl? Gib 2er Blatterl, gib! 2er Blatterl, gib. Sieht gut aus. Wunderschön. Dann brauchen wir so ein Abgrundstickerl. Wann gibt's wieder Cooking Sim? Weiß ich nicht. Vielleicht kommt der auch mal wieder irgendwann. Also momentan haben wir ja mit Spiele zugeschissen. Momentan, besser geht's ja eh nicht. Ganz ehrlich, Resident Evil 4 lässt storytechnisch ein bisschen, das ist halt pures Gameplay. Aber The Last of Us ist wirklich Perfektion. Ganz ehrlich, das ist genau, wie der Rainer zu sagen pflegt, das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Das ist genau, wie ich mir eigentlich einen Stream vorstelle, dass halt einfach ein Spiel gibt was her und ich kann meinen Senf dazugeben und alles ist cool und alles ist wunderbar, sprichwörtlich. Und wenn das wieder ausgeht, dann schauen wir mal. Wenn das gut ist, dann kommt Star Wars. Ende April kommt Star Wars Jedi Survivor, werden wir spielen, haben wir den ersten Teil gespielt, spielen wir natürlich auch den zweiten. Ist ja sowieso klar. So, jetzt müssen wir wieder ein Stückerl Ketten zusammenbauen. 2 Stückerl, jetzt weiß ich auch, warum da so viele Kettenstückerl dabei sind. Achtung, ganz Kettenstückerl, zusammenzwudeln. Absolut Last of Us On Point Medal. Aber jetzt, ich sehe schon, ich habe da wieder was losgetreten, was ich vielleicht nicht lostreten hätte sollen, aber ist ja nicht so tragisch. So, da gehören jetzt wieder die Ketten aufgesteckt an der Seite. Das ist dann das Kettenstickerl, das, oh nein, das muss man gerade machen, sonst geht es nicht gescheit. Machst du mal gerade. Wieso geht das jetzt nicht gescheit? Hallo, muss ich umdrehen? Das wird eigentlich wurscht sein, oder nicht? Wieso geht jetzt das nicht gescheit? Doch, geht schon. Man muss nur gerade machen.
Birger, mach's halt dann grad. Was machen sie? Nein, es geht nicht. Hm? Ah, die sind nicht miteinander verknüpft, oder wo sind die einzeln dran? Jetzt warte mal. Sind die da einzeln dran? Das geht nicht. Zeigt nach vorn. Ah, und die andere zeigt nach hinten. Dann geht's natürlich schon. Zwei lose Kettenstickerl. Ersatzteile, wenn man so will. So geht's natürlich schon. Er muss sich konzentrieren. Ja, ich muss kurz einmal aufpassen, auch grob, was ich tue. So, wo muss jetzt das ohne geschnickt werden da? So glaube ich. Hoffe ich. Wird schon passen, ne? So, das werden wir auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch mal brauchen, nehme ich an, das Ding. So, genau. Seitenverkehrt heute wieder. Nein, müssen wir noch mehr extra drum bauen. Gut. 2 mehr ein Vierer. Dann ein rundes. Dann eine schräge. Dann machen wir das ein bisschen wieder da so hersammeln, damit man auch wieder ein bisschen deckt. Das ist alles, was noch übrig ist, übrigens. Ja, das ist nicht mehr viel. Lauter Chlorteile, aber die kriegen wir schon weiter. Die kriegen wir mir schon weiter. Und dann die Schräge haben wir, dann 2 Zweiring. 2 Ring und so ein Aufhängeding. Donations schon wieder! Kruzifix, was der Herz halt dann auf damit! Was jetzt denn ihr? Leute, es ist halt einfach 12 bei der Nacht, Max Sniper. Welcome to the Squad, Dankeschön. Nochmal Dankeschön. An den Marder sowieso. Wenn ich schon so viel arbeiten muss, sollst du wenigstens auch was von meinem Trinkgeld haben. Ah, bist du Bedienung? Da haben wir mit Sicherheit schon mal geschmerzt, aber ich hab's wieder vergessen. Merci dir. Schluss jetzt damit, zumindest wenigstens für heute. Okay? Fürs Osterwochenende. Merci dir. Max Sniper, nochmal merci dir. Schluss jetzt. Hidden Blade, merci für den Resub. Naja, bei manchen Leuten schläft man fast ein und bei dir halt nicht. Es ist ja dieser Stream da, dieses gemütliche, es ist ja jetzt da kein Blödschiss, nicht? Wir unterhalten uns ja gemütlich und bauen ein bisschen zusammen. Soll auch ein bisschen dafür da sein, dass man einschläft. Ja? Es ist ein langwieriger Stream. Langwierig hört sich jetzt wieder negativ an. Es ist ein längerer Stream. Ein gemütlicher Stream. Wenn ihr da dabei einschlaft, ist mir das scheißegal. Sag ich dir, wie es ist. So, dann kommt das zweite Ding drauf. Dann kommt das Ding drauf. Und dann brauchen wir diese eine Schräge. Wo ist die scheiß Schräge? Jetzt wird mein Kreuzweh oder mein Knackweh wird langsam ein bisschen unerträglich. Darum war ich auch ganz dankbar, wenn wir langsam fertig werden. Zumindest mit dem Bauen. Dann kann ich mich noch ein wenig hinsitzen und einen Scheißdreck labern. Aber ich muss mir halt einfach mal... Streckt euch einmal! You banana shaped fuck! Leute, Dankeschön für die Donations. Ohne Scheiß, es ist absolut unnötig. Gerade heute ist noch unnötiger als sonst. Aber was weiß ich schon, ist euch sowieso scheißegal. Was rede ich eigentlich? Ist jetzt noch Max Sniper. Hör jetzt auf damit! Schluss jetzt! Ruminol, Hagel, Berger. Was? So. Das runde Ding steht hinten außer. Und dann kommt das Teil, das ist schon viel verreckt gemacht da. Das kannst du auch wieder drehen, aber du kannst das drehen, aber nicht drehen. Also du könntest es drehen und es bildet da eine Rundung. Absolut genial gemacht, wer sich sowas ausdenkt, Alter. Völlig gestörte Scheiße. So, ein 6er, dann ein 2er Brick. Tatsächlich ein Brick, ja, tatsächlich ein Brick. Zusammengesteckt. Oh, da kommt wieder ein Stück Ketten drauf. Gut, kriegen wir hin. Müssen wir wieder ein bisschen Ketten zusammenstecken. Hätten wir es doch da ganz zusammenstecken. Also. Wissen wir schon, wann die Kappeln wieder da sind? Ja, ungefähr 4 Wochen. Ungefähr in einem Monat. Haben wir schon ziemlich viel ausgesessen. Dauert nicht mehr lang. So, Bauschritt 110. Haben wir bei 111. Jetzt brauchen wir zweimal. Ja, die Dinger, die man da reinsteckt. Dass man wieder diese Rundung irgendwie hinkriegt, nehme ich an. Das ist schon verreckt gemacht. Also meine Hochachtung vor den Leuten, die das Ding konzipieren oder die sowas richtig gut kennen, da bin ich wahrscheinlich, ich würde also gerne mal selber probieren. Gibt es da Computerprogramme dafür, um sowas zum Stifteln? Mit Sicherheit, oder? Oder muss ich mir da irgendein Lego-Scheiß kaufen? Gibt's sowas?
So, und 2 flache vorn drauf. Dann haben wir wieder ein Element mehr und dann darf die eine Seite vom Turm dann fertig sein. So, wie viel Panzerstickel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Eftel 3D-Druckerprogramme. Gut, natürlich kannst du es mit 3D-Programmen machen, aber dann brauchst du die CAD-Dateien von jedem einzelnen Store und die werden nicht einfach so verfügbar sein, nehme ich an. Außerdem nimmt ein 3D-Programm das nicht ab, dass die. Ja. So. Jetzt muss ich selber schnell noch mal kurz schauen, ob das schon zusammenpasst, was ich da tue. Jawohl. Sehr gut zusammen. Ja, und schon ist so eine Kettenrundung dran. Jetzt mit Donations auf! Fix mal! Leute, ohne Scheiß, jetzt Max Sniper noch mehr merci. Die haben merci für die Mitgliedschaft. Herr Marder, ja genau, arbeite in der Gastro, bin aber nicht immer am Bedienen, weil ich in einer Führungsposition bin. Rita, du sitzt quasi hinten im Kammerl und schaust mir jetzt gerade zu, sage ich das richtig. Na gut, heute ist Karfreitag oder heute überhaupt irgendwas auf. Weiß ich nicht. Max Sniper, noch mehr. Heute jetzt fix, bist der bäriger Hund, Alter, deshalb so viel Geld, kauft ihr Apps. Herr Max Sniper, ich werde jetzt in das nächste Kobi, Mold King oder sonst irgendwas Projekt investieren. Ist das in Ordnung? Merci dir. Seriously, aber bitte zu solch später Stunde braucht man nicht so eskalieren. Dankeschön. Es gibt offizielle Lego-Software, mein Kollege bastelt da drin immer rum. Ja, warum auch nicht? Also, ich kaufe mir noch nicht 5000. Gut, wenn du irgendwann einmal nach Jahren deiner Sammelslust 5000 Steine beieinander hast oder 50.000 Steine beieinander hast, natürlich baust du dann selber, das ist ja egal. So, jetzt ist die Frage, wo kommt das Ding hin? Das kommt auf die andere Seite um mich. Ohne dass wir es denken, ja, der Turm nimmt Form an. Jetzt brauchen wir den Teil da hier vorne noch und dann haben wir wahrscheinlich hübsch langsam fertig. 2 auf 2. Ja, müssen wir dasselbe Ding im Prinzip nochmal bauen. Braucht man einen 6er und noch einen 4er. Dann haben wir Abgrund-Ding. Eigentlich müsste es langsam einfacher werden, diese Sachen zu finden. Aber für mich wird es das irgendwie nicht einfacher, diese Sachen zu finden. Zeigt jemand das abgerundete Ding? Ich sehe es auf alle Fälle nicht. Doch, da ist. Liegt aber auf dem Bugel, da sehe ich es aber nicht gleich, wenn die Oberseite flach ist. Jawohl, dann kehrt noch ein 2er rein. Haben wir noch einen 2er, einen gemütlichen. Als Schnellboot beim Schiffe versenken. Weiß jemand, was ich meine? Wer hat noch? Hand hoch! Wer hat noch Schiffe versenken gespielt? Ich weiß nicht, wie ich vom Pap Dings gekriegt habe. Elektronisch in die 90er irgendwann. Like good old times. Nein, das ist alles falsche runde Ding. Waren jetzt die runden Dinger, die ich brauche? Da, Hans. Jawohl. Haben wir das Stückerl beieinander. Dann wieder ein 6er, ein 2er Brick. Der war eigentlich, habe ich gemeint, da hinten. War er aber auch nicht. Wo ist jetzt der letzte 2er Brick? Jetzt wird's eng. Jetzt sind keine Steine mehr da. Wieso finde ich wieder nichts? 2er Brick wo? 2er Brick wo? Hallo? Sucht's mal mit. Mitte? Ich meine einen 2er Brick. Den da. Geibe für Sepp, Schluss jetzt. Um einen Karfreitag, an dem des heiligen Bürger sein Kreuz ihrem einen nagelt, das tut's gerade schon, soll er durch einen Bausatz des Judas sein Schicksal gesteckt sein. Und Gott, der mächtig krasse laberte, am 3. Tag haut's das Gnierschein 4 um 4. Du Kasperlkopf, merci dir. 2. Haufen, da drin. Nein, auch nicht. Also ich nein.
Jetzt lässt's total noch. Jetzt ist total gut. Ich brauche unter den Cam-Bild. Ah ja, warte, ich schiebe mal ein wenig für. Das sind die letzten 4 Haufene. Also, ich brauche einen. Ist das der Brick? Der Brick ist es nicht. Der hat Knipferl an der Seite. Es kann natürlich sein, dass ich den irgendwo anders eingebaut habe, wo er keine Knipferl an die Seiten hat, wo er Knipferl an die Seiten braucht, oder? Kann das sein? Der Sprengi hat ein Honeyboot 2 in Disco gepostet, kostet bloß ein 30er. Gehen wir schauen. Ist dir vorher nicht was runtergefallen? Nein, eigentlich nicht. Was ich wieder aufgeglaubt habe, aber der Brick fehlt. Definitiv fehlt der Brick. Der Brick fehlt. Was nehmen wir da jetzt? Improvisieren. Wir improvisieren wir jetzt da? Das ist ganz schlecht. Hast du doch schon lange gebaut? Hab ich schon lange gebaut? Hab ich noch mal zurückbleidelt? Oh mein Gott, Birger, jetzt lasst es komplett nach. Hab ich halt eiskalt tatsächlich schon gebaut. Das ist das drum, was wir mir gebaut haben. Oh mein, Birger. Oh mein. Birger, da feit himmelweit. Birger, da feit himmelweit. Jetzt habe ich halt auch nicht gescheit aufgepasst. Was soll ich machen? So, dann haben wir, ja, das Teil. Das war jetzt der Bauschritt, den ich da gemacht habe. Sehe ich das richtig? Ja. Schnell umladen, bevor ich mich wieder durcheinander tue. Grütze, fix. Deckt ihr schon noch anständig was, ja. So, ein 6er und 3 von den Dinger, die ich schon die ganze Zeit 25 Mal in der Bratzen gehabt habe, mich schon die ganze Zeit frage, für was das sind. So, Bauschritt 114 haben wir erledigt. Jetzt brauchen wir die 2 2er Bricks. Und zwar einmal nach außen, einmal nach da außen. Und die gibt es auch noch zweimal als 1er Brick. Das sind die da wahrscheinlich. Na, der muss Nippel an beide Seiten haben. Zwar so. Und, wo ist der andere? Hergeben, da ist der nächste. Jawohl. So, jetzt. Sind ja schon 4 Stunden gondend. Qualitätsoffensive, Kinder. Qualitätsoffensive. So, jetzt brauchen wir die Schrägen. Schrägen. Wie werden die da hingebaut? So. Ja, tatsächlich. Dann haben wir eine 2er-Schräge. Jetzt müssen wir schnell was trinken. War mir bitte nötig, was zu trinken. Birger, soll jetzt mir öfter was trinken. Trinken ist gar nicht so schlecht, wie es sich anhört. Dann kommt. Wir haben schon wieder einen Schritt übersprungen. Ich weiß schon. Ich springe gleich wieder zurück. Jetzt euch nicht oben. Dann brauchen wir eine Einer-Schräge. Einer-Schräge. Haben wir da noch eine? Bitte eine Schräge. Wo ist eine Einer-Schräge? Wo ist die eine Schräge? Die letzte schon wieder. Klang schon wieder. Ist ja wurscht. Wir haben erst da. Na, doch, da brauchen wir die Einer-Schräge. Einer-Schräge wo? Fix! Ich bin heute früh um 12 Uhr ist erst losgegangen. Heute war ich normal schon lange im Bett. Ich werde auch, nach dem Stream stehe ich auf, gehe ins Bett, sagt er, was ist. So, aber es ist gemütlich, was zum Essen machen wir vielleicht noch was. Habe ich da ein wenig Hunger gekriegt jetzt. So, jetzt haben wir den kleinen Klotz da fertig. Jawohl. Jetzt brauchen wir einen Vierling. Hammer. Und 2 Sehene. Zack, das Böhnchen mit Griff dran. Und ein 4er unten drauf. Jawohl. Dann 1x3 flach. 1x3 flach. 1x3 flach. Legen wir uns alles parat. Dann 2-mal mit Henkel. In dunkel. Und 2 Einer. An jeder Ecke einer. 3 Bein hätt. Umfallen tät. Gott heute einmal, du fetter Vollidiot. So. So. Und dann brauchen wir den zweiten Dreier. So. So.
Wo kommt das Ding dann hin? Unten? Geht das dann flach nach oben? So. Ah ja. Es ist halt schon wieder da bei sicher nicht einfachen Sachen da. Das Ding. Das mimt wirklich eine fast perfekte Rundung. Es ist glatt. Du sägst nichts von irgendwelchen Nippeln. Der Nippelklötze mit so Abrundung. Das ist völlig gestörte Scheiße. Wer sich das einfallen lässt, ist ein völlig Verrückter. Pixletten, dritter Haufen, da ist. Heute ohne Wasser. Was? Toni, hab ich schon wieder was übersehen? Schluss jetzt! Pomfritz, Obacht, Flachwitz. Was ist die seltenste Waffe in Afrika? Die Wasserpistole. Manchmal hat schon sie eine Wichser, dass es spät ist. Ich liebe euch. So, dann brauchen wir einen Drilling. Da hinten sind wir jetzt. Ein Drilling und den Zwilling. Machen wir so. Der geht so da auf, glaube ich. Nein, so geht er auf. So geht er auf. Und dann geht der Drilling da vorne so drüber. Jawohl, Bauschat 119. Oh, jetzt kommt dann Kanon. Ich glaube, das darf hübsch fast der letzte 2 auf 4 sein. Dann haben wir einen 4er. Dann haben wir so ein Ding mit einem Loch drin und noch eins. Das bauen wir wieder zusammen, wie es war. Jetzt fängt der Staubsauger schon wieder an. Ich hau da die ganze Zeit mit den Füßen unten rein, deswegen. Ah, nein, das ist das Falsche. Ganz aufpassen, der zieht auch nicht mehr, gell? Ihr passt so auch nicht mehr auf. Wie geil. Ist das Richtige? Nein, ist nicht. Das braucht. Hat so einen Durchlauf. Da ist eins. Und da ist eins. So. So. Haben wir. Dann einmal 4 und noch 2 so schwarze Stäpsel. Schwarze Pins. Dafür. Ja, gut, das haben wir da hier unten. 119 noch fertig machen. Habe ich doch nicht alles fertig gemacht? Ja, gut. Das Ding einbauen, ja. Das hätten wir früher oder später. Hätten wir das schon gehabt. Geht da hin und die Frage ist, das geht dann da so auf. Geht das so, dass das da so hinten so außen steht? So. Ja, weiß ich nicht. Ja, muss ich dann sehen, wenn er fertig ist. So, dann haben wir das kleine Ding. Dann haben wir die letzte 2x6. Die kommt direkt so da auf. Jawohl. Dann haben wir die mit Löcher drin. Die kommt in mitten auf. Das ist wahrscheinlich bloß wieder Optik. Und dann die Goldbarren. Ja, haben wir schon was gelernt jetzt. Ja, Goldbarren. Haben wir schon Definitionen für Steine gelernt. Pins, Goldbarren. 123. Haben wir schon. Umbladelt wird. Haben wir nicht mehr weit. Ah ja, da sieht man schon. Wird schon. Haben wir bald soweit. So, jetzt brauchen wir die letzten 2 Gussrahmenteile. Nochmal. Die werkelt man ganz vorsichtig da raus. Nichts kaputt machen. Nein, wir machen nichts kaputt. Und so Mold-Dinger, die mache ich auch bei Warhammer gern mit dem Fingernagel einfach weg, weil der leicht härter ist als das Plastik. Wenn es drauf ankommt, dann kann man das schön abschreiben und dann wird das schön gerade. Ja, die werkelt man raus. So. Ja, Moldlines weg. Nippel haben wir auch gelernt. Das stimmt, Nippel haben wir auch gelernt. So, dann kommt das Ding. Nehme ich an, da vorne drauf so. Geht bloß auf eine Art und Weise. Jawohl. Ganz dran. Eine schön gegossene Panzerkanone. Wunderschön. Und dann kommt das Ding einfach da vorne drauf. Ist das irgendeine Richtung oder ist das symmetrisch? Ja, also absolut symmetrisch. Kommt da drauf. Dann brauchen wir jetzt die 2 Dinge. Die einzelnen und die letzten flachen. Rip Tank. Haben wir nicht mehr weit, Leute. Brauchen wir das Ding. Mit den Real durch. Das haben wir schon gedacht, dass die da aufgesteckt können. So. Jawohl. Macht Sinn.
Da ist jetzt wieder irgend so ein instabiles Scheißkonstrukt. Mit so einem einfachen Pin. Geht das so, dass das da so außer steht? Ja. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Aber er ignoriert uns wieder mal gekonnt. Was? Ja, 3 Stunden spielen, halbe Stunde vorher Blättschmerz, halbe Stunde danach war super. Ja, was? Mein Gott, Dreckshandy, das möchte auch nicht nerven. Was habe ich wieder übersehen? Habe ich schon wieder Donations übersehen? Schluss jetzt! Pro-Tipp, solltest du die Burg Blausteigen gönnen, nimm unbedingt einen Plastikkleber her, sonst fliegt da alles zusammen, wenn du zurückkommst. Das ist, okay, da werde ich mir dann, also ob ich da jeden Stor einzeln mit Plastikkleber festklebe, kann ich mir nicht vorstellen. Sag ich dir, wie es ist. So, das hat sich erledigt und das gehört jetzt wahrscheinlich da so aufgeschissen, sehe ich das richtig? Jawohl. Jawohl, ist schon drin. Und jetzt kann sie das, ja, kann sie leicht, das. Ja, haben wir es gleich. Brauchen wir das Ding. Flach, ein 2 auf 2 und so ums Eck Dinge. Und jetzt ist die Frage, was das genau tut. Mal so. Dann kommt der Vierer in die Mitte. Die 2 Dinger da an die Seiten. Habe ich schon verstanden. So, und dann kommt das flache Ding vorne rein. Sauber zusammenklipsen. Und das Ding kommt jetzt da mitten dazwischen rein. Was ist denn das wieder für eine Konstruktion? Ah, macht alles ein bisschen stabiler. Ich sehe schon. Ja, ich sehe schon. Was ist da hinten ist noch nicht recht stabil. Da kommt aber jetzt hoffentlich nur ein Platten auf. So. Irgendjemand schreibt Merci, Leute. Dann hat der Deathhacke hat wahrscheinlich Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, my friend. So, ein Vierer flach, rund mit Kreis, Loch, Haar ist voll, dann 2 Goldbarren und dann haben wir Abgrunde 1. 1x1 mit Abrundung flach. Wo kommt denn der schon jetzt wieder alles hin? Naja, jetzt wird das Stickerl für Stickerl dazu gemacht, oder was? Bist du besoffen? Ich wollte gerade sagen, das schaut mir an, als hätte ich eine Seiten übersprungen. Warte mal. Oh ja, ein bisschen zusammengeklebt. Ja, da habe ich in der 10-Minuten-Pause schnell eingeschleudert, deswegen weiß das was ist. Ja gut, die haben aber trotzdem das Brick zeigt da schon mal auf die Seite. Dann nehmen wir uns die 2. Die 2 mit Henkel. Flach ums Eck. 2 zum ohne Stecker. Dann haben wir noch 2, 4, 6 so Schraubenschlüssel-Dinger. Und 2 flache. So, das wird jetzt Millimeterarbeit. Was ist da wieder? Haben wir so. Dann geht wieder so ein Schwenkelement zusammengebaut. Dann wird der Griff aufgemacht, dann kehrt das Dreieck da wieder rundrum. Und dann kehren das sind Nebelwerfer. Oder? Sind es Nebelwerfer? Jetzt pass auf. Das sind diese 3 Dinger da, die da so in 3 Richtungen stehen, also in 3 verschiedene Winkel aufstehen. Ne? So, ich hoffe, man kann sie erkennen. Die sind jetzt nicht sehr, sehr gleichmäßig. Das sind Nebelwerfer, oder? Hätte ich jetzt gesagt gehabt. Ich bin nicht derjenige. So, aber wo kehren die genau hin? Wie klippst denn die jetzt fest, das Ding? Und das andere kehrt halt andersrum. Das müssen wir zweimal bauen, das Teil. Kommt natürlich auf die andere Seite auch noch mal um. Ist ja klar. Du, das ist ja klar. So. Drauf genippelt. Dann einmal oben rum. Flach gemacht. Zack. 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 Und
dann gehört das so. Ah, ich sehe schon, was hinklipst gehört, aber es passt nicht rein. Wieso passt es da nicht rein? Ah, es passt schon rein, wenn man es ein bisschen schräg macht. Wahnsinn, wer sich das ausdenkt, ohne Scheiß. Wahnsinn, wer sich das ausdenkt, ohne Witz. Es passt perfekt da rein, wirklich auf den Scheiß Millimeter. Ich bin, wie gesagt, was weiß ich, was da Leute mit Ahnung davon halten, wie gut jetzt das da konstruiert ist. Aber für mich ist es halt völlig utopisch. Völlig utopische Scheiße, wer sich das einfallen lässt, ganz ehrlich. Wenn man schaut einmal allein schon das Innenleben da davon. Keine Ahnung, wie man da draufkommt. Keine Ahnung. So, jetzt kommt der Lange. Na, halt, stopp, machen wir zuerst die 2 Runden. Die Frage ist, wo kehren die 2 Runden hin? Wahrscheinlich genau da. Und da. Dann kommt der eine Lange, der quer da um. Perfekt. Dann haben wir noch einen 4er. Oh nein, das schaut schief aus. Da. 1, 2, 1. Haben wir. Dann kommt da so ein flaches Ding. Und jetzt sind wir gleich fertig. Wie wird denn der befestigt? Jetzt, Moment einmal. Ah! Mein Gott, das Ding da vorne drin bewegt sich auch noch mit. Keine Ahnung. Keine Ahnung, welche Raketenwissenschaftler sich diesen Scheiß ausdenken. Also diesen nicht, wir sollen sagen, nicht schlechten Scheiß ausdenken, sondern diese so einfachen Mechaniken ausdenken und das so gut funktioniert. Meine Hochachtung, geile Scheiße. Sag ich dir, was es ist. So, und wie gehört jetzt das genau da auf? So. So. Und jetzt kann sie da alles drin besser festmachen. Jetzt kann sie da alles drin. Schau dir so. Das ganze Ding da hervorne geht ganz leicht. Ein paar Müh geht das mit da vorne. Absolut geil gemacht. Kannst du sagen, was du möchtest, lol. Da wird er gezeigt, wie es funktioniert. Passt. So, nächster. Haben wir nicht mehr viel. Also die Stückel, die noch da haben, das sind 2 Hände voll. Dann war's es. So, jetzt müssen wir Pi mal Daumen schätzen, wo das Ding hingehört da. So, abgeschrägt. Das abgeschrägte Ding, das hätte ich eigentlich irgendwie gern da herin, aber ich weiß nicht wie. Machen wir so. Was ist runde Lego-Steine? Wie soll denn das gehen? Ja, das ist 2 draußen. Jetzt meine ich, habe ich es verstanden. Ja, ich hab's nie verstanden. Hä? Wie gehört denn der runde Scheiß da platziert? Was ist denn das wieder? Jetzt. Haben wir es schon? Das wird die Luke, für die Kommandantin-Luke. Und auf der anderen Seite haben wir die Luke, die zeigt nach. Hoppla. Die zeigt nach außen. Und schon haben wir einen verfickten Panzerturm, Alter. Hast du jetzt schon die richtigen Batterien? Ja, sicher habe ich die richtigen Batterien. Sicher. So! Haben wir es gleich! 2 Schritte noch! So, das ist der letzte, wo wir vorher schon waren, kurz. Das ist jetzt noch die Verkleidung für den Turm um. Wollen wir da hinten. Dann die abgerunden Einser. Die abgerundeten Einser. Jawohl, dann kommt das mit Runde drum mit dem so eine, was nicht in welche Richtung. Jawohl. Dann haben wir noch die Goldbarren. Barne. Hm? Dieses Ding. Und dann ist die Frage, was da passiert. Haben wir mir da alles verbaut? Ich glaube schon. Goldbarren hinten, ja, das runde Ding. Das Ding, D2, ja. Dann haben wir das. Wer hat diese? So. Dann da oben drauf gesteckt. Dann haben wir da die Luke, die ist geschlossen. Und wo können die kleinen Dinge hin?
Seiten. Gut, das sind jetzt lauter so kleine Spielereien und Details. Da ist jetzt fast wurscht, was du hin tust, aber wir machen natürlich nach Plan. Wir machen alles nach Plan. Achtung! Ein Steckerl ist übrig geblieben. Ich weiß nicht, wo mein Steckerl übrig geblieben ist. Ah, das ist jetzt das erste Mal, wo der Brick ein bisschen wackelt. Ein bisschen. Der ist nicht so stabil wie da hinten, weil der nicht ganz überlappt worden ist. Aber gut, jetzt ist uns ein Steckerl übrig geblieben. Ist das der Ernst Spey, hätte ich fast gesagt. Wo gehört denn das hin? Keine Ahnung, das bauen wir halt noch irgendwo hin. Wo gehört denn das hin? Was weiß ich denn? Das tue ich jetzt einfach da so rein, weil es wurscht ist. Ja, du ist halt einfach da her. Das packst du einfach oben drauf, ja sicher. Total wurscht, keine Ahnung, wo das herkommt. So, Freunde! Oh, da haben wir auch noch sowas, da haben wir noch so runde Dinge. Pff, warum soll man die nicht drauf tun? Du Scheiße. Du hast kaputt gemacht. Deswegen sollte man es vielleicht nicht drauf tun. Achtung. Jawohl. Gut aus. Und nehmen so noch so ein Ding. Ah, halt, stopp. Die brauchen wir vielleicht noch, weil noch irgendwo kann man nur Ketten befestigen. Irgendwo kann man nur ein Stück Ketten befestigen. Oh, Aufkleber haben wir ja auch noch. Jetzt muss... Achtung. Der Panzer wird verheiratet. Ist der mal auf die Seiten. Da ist unser Panzerchen. Von oben. Von der Seite. Sehr schön, sehr schön. Scheiß auf Aufkleber, ich will ins Bett. An alle Moderatoren, ihr kennt euch schon lang Schleicher. Schon lang. Ihr Zipfen. So, jetzt muss ich mit der Anleitung mal schauen, wie weit das Ding 4 geht, weil das wird ja nicht, das wird ja nicht genau beschrieben. Ja gut, die Sticker, das kann ich ja selber machen. Weil das schon cool ist mit dem Tarnmuster da an der Seite. Wenn schon komplett, dann komplett. Aufkleber mache ich morgen in Ruhe. Kann ich das auch nicht? Es ist soweit. Machen wir das ein bisschen dran. Rot machen. Dann ist die Frage, wie weit dass wir den... Auf der Heide steht. Alter, gib dir das Ding. Super geil. So, wie schalten wir das Ding jetzt ein eigentlich? Ich kann es nicht mehr einschalten. Wie soll ich das jetzt bewerkstelligen eigentlich? Wie genau schalten den jetzt wieder ein? Muss man oberbauen, dass man einschalten kann? Wie läuft das? Es ist halt schon ein bisschen dumm, oder? Schon ein bisschen dumm. Finger einstecken. Kommt man von unten irgendwie hin? Ah, man kommt von unten. Wenn dich das interessiert, habe ich nicht dran gedacht, dass da unten ein riesen Loch drin ist, kannst du reingelangen und dann einen Schalter um. Du musst ihn ja auch aufladen können irgendwie. So, schalt ein. Ist der eingeschaltet? Weiß ich nicht. Freunde der Sonne! Das schmeißen wir weg. Achtung, Achtung, auf Gleis 3 fährt ein. Der Kackstift Express. Jetzt überhaupt die coolen Soundeffekte. Schau mal. Wenn ich da unten hindrück. Oh, der kann sogar schießen! Also der kann nicht wirklich schießen! Pass auf! Ha, ich komme mein Mikrofon nicht dran. Hört ihr das? Warte mal. Da ist ein Knopf unten dran. Da ist ein Knopf unten dran, und wenn du drauf drückst, dann macht er so einen Schusssound. Und vor kurz zu hinten ist super geil, Alter. Also, was kommt der andere Knopf?
Ah! Er tanzt. Ah, jetzt fährt er ins Tablet ein. Was tust du? Ah! Na, jetzt ist Ketten runtergefallen. Also wieder auf da. Moment. Wie geil eigentlich. Wie geil ist das Ding bitte? Sag mal. Ah. Also die Kitten ist auf keinen Fall zu eng. Auf keinen Fall. Oder... Ja, scheiße, jetzt ist es abgerissen. Gut, Operation. Operation. Nochmal. Wieso dreht sich jetzt das Ding nicht mehr kruzifix? Leicht Ozean. Eihinger. Und ist wieder drin. Ist schon wieder drin. So, Achtung. Präsentation. Das Allergeilste ist halt einfach, dass der seinen scheiß Turm drehen kann. Schau dir mal das so, der kann sogar in die richtige Ding zielen. Ist das gut? Niau, 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 niau. So, Achtung, Wechsel. Sehr schön. Nie, 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 nie. Und dann, Achtung, Schuss! Ja, absolut geil, Alter. Absolut geil. Absolut geil. I'm all into it. Ich sag das, was ist. Hat sich absolut rentiert. Das war die beste Idee, die wir seit Ewigkeiten gehabt haben. Die beste Idee seit... Hat ein bisschen lang gedauert, zugegeben. Aber... Oh. Ja, wir haben jetzt die Axt ein wenig rausgewichst. Na, passt schon. Passt schon. Schaut richtig gut aus. Richtig stabil. Das ist okay. Ich hoffe, dass der Arsch nicht noch mehr runterfällt. Richtig cool. Richtig cool. Na, ja, er wurstelt sie ab und zu, glaube ich, die Ketten runter, wenn man auf der Stelle dreht. Da wurstelt er sie ab und zu die Ketten runter, glaube ich. Wenn sie sich sperrt. Aber ansonsten im Großen und Ganzen ein riesengroßer Spaß. Riesengroßer Spaß. Sehr schön. Tja, Freunde der Sonne. Das war's wohl. Jetzt ist 12:30. Wenn das nicht gelangt, dann weiß ich es auch nicht. Und wenn das kein Like, kein Abo, kein Glocken und die ganze andere Scheiße wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Scheiß auf die Modellbauer, Birger ist einfach der Meister. Kann der über Hindernisse fahren oder so? Ist ja ein Panzer. Das mag ich jetzt nicht mehr ausprobieren, weil es ihm schon wieder die Ketten runtergezogen hat und die mag ich jetzt nicht noch mehr auseinanderbauen. Super geil. Können wir nur den Last of Us da? Ja, freilich, die haben wir das jetzt noch. Ein Scheißdreck, der haben wir mir jetzt nicht noch. Ich sag dir, wie es ist. Ich räume jetzt da zusammen. So schaut's aus. So. Ich glaube, da kann man noch irgendwo die restlichen Teile von der Ketten anspaxen. Das werde ich noch irgendwo in Ruhe, werde ich mir da noch was suchen, wo da noch Platz ist und ja, dann wird das schon. So. Freunde der Sonne. Ich hab schon was. Selbstspieler, natürlich lese ich es, aber ich schaue halt die ganze Zeit nicht. MG42, wo auf dem Fendt 313? Da werden wir dann umbauen. Da werden wir umbauen gehen und schauen, wie wir, ob wir da was finden. Sepp, merci dir. Alfons mit Shotgun, merci für den Resub. Tobi, merci für den Euro.
Hab ich vorher noch gelesen. Herr Raiden, merci für dein Zwickel. You spin my tank right round. Erika, Schleider, right now. Ihr Vollidioten. Raiden, merci für dein Zwickel. Ja, Fazit. Was sagt ihr? War vielleicht ein bisschen lang. Ist jetzt fürs erste Mal nicht schlimm. Das wird dann auf Dauer natürlich so nicht gehen. Aber ansonsten, glaube ich, war das schon ganz witzig. Können wir öfter machen? Werden wir öfter machen. Was für ein Modell? Können wir uns gerne im Discord drüber unterhalten. Kann man den eigentlich so dran? Ja, da hat er genug Hebe, dass nichts passiert. Schon cool, der hat auf alle Fälle Platz da oben irgendwo im Schrankel drin und da wird er stehen. Aufkleber mache ich morgen in Ruhe. Und ansonsten habe ich es sauwitzig gefunden. Das machen wir auf alle Fälle nochmal, wenn wir es nicht sogar noch öfter machen, solange es halt Spaß macht. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Friends of the Sun, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie verdammt nochmal immer. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Es war einigermaßen erträglich. Ansonsten Grüße an den Nachschau-Squad. Wer sich dieser im Ganzen anschaut, der ist sowieso ein narischer. Für euch Feedback gerne im Discord oder am besten einfach unter diesem Stream. Da lese ich alles. Wie war's mit den Kameras, wie war's mit dem Licht, wie war's mit dem Bauen, wie war's mit Chat-Interaktion, wie war's mit allem. Ein paar Sachen habe ich jetzt selber schon mitgenommen. Das mit den Donations passt mir gar nicht, wenn Leute donaten und ich sage das eine Stunde nicht. Das mag ich einfach nicht, das ist das Letzte. Und ansonsten, Fazit zum Modell. Das ist mein erstes ganzes Modell seit über 25 Jahren, mindestens. Keine Ahnung. Hab sowas schon lange nicht mehr gemacht, hat Spaß gemacht. Du bist jetzt sofort wieder ein Kind. Ist jetzt sofort wieder geil. Mit Erwachsenenmodellen, die richtig, in meinen Augen zumindest richtig schön gemacht sind, für einen Preis, der absolut in Ordnung ist und das Ding kann fahren. Hallo? Besser wird's nicht. Das kann sogar einen Turm drehen. Geiler wird's. Ansonsten, tja, Lego, da kriegt ihr richtig Probleme, das sage euch ich, wie es ist. Wenn diese Dinge noch bekannter werden. Es gibt ja nicht bloß Kriegswerkzeug oder Kriegsfahrzeug oder sonst irgendwas, sondern auch andere Sachen. Jigs Lixen, Achtung, großer Suchtfaktor. Ja, ich kenn's ja. Da hinten steht ein Warhammer-Werkbing für über 1000 Euro, glaube ich, mittlerweile. Ich bin da auch sehr anfällig für solche Geschichten und ich mache jetzt sowas einfach. Ja, ist einfach lustig. Fertig zusammen und darum machen wir das öfter. Ich hätte Bock auf ein Bismarck, ich hätte Bock auf ein Tierpitz. Wir können uns gerne über weitere Modelle unterhalten. Die schaffen wir dann natürlich nicht ansatzweise in einem Stream. Der wird dann auf 2 oder 3 aufteilt. Immer am Wochenende, gemütlich, 2-3 Stunden lang, glaube ich, gelangen überall hin. 4-5 Stunden lang ist einfach zu lang. Deswegen möchte ich auch kein Fulltime-Streamer sein. Ich sage das, was ist, nach 5 Stunden darf ich mir eine Kugel in den Kopf schießen. Und ja, dann würde ich sagen, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Also meine Empfehlung gibt's, macht Spaß, ist gemütlich, funktioniert, ist absolut verreckt, wie die Sachen gebaut sind. Super cool. Und übrigens sind die Lego-kompatibel. Das ist das Allercoolste dran. Friends of the Sun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Like da lassen, danke fürs im Chat interagieren, danke fürs nicht abbiegen, dass ich nicht die ganze Zeit in den Chat reinschauen kann. Das nächste Mal werden wir das Setup ein wenig anpassen. Und wie viele Teile hat der jetzt gehabt? Ich glaube 800. 850. Schachtel um. Moment. I have a look. Das ist übrigens die Schachtel. So, von hinten. Steht da irgendetwas drauf, wie viele Teile der hat? Powered Module MK5 850. Ich hab absolut keine scheiß Ahnung, da steht nichts auf der Schachtel drauf. Keine Ahnung. Aber ich glaube, etwas gelesen zu haben, steht auf Amazon im Link. So, was ist. Ich glaube 850. Ja. Und ein Bismarck oder ein Tirpitz hat halt einfach doppelt so viel. Er hat 3-mal so viel. Die hat 2500 Teile, glaube ich. Müsst ihr die nochmal nachschauen. Und vor allem, das Ding ist halt 1 Meter lang, da weiß ich gar nicht, wo ich das hinstellen soll. Mit 800% Zusatzteile. Das schreit nach Panzerfahrer-Shorts auf YouTube. Schauen wir mal. Weiß ich nicht, vielleicht kann man da was zusammenschneiden. Ja, so 30-Sekunden-Ding. Weiß nicht. Oder kannst du mal Modellbau machen oder Warhammer? Wenn dann Warhammer. Weil da gibt es genügend zu tun. Schauen wir mal. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Gut war's, ich sag dann schon mal gut nach. Der Capricorn ebenfalls. So, und ich schleich mir jetzt auch
nochmal, danke fürs Zuschauen, danke für die ganzen Donations. Press Triple F für die Moderatoren. Am Sonntag kommt eine Podcast-Folge, nicht verpassen. Am Montag ist Stream, der Last of Us ganz normal wie gewohnt. Mittwoch dann Resident Evil. Nächstes Wochenende gibt's nichts. Ich muss selber ein paar Sachen vorbereiten für kommende Streams. Da gibt's dann ausnahmsweise mal keinen Stream. Den lassen wir aus. Und ansonsten wünsche ich euch nun ein frohes Osterfest, einen schönen Feiertag. Wir sehen uns am Sonntagmittag mit dem Podcast, am Montag um 20 Uhr mit dem Stream. Und jetzt schleicht euch in das Bett hinein. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Eine schöne, gute Nacht wünsche ich und ein schönes Wochenende und überhaupt sowieso. Und jetzt verpisst euch. Bitte, die hebt jetzt wahrscheinlich die Bürgerin wieder aus dem Bett aus, aber das ist mir wurscht. Schluss. So, Hashtag Erika Banzer. Verpisst euch. Piu, piu. Aber ich dir gute Nacht.